kainom. Put that Gipfel down! Now!
Chat! Geil! Wo ist meine Musik? Wo ist meine Musik? Ist sie da? Sie ist, glaube ich, da. Chat, ich habe heute selber entschieden, was ich anlege. He? Heute in Weiß, ganz wichtig, heute in Weiß, Chat. Ja, wir haben einen Plan heute, wieder gesehen. Keine Ahnung und irgendwas. Grüezi miteinander, Chat. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Und danke vielmals für den Support, der schon reingekommen ist. Ich glaube, ich fange sogar off-stream an mit dem Support. Silas, merci vielmals für den Tier. Ouch! Holy moly, Tier 2. Resub im 18. Monat. Off-stream. Vor 3 Tagen, Chat. Oder bin ich dann live gewesen? Nein, da bin ich nicht live gewesen. Das kann nicht sein. Dann bin ich live gewesen, Chat. Egal. Airfighter, merci dir für den Resub im 52. What are you doing? What oh my God. Chat. ich bin auch schon wieder überfordert. Airfighter, merci für den Resub im 52. Monat. Ich kann die Zahl nicht mehr sagen, oder? Das ist wieder das Alter. 52. Monat. Fienchen, merci vielmals fürs Tier 3. Für den Tier 3 Resub im 31. Monat. Danke vielmals für deinen Support, Fienchen. Und merci auch für die Moderation natürlich. Sopsop, merci vielmals für 100 Biddies. Danke vielmals. Renegade, merci vielmals für 3. Genau, 3 Biddies, Chat. Muss ich ein bisschen leisiger machen, auch wenn sie schön ist, Chat. Schnell schauen, ob da alles stimmt. Gut. Danke vielmals. Okay, Chat. Fair enough. Das ist, weil ich zu spät gekommen bin. Oder haben wir schnell den Bildschirm kaputt gemacht, oder, Chat? So, ich drücke da noch schnell auf das Knöpfchen da. Hype Train, let's go! So, ich werde noch schnell alle begrüßen. Und merci, Specko, merci vielmals für 100 Biddies. Danke vielmals für den ganzen Support. Merci vielmals für den Hype Train. Und grüezi wohl Barracks und GZ zum First. Barracks hat sich das First Call Chat. Nice one. Und Jutti, grüezi, Teliabo, Clue, Sop, Highway Racer, Specko, Kaylee, Anomality, Kashira, Nelfi, Arti, Strohhut Dave. Es gibt ja so viele Daves, ich muss jetzt immer den ganzen Namen sagen, das ist wichtig. Renegade, Airfighter, Seki, SDTLC, einfach mit den Flattern da vorgekommen. Kobmar, grüezi wohl. Fienchen natürlich und Carnage Rage, grüezi miteinander. Chat, muss ich mich ein bisschen heller machen? Das ist jetzt die Frage. Das hast du alles verwirrend. Verwirrend. Was habe ich? Chat, was habe ich denn? Oh, danke. Das hast du alles verdient. Oh, merci, Jutti. Ich lese mal kurz irgendwo, ich fange mal an mit Chat lesen. Ne? Und da komme ich vielleicht dann auch mal an diesen Nachrichten vorbei. Calls, grüezi wohl. Ich glaube, dein Shout ist jetzt wahrscheinlich gerade vom Cooldown verscheucht worden. Kann das sein? Bunch of bloody heck, I'll eat my Flotherma-think cookies if we say gameplay before midnight. We bloody won't. I know Lord God Thunder have mercy with renegades me says. Jo, da geht's dir gut. Ooh, here we go again, life's a dream. Ich glaub- 'Cause it's never what it seems, but you'd rather love and lost with tears than never love at all. Oh,
Chat, ich glaube, der Yoda, der hat getrunken. Der hat ein bisschen komisch gestimmt. Das war irgendein Durcheinander, aber finde ich irgendwie noch geil. Ja, da muss ich gar nichts fixen. Das ist gut, wenn das ab und zu passiert. So, habe ich gesagt, Calls, grüezi wohl. Es ist in dem Fall doch noch gekommen. Einfach ein bisschen komisch. So, Chat, ich steige irgendwann ein beim Chat lesen. Wenn ihr irgend vorhin etwas geschrieben habt, dann einfach nochmal Bescheid geben. Nochmal Bescheid geben. Und ich frage genau hier an. Hast du dich rasiert? Also heute nicht, Chat. Vielleicht ein bisschen. Wieso? So die Konturen und so, vielleicht ein bisschen. Also ja, vielleicht mal Ziliabo, die Antwort wäre ja. Troy, ich muss dir was sagen, du bist seit gestern nicht mehr der härteste Boss. Holy moly. Oh, ich muss vielleicht noch ein bisschen vorlesen, Chat. Habe ich auch vergessen. Renegade, merci für 10 Bits, 25 Bits, 50 Bits. Ab 69 kommt, by the way, der Alert dann wieder und nicht der kleine Effekt. Sop, merci vielmals nochmal für 100 Bits und Fienchen, merci vielmals für 7 Bits. Danke vielmals für den Support. Was hat da Dave geschrieben? Ich bin nicht mehr der härteste Boss. Ich hatte in Final Fantasy VI so einen Abfuck-Boss. Ich musste so tief in die Strat-Kiste greifen. Oh nee, ich weiß, was Dave gemacht hat. Der hat die Koffeinschubkarte eingelöst in Final Fantasy. Hat auf Easy Mode umgeschaltet, ne? In die Strat-Kiste greifen, dass ich eine Strat gemacht habe, die zwar funktioniert, aber eine Stunde dauert. What the fuck? Welcher Boss ist denn das in Final Fantasy? Wo ist denn die Musik jetzt hin? Chat. Muss ich wieder offline gehen? Okay, gut. Was war denn das für ein Boss? Ich kenne die Bosse nicht so gut, aber ich weiß, dass es da bei Final Fantasy den Ultima Weapon gibt und den Omega Weapon. Und ich glaube, das waren immer so die schwersten Bosse, ne? Kotmar grüezi! Der Kotmar. Oh, Helldive, ja, gibt's bei mir nicht eine Carnage, das gibt's bei dir. Das gibt's bei dir, während du auf coole U-Toad-Videos reactest. Ne? Das ist so dein Content. Oh, danke, Juti, nochmals für die netten Worte. Noch gucken, hast du noch was geschrieben vorher? Oh, danke, Juti, merci. Warum hat es nicht geschautet? Weil irgendwas ist wieder kaputt, ne? Da gibt es ein Durcheinander. Yoda hat geschautet und I don't know. Ich habe schon fast Schweizerdeutsch schreiben verlernt. Mann, so lange habe ich hier gefehlt. Yoda, das ist ja kein Problem. Kannst du es heute noch... Es wird immer schlimmer. Kannst du es heute noch ein wenig üben, ne, Yuchi? Ganz wichtig. Ein bisschen wieder reinkommen. Ja, aber schön sind ihr alle da, Chat. So, und ich muss noch schnell begrüßen. Not Pascal und merci für 100 Biddies. Renegade, merci für 70 Biddies. Danke vielmals. Vivinaut, grüezi, merci für 100 Biddies. Ihr müsst mich doch nicht begrüßen mit Biddies, Chat. Was macht ihr denn? Aber Pascal Speschi, grüezi wohl Speschi, Vivi, Matze, schau an, Matze auch hier und Sharif, grüezi nach YouTube. Und wie geht's euch allen denn? So, noch schnell ein bisschen die Schnitt überfliegen. Ja, geh halt wieder, wenn ich wieder da sein kann. What? Nein, natürlich nicht. Jutti, ich gehe nicht, ne? Niemand geht. Chat, ganz wichtig. Alle bleiben hier. Ich weiss zwar nicht, was für ein Game, das wir zocken. Nein! Vielleicht zocken wir heute irgendein... Ich weiss es nicht, Chat. Geht nicht. Please. Vielleicht gibt es noch Gipfeli. Vielleicht verteile ich noch Gipfeli, Chat. Carnage Rage has left the chat.
Okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend gewesen, Chat. Das ist jetzt tatsächlich schnell ein bisschen verwirrend gewesen. Carnage Rage has left the chat. Und Cocolada, grüezi, hello there. Cocolada auch am Start. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, Chat, ich bin nur 2 Minuten hinten. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich jetzt das gerade gedacht habe. Ja, das war schon schlimmer gewesen. So habe ich hoffe, ich habe mich ja für alles bedankt, Chat. Sonst sind bitte böse, wenn ich irgendetwas nicht vorgelesen habe. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Und Matze, Abend, liebe Leute, Abend, Troy, Abend, Matze. Matze, wie geht's dir und was ist dein aktuelles Projekt? Was ist... Du bist einfach da am Game programmieren, ne? Also ich nehme an, das, was du auch on Stream machst. Alles. Alles tut's mir Alles tut's mir weh, Chat. Alles. Da sind aber auch echt billige Imitate auf U-Toad unterwegs. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ne? Ist so. Chat, haben wir gerade einen Hype-Train beendet. Da muss ich da noch aufs Knöpfchen drücken. Das vergesse ich nämlich immer. Chat. Das ist übrigens, ich habe sogar die Musik ausgewählt für die Story. Back to the Future, let's go. Chat, ich danke nochmal für den ganzen Support. Ja, ich weiss amigs nicht so recht, wieso, aber hey, ja, es ist appreciated, merci vielmals. Danke, Chat. Und jetzt reisen wir in die Zukunft zum Gameplay. Und Paui, grüezi, Paui, wie hast du es schön bestehen? Ich merke ohne Scheiß, meine Kamera hat Mühe, wenn ich etwas Weisses habe. Das fällt mir immer wieder auf. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich glaube, das merkt nur nicht, dass es irgendwie immer so hell und dunkel wird. Gut, da bin ich jetzt gewesen. Aber ich lasse jetzt so sein. Ja. Ihr müsst damit leben, Chat. He? Also, wo sind wir? Das habe ich schon gelesen. Final Fantasy VI, der Magiermeister, 50k HP. In dem Gebiet kann man nur Magie einsetzen, keine normalen Angriffe. Er ist immer nur gegen ein Element verwundbar. Ein Element heilt ihn. Oh mein Gott, okay. Alle anderen Zauber sind wirkungslos. Welches Element was macht, ändert sich jede Runde random. Wenn er auf 0 HP geht, droppt er eine Magic Nuke, die 3-mal so viel Damage macht, wie deine Jars Max HP haben. War ein toller Fall, ja, das klingt heftig. Aber das habe ich in Final Fantasy das immer geliebt, ne? dass man sich so skillen kann, dass gewisse Elemente einen healen. Das habe ich immer so gefeiert. Ne? Gegner macht so Feuerattacke und dann wird ein Char gehealt, weil du richtig geskillt hast und so. Das ist nice. Mann, Treu, hast du deine Streamtechnik kaputt gemacht? Ja, ein bisschen. Also ich glaube, im letzten Stream war wirklich viel kaputt gewesen. Im letzten Stream, wo ich mit dem Mr. Blatsch und mit dem Ullenbullen die Headliners zocken bin, dort hat zuerst einfach nichts funktioniert, Chat. Nada, nix. Ich musste wieder offline, aber bin ich wieder gekommen und zuerst war aber noch das Internet weg und Und hey Lizzie, why are you running? Lizzie, grüezi. Und Scuffy Boy auf YouTube, grüezi wohl. Schön sind ihr da. Schön seid ihr hier. Tipptopp, aber wie geht's mir? Pascal, ich kann mich grundsätzlich nicht beklagen. Es wird wieder warm. Hier in der Wohnung wird es wieder warm. Ich habe ohne Scheiß schon 3 Mini-Fantasys am Laufen. Es heizt wieder extrem auf. Ich habe heute noch ein bisschen das schöne Wetter genossen. Ich meine, es ist ja schön. Aber so wohnungs- und streamtechnisch ist es halt damals schon... Da merke ich es einmal schon brutal. Muss ich gerade einen Schluck nehmen. Und sonst... ja, immer noch ein bisschen stressig, aber ich hoffe, es legt sich dann irgendwie wieder ein. Im Moment viel um die Ohren. Wir sind hier eingesperrt, oh nein, Juti. Das seid ihr nicht. Ihr könnt jederzeit raufklettern. Ihr müsst halt einfach ein bisschen klettern. Da ist keine Leiter. Und Specko freut mich, dass es dir gut geht.
Alles gut, ich genieße gerade South of Midnight und ein kühles Bier. Oh, Vivi, jetzt musst du mir schnell auf die Sprünge helfen. Was ist South of Midnight? Das klingt für mich wie eine Band. Es kann aber auch ein Game sein. Oder vielleicht ein Event. Ich weiß es nicht. Vivi, du musst mich aufklären. Apropos, nimm mal die 100 Gipfel für den Chat und... aha, also Joti, Moment kurz. Bist du denn schon hier? Joti? Yoda, but Chat, I ist schönes would walk Wetter heute. 500 miles, and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. Das ist sehr schön, Yoda. Das ist ein schöner Song, by the way. Und Joti, wo sind denn jetzt die Gipfelist? Du hattest gar keine Gipfelist dabei. Hä? Hast mich verarscht? Hast mich gebaitet? Ich bin extra hochgeklettert. Let's go. Ziliabo, sehr schöner Song. Sagst du auch mal Split Fiction? Hey, Sab, ich habe Split Fiction durchgespielt. Ich habe das Offstream gespielt mit meinem Mod, mit dem Warlock. Und wir haben es vorgestern beendet. Vorgestern haben wir das Spiel beendet. Absolut bombastisches Spiel. Einfach für die es nicht mitbekommen haben, ich habe es schon mal erzählt. It Takes Two heißt das frühere Game von den gleichen Entwicklern, wo auch mega geil war. Habe ich eben damals mit dem Warlock gespielt, vor vielen Jahren tatsächlich. Und ich habe ihm versprochen, dass wir das nächste Game auch zusammen zocken und dass wir das off-stream machen, damit ich keine Arbeit habe und der Mod auch keine Arbeit hat, sondern dass wir echt gechillt so ein bisschen miteinander Zeit verbringen können und das Game geniessen. Aber es wird ein YouTube-Video geben mit dem ganzen Playthrough. Wo ihr mich seht, wie ich manchmal ein bisschen struggle im Spiel. Ich sehe nicht den Warlock, aber ich höre den Warlock. Er war dann einfach im Voice mit mir. Geil. Ja, da haben wir den Song. Ja, es ist im Stream noch nebenbei, aber es war mir wichtig, hier und jetzt bei dir zu sein. Oh, Matze, du bist immer in meinem Herzen. Ja? Du bist immer in meinem Herzen. Let's go. 500 miles. Ullen Mann und Jenny. Grüezi miteinander, wie geht's euch? Schön sind ihr da. Let's go. Jenny kann mich nicht beklagen, alles gut, alles gemütlich. Aber wie geht's euch denn? Habt ihr heute auch noch ein bisschen das Wetter genossen? Schön bist du hier, Lizzie. Schön seid ihr hier, Chat. Ich bin einfach nur da. Ich wäre auch sonst da. Ich wäre auch sonst da, wenn ich den Stream nicht würde einschalten würde, Chat. Aber da würde ja keinen Sinn machen. Da würde ja null Sinn machen. Wo bin ich jetzt gesehen? Jetzt bin ich verrutscht, Chat. Jetzt bin ich verrutscht. Wir haben schon gemeint, April. Also, wieso jetzt genau? Wieso jetzt genau? Chat, wer ist eigentlich von euch verarscht worden am 1. April? Ist das eigentlich noch so ein Ding, dass man da die Leute verarscht? Ich habe ohne Scheiß Gefühl, 1. April, wenn schon, dann hat man noch so die Marketing 1. April-Jokes, oder? So die Firmen, die irgendetwas Kreatives machen, da finde ich auch immer noch cool. Aber ist jemand so richtig verarscht worden? Vielleicht von einem Kollegen oder so? So wie wir es früher irgendwie amigs gemacht haben. Also so war es auch bei mir früher gewesen. Da hat man sich amigs noch ein bisschen verarscht. Wieso nicht lüften? Ich habe gelüftet. Und also, ja, je nachdem, jetzt geht es noch. Aber wenn es wirklich warm draußen ist, kommt wärmere Luft rein, als ich drinnen habe. Das geht sehr schnell. Auch schon im Frühling, Chat.
Aber wieso jetzt nicht lüften, das ist eine gute Frage, die kann ich aber auch beantworten. Weil, gut, ich könnte es jetzt noch. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch irgendwie das Fenster kippen, aber eine gewisse Zeit möchte ich nicht die Nachbarn stören. Weil ich halt genau an der Fensterfront hocke und die würden mich halt immer hören. Wenn sie auf dem Balkon hocken, hören sie mich. Oder wenn sie im Schlafzimmer sind und das Fenster offen haben, dann hören sie mich auch. Das ist so allgemein ein bisschen der Grund, wieso dass ich während dem Streamen nicht wirklich lüfte. Aber ich mache Luft mit meinen kleinen Fantis. Mann, Chat, ihr könnt doch nicht einfach den Stream kaputt machen. Chat macht, was sie wollen. Chat macht, was sie wollen. Das Kaufboy macht auch, was das Kaufboy will. Treu hinter dir. Das ist nichts, Chat. Nein. Verarscht mich nicht. Ist da Met drin? Es ist Wasser drin. Das ist mein Wasserhornbecher. Da tue ich nochmal Wasser drin. Und da habe ich immer da. Während dem Homeoffice und so, da habe ich immer Wasser drin. Es sieht manchmal ein bisschen komisch aus, wenn ich in Calls bin, am Arbeiten und dann so ein Meeting habe. Dann bin ich da mit dem hohen Horn am Wasser saufen. Ja. Aber da ist Wasser drin, Chat. Nine hinten links. Was? Was? Chat, ich bin 5 Minuten hinten nachher. April. Ah, ist das alles gar nicht echt, Chat? Ihr seid gar nicht echt, ne? Ich bin gar nicht live. Das Kaffee hat mich auch verarscht, Chat. So ist das. Jutti, das bewerte ich mal mit 0 von 5 Gipfeli. 0 von 5 Gipfeli, das ist aber eine heftige Bewertung, Carnage. Das ist eine heftige Bewertung. Aber ja, I guess, da noch schnell eingeblendet. Die Bewertung vom Carnage Rage 0 von 5 Gipfeli, Chat. Auch hier haben wir South of Midnight, das ist ein neues Game. Okay, mit Stop-Motion-Animation, genialem Soundtrack, guter Story, mittelmäßigem Kampfsystem. Ich suche noch ein Game für heute, Chat. Wie meinst du, das ist etwas? Muss ich mir das anschauen? Oder was meinst du? Findest du es gut? Moment schnell. South of Midnight. Ich muss schnell googeln gehen. South of Midnight. Ui. Ja, da. Für mich laden die Webseiten. Okay. Chat, Moment schnell. Geiler Song, nice one. Chat, was haben wir hier? Also das Ganze gibt es bis Steam. South of Midnight von Compulsion Games. Ui. Da würde mich noch mega reizen im Fall. Da würde mich wirklich noch mega reizen, wenn ich das so ein bisschen anschaue. Holy shit. Chat, oh mein Gott, Chat, wer ist dafür, dass wir das heute zocken? Holy shit, das würde mich noch mega reizen im Fall. Holy shit, Mann. Chat, ich glaube, das tun wir uns an, oder? South of Midnight. Dann haben wir auch schon direkt, dann wissen wir auch schon direkt, was wir machen. Einzeln in Chat, eins in Chat, wenn ihr South of Midnight sehen heute, hast später dann natürlich. Später dann, wir schauen nochmal schnell da auf die Timeline. Das werden irgendjemand da. Da werden das etwa. Eins in Chat, wenn ihr das sehen.
And I'm trying to keep my head. Schau jetzt hier die Einsen, die in den Chat reinkommen. Das ist ja verrückt. Und was ist das? Grüezi wohl, Lannister, Gettorino, Princess Luna, Grizzly, Blackjack, grüezi wohl. Schön, dass ihr da sind. Später als am Morgen, ja genau. Ja, also die Idee ist, als wir ja so circa um 11 Uhr anfangen. Aber ich kann es halt nicht garantieren, darum habe ich es hier oben auch nicht drin tatsächlich. Ich habe die Uhrzeiten wieder rausgenommen. So, dann schnell ein bisschen weiterlesen da. Ich bin schon wieder 8 Minuten hinten nach dem Chat. Schon wieder 8 Minuten. Aber hey, Vivi, danke für den Input. Ich glaube, du hast mir jetzt direkt das Game gesagt, das ich spielen könnte. Ich habe Split Fiction in 3 Tagen und total 20 Stunden und 1111 Mal gestorben. Aber Sopsop, die viel wichtige Frage ist, wie manchmal bist du gumpet? Wie manchmal bist du denn gumpet? 3 Tage, 20 Stunden. Ich könnte jetzt nicht einmal sagen, wie lange wir hatten, aber ich glaube, wir haben so ca. 15 plus Stunden gehabt. Vielleicht 15, 16, irgendwie dort. Wir müssen es mal zusammenrechnen. Es sind 3 Abende, wo wir das gemacht haben, der Warlock und ich. Und ich glaube, etwa so 15 bis 16 Stunden. Geiler Song übrigens, Chat. Geiler Song. Bezüglich 1. April genieße ich Ingame-Events in Nicke und War Thunder. Also so richtig in-game, also nicht nur Reactions, ne, Carnage. So richtig in-game. Mein Leben ist wieder 1. April. So ein Seich, Coca-Cola. So ein Seich. Come on. Come on. Chat. Schnell ein Hack. Schnell ein Hack an die liebe Coca-Cola. Also... niemandem sein Leben ist ein Witz, Chat. Ganz wichtig. Der Song mag ein bisschen komisch sein gerade. Das ist aber ein geiler Song. Das ist eine sehr gute Lebenseinstellung, Chat. No fucks given. Aber hey, Sop, ich kann noch fragen, wie hast du es gefunden? Wie hast du Split Fiction gefunden? So auf einer Skala von 1 bis 10? Oder Chat, alle, die es gespielt haben. Alle, die es selber gespielt haben, auf einer Skala von 1 bis 10, Split Fiction, was für eine Bewertung würdet ihr geben? Das würde mich noch wundern. Also von mir gibt es, ich glaube, ein 10 von 10. Solides 10 von 10 von mir. Persönlich aber wurde ich nirgendwo verarscht. Okay. Ja, ich auch nicht. Persönlich bin ich auch nicht verarscht worden. Oder ich habe es auch nicht begriffen. Vielleicht habe ich es auch nicht gemerkt. Chat. Ja, vielleicht haben mich alle verarscht und ich habe es auch nicht gecheckt. Und du hörst die bei Dingen. Jurti, ich weiß nicht, was du meinst. Oha, what the hell? Jetzt haben wir hier Back-to-Back-Raid. Mit 23 Lüt. Cassie und Crazy Andy, danke euch für den Raid. Cassie, ich liebe dich. Oh, Treulina, sagen Sie. Psst. Die zweite Animation kommt gleich noch hinterher, Chat. Die kommt gleich noch hinterher. Cassie, Crazy Andy, wie waren eure Streams? Und danke vielmals und hallo, willkommen, Chat. Jetzt wird hier noch getrommelt. Es wird noch getrommelt. Crazy Andy. Ui. Hey, was gab's bei euch? Wir machen mal das erste Foto. Chat und Raiders, bleibt hier ganz wichtig. Ich brauche euch alle noch.
Und Ehrenshow, danke dir auch für deinen Raid. Danke dir auch für deinen Raid. Leider kommt bei dir keine Animation, aber trotzdem danke, Ehrenshow. Schön, dass du hier bist. Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive Unterhaltung mit vielen Spielereien, Interaktivität. Jetzt wiederhole ich mich, ne? Mit viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir haben vorhin entschieden, dass beim Gameplay später dann, dass wir dann das Spiel South of Midnight anzocken. Das sieht nämlich sehr interessant aus. So, Chat, Multitasking, kurz Foto. Fotostart. Fotostart. Machen wir kurz mit dem lieben Cassi. So. Machen wir mit Cassi ein Foto. Ich begrüße noch kurz alle, die geschrieben haben. Und zwar Hertha und Thomas und Lumpiline und Yannick und Nordseefuchs, Fuzzilein, Hehe 2K, Grete Landers, Linchen, Wuschel on Tour, Ehrenshow, True North A und Dinosaurier TV. Let's go! Willkommen hier alle bei mir. Und jetzt ganz wichtig, jetzt müsst ihr alle aufs Foto kommen. Alle einmal aufs Foto-Chat. Und liebe Raiders, Ausrufezeichen Foto eingeben, dann kommt ihr mit dem Profilbild hier aufs Foto. Und wir haben viel Platz, 29 Leute sind drauf, 53 Leute haben Platz auf dem Foto. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich habe noch nicht mal alle begrüßt. Ne? Sushi, Grüezi, Oreo, Raubkatze, natürlich Cassi, Damien und Coco, Grüezi miteinander, schön seid ihr hier. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, was da Cassi noch geschrieben hat. Cassi... Mal kurz gucken. Der hat ja gar nichts geschrieben. Crazy Andy hat auch nichts. Die sind zusammen im Voice, oder, Chat? Die sind zusammen im Voice. Ehrenshow, keiner mitgekommen. Oh nee, oh nee. Aber weißt du was, Ehrenshow? Ich nehme an, das war so ein organisierter, gemeinsamer Raid, ne? Und daher Sorry, Carnage. Let's not fight over this. We are all at 10/10 and we both know that. I love Thos community and you are also in it. Genau. Troy Wiggle. Troy Wiggle. Ja, aber Ehrenshow, wir machen dann auch noch. Wir machen 3 Fotos. Ne? Eigentlich ist bei einer Raids mache ich kein Foto, aber weil es jetzt wie zusammen ist, machen wir bei dir auch noch eins. Ne? Dann ist es fair. Und Juna, grüezi. Juna, wie geht's dir? Und by the way, lieber Chat, ich habe jetzt halt vieles nicht gelesen. Ne? Nach dem Raid ist jetzt vieles untergegangen. Und ich gebe mir aber Mühe. Ne? Ich hoffe, ihr wisst das, dass ich mir da Mühe gebe. Und sonst einfach nochmal schreiben. Einfach nochmal schreiben, damit ich es nochmal ignorieren kann. So läuft das hier, Chat. So, Chat, wer ist noch nicht drauf? Da fehlen noch Leute, Chat. Was meint ihr? 40 Leute bringen wir hin, ne? Noch 2 Leute mit Ausrufezeichen, Foto. Das wäre richtig, richtig nice, Chat. Das wäre richtig nice. Ich glaube, das schaffen wir. So, jetzt muss ich hier noch was gucken, Chat. So. Und der Merzli ist auch da. Sherlock Holmes, let's go. 40 Leute, Chat, 40 Leute. So, jetzt mache ich da noch schnell ein bisschen Blur rein, damit ihr nicht untergeht auf dem Foto. Ich gehe kurz weg. Chat, da hat es noch Vögel drauf. Da hat es noch Vögel auf dem Foto. Seht ihr hier die ganzen Vögel auf dem Foto, Chat? Und Merzli, Sherlock, wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. So, Chat, noch kurz. Oh, was hat jetzt nicht... Irgendwas hat nicht geklappt, ne? Oh, das Schrumpfen geht nicht in der Fotoszene, Sushi. Das geht nicht in der Fotoszene. Aber du hast deine Punkte zurückbekommen.
So, letzte Chance, Ausrufezeichen Foto. Ich mache noch kurz Titel rein. Danke für den Raid, das stimmt so. Oh, Chat. Es gibt Dinge, die müssen sein. Also, ich habe sogar noch einen Rainbow Six Siege Cappy. Hey. Holy shit, Mann. Ja, es gibt Dinge, die müssen sein. Oder da sieht man es aber nicht, Chat. Ich glaube, ich muss den Greenscreen aufmachen. Das muss hier perfekt sein mit dem Kassi. So, Greenscreen haben wir, ist aktiv. Dann mache ich nachher das auf diese Seite, Chat. Muss hier gucken, dass ich die Avatars nicht überdecke. Und jetzt, Chat, alle einmal in die Kamera lachen. Wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. We're done when I say we're done. So, Chat, what is happening? Also, Kassi, hier unser Foto. Viele Leute drauf, geiles Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC und merci Specku. Und das Foto wird dann auch in einer Story drin sein, auf Instagram, auf Twitch. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. So, nächstes Foto, Chat. Nächstes Foto. Macht euch schon mal ready mit Ausrufezeichen Foto. Crazy Andy ist die nächste Person, der nächste Raid, der nach Cassis Raid gekommen ist. Und jetzt nochmal alle drauf. Ausrufezeichen Foto, alle drauf, Chat. Crazy Andy, du kannst hier noch was auswählen auf der linken Seite, was neben dir aufs Foto kommen soll. Und was fehlt denn noch? Was wollte ich noch sagen, Chat? Ah ja, der Bosskampf, ne, Chat? Also Crazy Andy, Cassi, Ehrenshow. Ne, macht euch schon mal ready auch für den Bossfight. Ich glaube, wir gehen dann nachher auch noch in den Bossfight rein. So, machen wir das so. Ehrenshow ist noch als Dungeon Leader dabei. Und ich gucke hier kurz, 43 von 15, also easy, der Bosskampf wird reingequeued. Wir gucken dann noch, wann wir den machen, ob in 10 Minuten oder so. Aber zuerst müssen wir mal die Fotos durchbekommen. Ne? So, Chat, Underdogs, grüezi Underdogs, Shadow K, grüezi, schön sind ihr da, wie geht's euch? Wie geht's euch? Und nochmal sorry für dass ich nicht wirklich alles lese. Ich überfliege schnell noch Chat. Ich überfliege kurz den Chat. Ob ich da was sehe? Ich fang mal hier an. Gut und selbst, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Danke fürs Fragen. Freut mich, dass es dir gut geht. Oh, schade, fände ich lustig. Ja, true. Aber es ist halt irgendwie, dann müsste ich was Spezielles bauen, damit das auch gut aufgeht. Ne? So, Chat. Ja, da bin ich. Zack, da ist er, oder? Chat, Ausrufezeichen, Foto, wer noch nicht drauf ist. Noch einmal mit dem lieben Crazy Andy. Liebe Raiders vom Crazy Andy. Vielleicht ist Crazy Andy jetzt gerade noch beschäftigt, das kann ich auch verstehen. Ne? Vielleicht noch im Voice mit Cassi oder wie auch immer. Will jemand für ihn entscheiden, welches Bild wir draufnehmen sollen? Da ganz links, ne? Das Horn, Kaktur, Dr. Suspect, eine Ukulele vielleicht. Hab Darts gestreamt übrigens. Okay, Darts, Chat. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Darts. Okay, gab's einen Clip, Ehrenshow? Gab's einen Clip? Ja, ich guck mal kurz. Chat, wir gucken kurz, ob wir da ein Gameplay bekommen von Ehrenshow.
Oh nee, okay, das geht nicht. Okay, nein, okay, never mind. Da gab es keine Clips, ne? Okay. Ähm, Hauptsache der Walt, ja, Walt ist drauf, Dino. Walt ist drauf. No, nicht. Ich bin enttäuscht, weil bei 42 nichts kommt. Müsste ich mir was einfallen lassen. Ne? Da gibt es natürlich auch viel, was ich machen könnte. Chat, letzte Chance noch für aufs Foto, Ausrufezeichen Foto. Ich gehe noch kurz ein bisschen Chat durch. Carnage hat ein neues Profilbild. Sehe ich es denn? Ja, der schlafende Carnage. Nice one. Love it. Du weißt wie immer gut, wenn ich dein süße Face sehe. Underdog. Also wirklich Underdogs, da muss ich also schon mal sagen an dieser Stelle. Mir geht es auch immer gut, wenn ich dich sehe, Underdogs. So, Chat, wir müssen noch das Foto machen. Ich muss noch Chat lesen. Dino meint die Ukulele. Dann machen wir die Ukulele rein. Das ist kein Problem. Let's go. Kaffee weg. Ukulele rein. Crazy Andy mit der crazy Ukulele-Chat. Hey, listen! Listen! Er wollte den Kaktus. Okay, never mind. Merci, Fienchen. Danke vielmals. Kaktus it is. Crazy Andy mit dem crazy Kaktus. Chat. Nice. Crazy Andy. Alles gut. So, dann machen wir das Foto. 31 Leute. Cassie so, nein, stopp! Sorry. Ja, Try, stopp! Cassie, irgendwie erinnert mich das an was. Ich habe dich schon mal gesehen, Stopp schreiben irgendwo. Ich glaube, das war bei einem Event. Da wollte ich irgendwas machen und Cassie, nein, stopp! Try! Hast die Punkte falsch eingetragen? Nee, ich weiß es nicht mehr. So, wir machen aber das Foto. Ja, Crazy Andy da auch mit dem Cappy, ne? Also, Chat. Okay. Das kann ich, ne? Chat. Wow. Wir machen das Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. Ziemlich sicher ein Hirnentschütterung, ziemlich sicher. Sehr ziemlich sicher bin ich. Ich wollte halt die Brille über die Brille anziehen zuerst. Das geht natürlich nicht. Oh, geil. So, Crazy Andy, hier unser crazy Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Merci Specko und auch hier mache ich eine Story auf Insta und Twitch, wo ich dich markiere und das Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Link im Chat. So, Chat, machen wir noch schnell machen wir noch ein Ehrenfoto. Ne? Ein Ehrenfoto. Ehrenshow. Und ich würde sagen, dann gehen wir in den Bossfight rein. Ne? Jetzt haben wir doch ein paar Minuten hier gefüttert. Ich habe was in den Haaren. Oh, Chat. Hey, Chat, wir machen noch ein Foto mit dem lieben Ehrenschau. Habe ich jetzt, ich muss nur kurz gucken, das stimmt, ne? Habe ich es richtig geschrieben? Nicht, dass das irgendwie der falsche User ist. Weil ich habe es jetzt von Hand geschrieben, natürlich. Du hast Arti in den Haaren treu. Ja, schon ein bisschen. So, Chat. Okay, das klappt. Alles gut. Der Rott. Ja, Ehrenshow hat den Rott ausgewählt. Hat ein ganz, ganz cutes Avatar. Chat, und jetzt brauche ich noch eure cuten Avatars hier auf dem Bild. Ein schlafender Carnage Rage vielleicht. Ein gut aussehender Strohhut Dave.
ein bisschen ein verrückter Merzli, ja? Ein kritischer Ullenbullen. Geil, Chat. Hey, und Redbeard übrigens. Ich begrüße noch schnell alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Redbeard. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wie hast du es? Wie hast du es? Das ist wieder der Arti montiert mir da halt wieder so Kameras an meinem Kopfhörer, oder? Das ist schlimm. Chat. Ich bin doch kein IRL-Streamer. Ich habe doch das nicht. Jordan? Do you take the man or the bear? Do you take the man or the bear? Chat. I don't take the man, I don't take the bear, I take the pig. Okay, das ist jetzt eine Anspielung auf Man-Bear-Pig-Chat. Nichts anderes. In der Zeit schaffe ich es nicht, mein Profilbild zu ändern. Ja, zudem es ja auch noch irgendwie gecached ist. Das dauert halt immer noch ein bisschen. Für das kannst du mich buchen, das stimmt. Oh, Chat, wenn ihr einen IRL-Stream wollt, ne? Also erstens mal guckt da bei Artibots Art Shooting rein, ganz wichtig. Aber ich glaube, den lieben Arti, den kann man auch buchen, ne? Den kann man auch buchen. Ich dachte, du sagst jetzt Gipfeli. Nein, ich habe Schweine gesagt. Nee, aber Gipfeli natürlich auch, ne? Ganz klar, Jutti, ganz klar. Den Hund bitte von meinem Ohr wegnehmen, danke. Der knabbert da am Ohr, ne? Der knabbert da am Ohr. Der Cookie Dog. Ist die TLC auch noch auf dem Viertel? Let's go. 33 Leute. Und dann mache ich mich mal ready. Ich glaube, es stimmt schon alles. Das ist gut. Tiliabo auch noch auf dem Foto. Let's go. Chat, ich weiß nicht, was ich machen soll auf dem Foto. Ne? Bin überfragt. So, Chat, wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Antonio Margareti. 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 Das war jetzt ein geiler Effekt. Das hat mich gerade ein bisschen neben die Spur gebracht, Chat. Nice one. Der war super. Hey, Ehrenschau, hier unser Foto, ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC. Und merci Specko. Und dann gibt es noch eine Story, sofern ich dich finde auf Insta, werde ich dich markieren, sonst gibt es auf Twitch sicher eine Story. Aber es hat halt alles immer ein bisschen Verspätung, ne? Cassie, Crazy Andy, Ehrenshow. Einfach, dass jetzt nicht in den nächsten Tagen jemand drauf wartet, wann kommt da die Story. Ich bin ein bisschen hinten drin. Hä? Hinten drin und ich habe da weißes Zeug auf dem Gesicht, Chat. In den Haaren. So. So, Chat. Ja, war nice, ne? War nice, hat Spaß gemacht, ne? To rest. Don't you cry no more.
Ja gut, nachher muss ich es wieder aufmachen, Chat, wahrscheinlich beim Bossfight. Aber dann machen wir es so. Ich frage noch kurz, Kassi, Ehrenshow, Crazy Andys, wärt ihr ready für den Bossfight? Oder wollt ihr lieber noch ein paar Minuten warten? Ne? Ihr dürft entscheiden. Ich kann es jetzt machen. Ne? Wir machen jetzt die Prediction, also 5 Minuten, 4,5 Minuten haben wir noch. Ihr könnt jetzt schon mal eure Kanalpunkte verwetten. Wer gewinnt den Bossfight? Ich oder ihr? Also die Antwort ist liegt ja auf den Händen. Ne? Aber ihr könnt trotzdem noch wetten. Und Valhero, das erinnert mich irgendwie an Valheim jetzt. Ne? Aber Valhero, danke für den Follow, merci für den Follow und willkommen da bei mir. Grüezi. So, Chat. Bisschen lesen hier. Schmeckt die Karotte? Ja. Ja, die Konsistenz ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Jutti. Auf Instagram habe ich meinen richtigen Namen. Also du kannst es machen, wie du willst. Wenn ich dich nicht finde, also dann würde ich dich nicht finden natürlich, dann markiere ich dich einfach auf Twitch. Bist aber trotzdem dann auf der Story drauf mit dem Foto. Du kannst mir aber auch eine DM schicken, Ehrenshow auf Twitch oder im Discord, wie auch immer, kannst du mir eine DM schicken. Oder auch auf Insta selbst mit deinem Namen, wenn ich dich markieren soll. Ne? Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn das dein echter Name ist, dass du da vielleicht sagst, lieber nicht. Ne? Also ist ja absolut kein Problem. Hinten nach bist du ja überall. Ach Gottchen, Ach Jutti. Der Aargauer mit seinem Lieblingsessen. Das muss ich jetzt noch mal sehen. Ich habe nur so schnell im Augenwinkel gesehen, dass der Defekt auslöst. Chat. Das muss ich schnell anschauen. Okay, das war verdammt gut, Chat. Das war wirklich gut Timing. Oh, nice one. Hinten drin und weißes Zeug. Chat, come on, ich weiß jetzt. Oh mein Gott, ich habe es halt wirklich rausgelassen. Könnte man auch anders verstehen. Ich hau auf deine Rüebli, also komm. Also, das Rüebli ist ready. Das Rüebli ist ready. Let's go. So noch schnell so. Es ist ready, jetzt könnt ihr alle einmal draufhauen. Wir können hier auch reiben, Chat. Wenn ihr reibt, dann passiert vielleicht auch etwas, Chat. Aber jetzt müsst ihr alle schnell auf den Monitor legen und das Rüebli reiben. Und dann vielleicht passiert etwas. Noch schnell ein bisschen Geduld haben, noch ein bisschen mehr reiben, noch ein bisschen schneller. Ja, ja. Ich glaube, das wird nicht, Chat. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen üben. Chat, this is fine. Chat, this is fine. Ja, alles gut. Ja, bin ich. Okay, Ehrenshow. Die nächste Idee bei meinem Profilbild wird dir sicher gefallen. Da bin ich gespannt, Carnage. Treu, bist du in der Schweizer Stream-Szene eine kranke Legende? Also, das ist keine Frage. Okay, ich muss noch mal lesen. Troy, du bist in der Schweizer Stream-Szene eine kranke Legende. Valhero. Du! Du bist ein Schweizer. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ihr gerade macht, Chat. Ich weiß es nicht, ne? Hey, aber ich fasse jetzt das natürlich als Kompliment auf. Ich sage immer, ich habe definitiv ein paar Ecken ab. Und ich interpretiere das Kranke jetzt einmal eher so ein bisschen als das. Als positiv in dem Sinn. Und merci, Val, für die netten Worte. Danke vielmals.
Ja, aber da gibt es viele Chat. Also da muss ich jetzt schon auch noch ein Real Talk schnell an dieser Stelle. Es gibt ganz, ganz, ganz viele und mehr als man denkt. Mehr Streamer aus der Schweiz, mit Schweizerdeutsch sogar zum Teil, wo auch ganz, ganz coolen Content haben, wo ich auch wieder denke, oha, krass, kreativ und so weiter. Also es ist alles immer am Wachsen und das ist halt auch wirklich schön an dem Ganzen. Aber danke nochmal für die netten Worte natürlich. Das hat auch gerade ein bisschen falsch stehen. Alles gut, alles gut. Hat gerieben. Es ist grösser geworden. Ist das gut gewesen? Und wo kommt die Mayo her? Okay, bei der Jenny hat es geklappt. Jenny scheint da Erfahrung mitzubringen. Chat. Ich reibe auch kein Rüebli um. Trini, Mann, Trini, grüezi, Römer, Mann. Römer, wie haben ihr es? Trini, wie geht's euch? Machst du nochmal Jokesch? Machst du nochmal Jokesch mit Ausmachen? Dann bin ich gottverdammt sauer. Ei, Jokesch? Jokes? Machst du nochmal Jokes? Ein Joke, ein Witz? Okay, Jutta, ich hab's begriffen. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, das Schweizerdeutsch ist ein bisschen eingerostet bei Jutti. Noch ein bisschen mehr reiben. Danke für den Clip. Wald, danke für den Clip. Sehr schön, sehr schön. Ich sehe schon, da haben wir wieder Haufen Sachen in den Swiss Twitch-Clips drin, Chat. Ausrufezeichen STC-Chat. Ja, nächste Woche gibt es wahrscheinlich wieder ein neues Video und ich freue mich jetzt schon, Chat. Hey, viel Spaß beim Videos schneiden. So, wie momentan die Grippe grassiert, hat sicher mehrere kranke Streamer. Ja, das ist true. Ich habe ohne Scheiß, also bezüglich Grippe, gestern habe ich das Gefühl, ich werde krank. Und ich habe das Gefühl, ich war auch irgendwie so ganz minimal am Kränkeln gewesen. Aber es hat sich dann wieder geleitet, also jetzt spüre ich wieder gar nichts mehr. Aber gestern war es schnell so komisch gewesen. Es ist irgendwie so das Kratzen. Ich hatte scheiß trockene Lippen gehabt. Und so trocken, dass das eingerissen ist. Man sieht es jetzt aber nicht mehr wirklich. Aber ich wirklich dachte, what the fuck is happening? Hey? Danke vielmals für die Werbung, hey, sehr gern. Und merci Valhero für... Ah nein, das war die Steampunk Lady. Merci euch beiden in dem Sinn für den Befehl. Lehnt euch zurück, gönnt euch die Gipfelis aus meiner Backstube und genießt die Unterhaltung ohne Gameplay. Das ist von A bis Z, Chat, true. Keine Lügen im Satz drin, ne, Chat. Kranke darf nicht krank werden, der neue Job ist zu geil. Hey, das ist aber nice. Findest du, das habe ich eh noch fragen. Aber dann ist ja die Frage jetzt auch schon beantwortet. Hast du gut gestartet und findest es schön? Wirst gut behandelt? Hast geile Teamkollegen? Hoffentlich alles. Und es tönt fast noch, als wäre alles abgehökelt. Feinchen, das ist natürlich nice. Aber ich muss jetzt dazu auch noch sagen, ich meine, ich verstehe deine Aussage. Absolut. Er darf nicht krank werden, weil geiler Job. Aber ganz wichtig. Man kann nicht steuern, wenn man krank wird. Und wir haben es schon mal davon gehabt, wenn man krank wird, dann wird man krank und dann ist man krank und dann sollte man sich krank schreiben lassen. Ja. Aber ja, ich verstehe natürlich jetzt Job neu angefangen und so. Wird man ja selber auch nicht irgendwie jetzt gerade irgendwie sich krank schreiben lassen. Sei froh, dass du nicht krank geworden bist, Lizzie. Lizzie, bist du auch krank? Bist du auch krank? Von A bis O, von A bis 0. Du musst die Zahlen auch mit reinnehmen. Und die Sonderzeichen, was ist mit den Sonderzeichen? Nehmen wir die Sonderzeichen auch rein. So, ich muss weg. Bis zum nächsten Mal. Hey, Ehrenshow, danke dir nochmals für den Raid und schön warst du hier. Ich muss noch mal kurz gucken, habe ich was überlesen noch von Crazy Andy und Cassie. Aber danke euch allen für die Raids. Ne? Ehrenshow, mach's gut.
Erhol dich gut. Schönen Abend noch, genieß den Abend. Yoda. Never gonna give you up, never gonna Let let you you down. down. Chat, ich weiß nicht, ob Crazy Andy und Cassie schon ready sind für den Bossfight. Crazy Andy, Cassie, vielleicht habe ich es nicht gelesen vorhin. Seid ihr ready für den Bossfight? Das ist hier die Frage. Das ist die wichtigste Frage. Oh, Bronchitis, oh nein, Lesi, das ist doof. Also Bronchitis, ja, das ist doof. Alles, was so Lunge und Husten und so, das ist mühsam. Schnell lesen. Genau, die sind auch mit drinnen. Die Sonderzeichen, Chat. Vergesst die Sonderzeichen nicht. Und die Kommas und die Punkte, das ist wichtig, Chat. Es ist super, das Team ist mega nett und die Arbeit macht Spass. Das Beste, Kaffee, Tee, Wasser ist gratis und jeden Tag gibt es das 9 und das 4. Oha! Oha! Ja, das ist nice. Das ist echt nice. Das klingt wirklich gut. Also ich muss sagen, bei uns ist der Kaffee auch gratis. Das schätze ich auch mega. Tee kann man ja auch immer machen. Sogar eine Weile lang einen eigenen Wasserkocher gehabt. Aber ja, wenn so Sachen gratis sind, das sind so die kleinen Wertschätzungsanteile. Und da finde ich halt schon auch cool, wenn das eine Firma macht. Und jeden Tag gibt es das 9 und das 4. Holy shit, Mann. Ja, so Gipfel und so hat es bei uns amigs in der Firma früher gegeben. Schnell, darf man fragen, aus welchem Kanton du kommst? Du gibst mir einen... Ohne Scheiß? Nein, wenn ich Thurgauer? Nein, TG, nein, und das ist diesmal nicht negativ gemeint. Also wir haben Leute aus dem Thurgau im Chat. Ich bin aus dem AG. Ich bin ein Aargauer, tatsächlich. Wall, darf ich dich überhaupt Wall nennen? Ich finde es noch naheliegend, dass ich dich einfach Wall nenne, oder Wall. Du kannst mir sagen, wie du gerne genannt willst werden. Gell? Ich kann es auch aussprechen. Und hey Lisi, genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Lisi, natürlich wünsche ich dir auch eine gute Besserung. Ne? Ach, die Lisi, ne? Die Lisi mit Bronchitis. Noch schnell einen Hag an die liebe Hey Lisi. Let's go. Und alle, die auch kränkeln sind, Chat, gute Besserung. Und ja, es ist rum. Habe ich auch vor ein paar Wochen. Das Jahr sind die Viren recht hartnäckig. Oh. Hey, ich hoffe dass sie nicht zu mir kommen. Diese Bronchitis-Viren. Zum Glück ist das Schlimmste vorbei, aber der Husten ist halt hartnäckig. Ja, es ist halt so, ne, also ist ja logisch. Husten ist so störend während dem Schlafen, bei allem, was man macht, beim Schlafen, beim Chillen, beim Essen, beim Reden, es ist, ist zum Kotzen. Wo arbeitest du denn? Ich zahle für jedes Kaffee 2 Franken. 2 Franken, Wall? 2, das ist aber viel. 2 Franken ist echt viel, finde ich. Ja, Ricola. Lesi, hast du Ricola? Sicher Aargauer Dialekt. Ja, also, ich finde es interessant, wenn jemand sagt, es könnte Thurgau sein. Finde ich interessant. Aber ja, Aargau EDS. Du darfst mir sagen, wie du möchtest. Am liebsten hätte ich Luca. Also, let's go. Das kann ich dir erfüllen, lieber Luca. Dann bist du ab jetzt der Luca. Einer von vielen aber auch. Es gibt ein paar Lukas im Chat, die ab und zu wiederkommen. Carnage Rage knuddelt Zimmerpflanze ganz fest. Oh.
Lisi 82 Mal, Shenny 20 Mal, Lisi 83 Mal. Okay, sehr schön, Chat. Also ein Thurgauer eher wegen dem Vibe. Finde ich jetzt mega interessant tatsächlich. Finde ich mega interessant, der Vibe. Aber kannst du das, wenn möglich, also du musst nicht, aber kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie meinst du das genau? Das würde mich einfach wundern. Ist es ist es die Verrücktheit? Eher so ein bisschen Lust, eher so ein bisschen, keine Ahnung. Wild? Hey Robert und Bernhöhlen TV, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Wie war eure Woche? Wie war euer Samstag? Der will Detroit. Rar. Rar. Chat. Ich weiss nicht. Chat, was meint ihr? Gehen wir auch in den Bossfight rein, oder? Wir gehen nachher in den Bossfight rein. Ich warte noch schnell ein bisschen. Vielleicht lese ich noch ein bisschen Chat. Ich gehe noch schnell etwas schauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal in den Bossfight rein. Vielleicht kommen ja der Cassie, Crazy Andy wieder dazu. Aber ich sage es mal so, solange sie jetzt nicht um sind, haben wir auch keinen Stress. Samstag war tiefenentspannt. Okay, nice. Nice. War das Wetter bei euch auch gut? Bernhöhlen TV? Robert? Das Wetter war echt gut jetzt heute. Ich bin noch ein bisschen spazieren. Darum bin ich auch ein bisschen später gekommen, noch in den Stream, weil ich dachte, ich genieße jetzt noch ein bisschen die Außenwelt, das Real-Life-Chat. Und da habe ich mir eigentlich kurz überlegt, wäre doch irgendwie geil, mal so einen IRL-Stream machen. Ja, und ich stelle mir jetzt den Arti gerade so vor, wie er so, what? Der Troy ein IRL-Stream? Nein, ich kann mir das schnell überlegen, wäre irgendwie noch interessant. Es wäre interessant, Chat. Wetter war super, ja, true. Okay, Chat. Thurgauer sind halt schon das ist die Arti, ja. Arti fühlt sich halt angesprochen, logischerweise. Ja, Troy, ich komme sofort. Bist du jetzt schon gekommen, oder jetzt bin ich wahrscheinlich schon, jetzt bist du schon gekommen, oder? Ja, ich weiss, natürlich, da wärst du wahrscheinlich der Erste, den ich anschreibe und wahrscheinlich auch der Erste, der im Stream hockt, wenn ich so etwas mache. Aber es war wirklich einfach mal ein Gedanke gewesen. Das hat jetzt auch gar nichts zu bedeuten, dass ich irgendwie so Content mal bringe. Listen. Listen, tust du mich wieder überlesen? Ja, genau, Specko. So, Chat, gehen wir in den Bossfight rein, oder? Ihr habt noch Prediction abgegeben vor ein paar Minuten und ich würde sagen, wir lesen jetzt noch schnell, was Specko vorher geschrieben hat. Was ist los? Troy ist am Ende vom Chat. Und jetzt beklagst du dich noch, dass ich dich überlese. Hä? Man kann nicht alles haben, Specko. Man kann nicht alles haben. So, Chat, ich würde sagen, wir gehen auch mal in den Bossfight rein. Ich glaube, wir sind ready. Gibt es jemanden, der noch nicht weiss, wie der Bossfight funktioniert? Vielleicht der Luca. Wenn ich so jetzt Namen im Chat ein bisschen überfliege. Ich erkläre es schnell. Vielleicht sind auch noch ein paar Raiders so ein bisschen am Zulassen und wenn noch mitmachen, dann erkläre ich es schnell für all die neuen Leute. Ne? Und dann noch schnell. In meinen Augen sind Thurgauer sehr witzig, auftreten im positiven Sinn und allgemein immer gut gelohnt. Offen mit checkt, was ich meine. Hey, ich check auf jeden Fall, was du meinst. Und das kann ich aber auch, das kann ich unterstreichen. Und so gesehen danke ich dir natürlich auch fürs Kompliment. Jetzt weiss ich auch, wie du es meinst. Und danke für die Ausführung. Finde ich cool. Bossfight, da muss ich meine Idee schnell überarbeiten. Hey, Carnage, do it. Am besten immer Mystery Chest am Ende machen. Ich glaube, also ihr müsst selber wissen, wie das machen, Chat. Okay, Chat.
Kurze Einführung. Ich mache kurz auf Hochdeutsch wegen den Raids aus Deutschland. Mache ich das kurze Hochdeutsch. Ja, genau, Chat. Sobald der Bossfight startet, geht Lizzie in den Lurk. Merci für den Lurk-Support, Lizzie. Sobald der Bossfight startet, habt ihr 3 Aktionen pro Zug, dann ist es meine Aktion und so weiter. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen hier, die stehen dann nachher wieder da, ihr müsst nichts notieren. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, haben unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink könnt ihr euch healen, hat aber auch eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide kann auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus der Eichenliebe, denn Franziskus kämpft für mich und hat eine Attacke, die 400 Damage macht, sofern Franziskus dann auch für mich kämpft. Das ist jetzt noch nicht sicher, ne? Das ist noch nicht sicher, aber alle Dungeon Leaders, die da wären, Shinizzle, Iris, vom letzten Mal dann noch Cassie, Crazy Andy und Ehrenshow, ihr habt alle 3-fach Votes. Let's go. Geiler Song. Oh, Chat, ihr habt 3 Karten. 3. Und ihr dürft jetzt auswählen. Wollt ihr eine dieser 3 Karten auslösen, dann votet für die entsprechende Karte mit Ausrufezeichen Karte 1, 2 oder 3. Wenn ihr keine Karte wollt, macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Wir warten kurz so eine halbe Minute. Ich lese kurz Chat. Oha, keine Karte. Letzte Chance vorbei. Thurgauer sind schon die geilsten. Let's go. Chat, wer von euch ist aus dem Thurgau? Dann eine schnell TG in den Chat rein. TG in den Chat, wenn ihr Thurgauer sind. Oder Thurgauerin. Also bei Marti weiss es. Chat, Votes, oha, ich glaube Franziskus Idee ist ganz wichtig. Ich denke mal, ihr löst die Franziskus-Karte ein, dann kämpft Franziskus für euch. Dann könnt ihr dem Franziskus nicht Liebe schenken, sondern Franziskus einmal pro Runde einsetzen. Und er schießt dann gegen mich, ne, mit den Eicheln. Ich wohne im Thurgau, aber bin nicht von da. Okay. Das habe ich gar nicht gewusst, aber okay. Da bist ja du umgeben von geilen Siechen, Mann. Geil. So, Chat, wir lösen auf. Wir lösen auf und ihr habt euch natürlich, oh Wunder, für die Franziskuskarten entschieden. Somit habe ich den Franziskus nicht, sondern er. Hey, Luca, merci für den Lurk-Support, danke vielmals. So, Chat. Ich würde sagen, ich mache mal den Greenscreen auf. Komm her, Franziskus. Tante Jutti knuddelt dich ganz doll. Ja, komm. So. Jutti? Jutti, einmal auffangen, bitte. Jutti, so hast du den Franziskus nicht gefangen. Jetzt liegt er am Boden. Und hat Schmerzen. Gefangen, okay. Let's go. Also Chat, das ist gerade ein guter Moment. Ja, es ist alles ein bisschen grün. Es schaltet nicht von selber um. Und ich würde sagen, ich bin ready. Auch wenn mein HP-Balken ein bisschen weiss ist. Er ist ein bisschen weiss für meinen Geschmack, aber das ändert sich jetzt gerade noch. Kasse ist auch wieder hier. Ich glaube, Kasse ist ready. Chat!
Seid ihr ready für den Bosskampf? Cassie, bist du ready? Das ist mir eigentlich egal, Chat. Das ist mir eigentlich egal. Wir gehen jetzt da rein. Cassie, Crazy Andy. Und Ehrenshow, ihr wollt mich besiegen. Chat, votet für eure erste Aktion. Erste Aktion, Runde 1. Was soll es sein? Ich liege auf dem Boden. Okay. Hey Matzi, let's go. Matzi ist auch hier. Matzi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Juti, mit einem Angriff, ne? Mit einem Angriff. Ah, Chat. 4 Votes für... Oh, schaut jetzt. Jetzt passiert's. 7 Votes auf Franziskus. Fienchen führt aus, Level 15 mit dem goldigen Rahmen. Holy shit, Mann. Franziskus. $250 Eicheln, hä? Das ist ja so, bin ich nicht beeindruckt, Chat. Da bin ich nicht beeindruckt. Franziskus, der weiss eben, wer sein Meister ist, Chat. Franziskus weiß, wer sein Meister ist. Chat, 13 Votes auf Angriff. Nelfi mit einem erfolgreichen Angriff. Und somit haben wir schon 2 Balken gefüllt. Gut, nochmals zur Erklärung. Ein erfolgreicher Angriff füllt einen der kleinen 3 Balken da auf. Wenn die 3 Balken alle gefüllt sind, schaltet ihr den Spezialangriff frei. Macht bis zu 650 Damage. Und ich begrüße noch gut Swiss Coconut und Untitled. Grüezi miteinander. Schön, dass ihr hier seid. So, und jetzt ist es meine Aktion, Chat. Ich habe keinen Franziskus. Aber vielleicht kommt da ein Mod aus meiner Kiste. Vielleicht so... Nein, das ist... Oh, come on, das ist nix. Okay, das war nix, Chat. Ihr seid an der Reihe. Ihr seid dran, Chat. Ja, der Babyhammer, ja. Ja, eigentlich könnte ich den umbenennen. Den Kriegshammer. Babyhammer, ja, das würde noch passen. Nee, du meinst der Spielzeughammer. Ja, der macht gar keinen Damage mehr. Also so 15 oder so, ne? So, Chat. Ihr wählt Franziskus. Okay, Bernhöhlen TV beschwört Franziskus. Franziskus. Tu es nicht! Nein! Holy fuck! 400 Eicheln, come on, Franziskus. Oh, ey, shit, Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein kurzer Fight. Aber es ist noch nicht vorbei, ne? Es ist noch nicht vorbei. Franziskus, ich muss dich nerven. Ich muss dich nerven, so kann das nicht weitergehen. Wir haben 6 Votes auf Angriff, Chat. Okay, ihr wollt wahrscheinlich den Spezialangriff noch freischalten. Berghöhlen TV mit einem Angriff. Und jetzt habt ihr den Angriff freigeschaltet, ne? Den Spezialangriff. Macht bis zu 650 Damage, wenn ihr jetzt für Angriff votet. 12 Votes auf dem Angriff, 13 Votes auf dem Angriff. Da kommen definitiv die Votes auf Angriff rein. Matzi führt aus. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Okay, ja, okay. As the blade cuts deep into the flesh,
It's dealing a considerable amount of damage to the beast. Oh, Matzi, das war nicht schlecht, ne? Das war guter Damage. 370. Oh ja! Chat, was mache ich denn jetzt? Oh, come on, ich kann nichts machen. Ich bin so underpowered. Nee, das war gut, Matzi. Das war guter Damage. Ne? Meistens ist der Damage ist drunter. Ganz klar. Und das ist auch so die mathematisch berechnete Wahrscheinlichkeit. Da ist der Peak so irgendwo bei 250, glaube ich, ist da der Wahrscheinlichkeitspeak. Also war guter Damage. Zeit für einen Kaffeetrink. Redbeard gönnt dir einen Kaffeetrink. Oder für mich, meinst du? Meinst du für mich? Zeit für einen Kaffeetrink, indeed. Ich habe einfach keinen da. Also, Chat. So schnell nicht, ne? So schnell ist es nicht vorbei. Votet für eure erste Aktion, Runde 3. Also jetzt ziehe ich an, Chat. Jetzt ist der Easy Mode ist jetzt vorbei. Ne? Franziskus, ich habe mich schnell abgesprochen mit dem Franziskus. Wir haben abgemacht. Keine 400 Eicheln mehr ab jetzt. Gatorino. Level 9. Süße Kätzchen. Beschwört der Franziskus. Und der Franziskus. Ja. Oh, Franziskus. Danke dir für deine 100 Liebe. Franziskus und ich haben eine Abmachung getroffen, Chat. Ab jetzt nur noch 100 Eicheln. Chat, Mystery Chest, 10 Votes. Aktion 2 von 3, Runde 3. 12 Votes auf der Mystery Chest. Jutti. Mit den 400 Gipfelis aus der Mystery Chest. Oh. Oh. Shit, okay. Chat, da haben wir was zusammen geguckt. Das war nicht gut, ne? Wir haben alle dieselbe Meinung. Das war nicht gut. 200 Damage für uns alle. Ich glaube, jetzt müsst ihr healen, ne? Ich glaube, jetzt muss da der Heal rein. 12 Votes auf Heal. Aber was, Chat? Was, wenn Jutti jetzt verschüttet? Okay. Shit, ich kann euch nicht killen. Ich kann euch nicht killen mit 510 HP. Aber vielleicht kann ich euch so ein bisschen unter Druck setzen. Ich glaube, das muss sein. Vielleicht habe ich auch einen Hammer of Healing. Das wäre das Beste jetzt. Hammer of Healing. Was sagst du da? Oh, let's go! Hammer of Healing! Ja, nice. Also ich heile mich um 262 HP. Das nehme ich. Aber vor allem nehme ich das noch da. Das nehme ich noch. 120 Damage für euch. Ein bisschen unter Druck setzen. Cassie? Spürst du den Druck? Jetzt drückt er sicher sein Cheat-Pedal. Wenn ich auf mein Pedal drücke, passiert das. Dann bin ich weg. Und das andere Pedal ist das hier. Ja, das sind keine Cheats, Chat. Nein. Das ist der fehlende Skill von euch, Chat. Jetzt habe ich die falsche. Woher kommt die Rakete von da? Democracy! Ah, Chat, ich lebe aber immer noch, ne? Ich lebe immer noch. So, ich habe noch 234 HP. Callside exzellent. Da gebe ich dir Skill. Ja, ist gut. Das ist immer, wenn ich irgendetwas rauslasse, dann jinx ich es natürlich direkt. For
your fucking shit-o democracy. Malevolent Creek may stay free forever. Okay, Carnage. Let's go. Bärenpower. Oh, Chat. Oh, Chat. Jetzt, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh, Jutti sagt jetzt Franziskus. Oh, aber die Meinungen gehen auseinander, Chat. Oh, 7 Votes auf Mystery Chest, 9 Votes auf Franziskus, okay. Hey, Franziskus. Franziskus. Denk daran, was wir abgemacht haben, Franziskus. 100 Eichen. Let's go. Let's go. High five. High five, Franziskus. Let's fucking go. Oh, ja. Ich cheate nicht, ne? Ich cheate nicht. Chest of Hammers, Chat. Chest of Hammers. All die Kuscheleien umsonst. Oh, ja, ich weiß nicht, ob mich das rettet, Chat. Ich weiß es nicht. Mein Paladin-Schild, ne? Ein bisschen schade. Ich bin jetzt ein Paladin. Oh, Chat. Was kommt jetzt? 7 Votes auf Angriff. Zum Schild wegmachen, I guess. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber, ja, ich sage jetzt nicht, Chat. Der muss sitzen, ne? Redbeard. Okay. Hat gesessen. Chat. Jetzt bin ich mega gespannt, für was es ihr votet. Aber ihr seid auch all over the place, oder? Wo sind die? Ah, okay, Franziskus. Oh shit, nein. Not again. Cassie, das überlebe ich nicht, ne? Ich habe das Gefühl, das überlebe ich nicht, Franziskus. Ich sehe seinen Blick. Oh no, ich sehe seinen Blick. Oh no! Franziskus! Why? Nein! Chat, ihr habt gut gekämpft. Ihr habt gut gekämpft, Chat. Franziskus hat euch den Sieg geholt. Ohne Franziskus wäre das unmöglich gewesen, Chat. So, wir gucken kurz, wie viele Erfahrungspunkte gab es denn hier? 330 Erfahrungspunkte. Und ist was gedroppt? Ja, SDTLC, Cassie und Trini haben neue Rahmen freigeschaltet. Mit Ausrufezeichen Z Avatar Frame könnt ihr da gucken, was ihr bekommen habt und könnt das auch dann ausrüsten. So. Schnüffelt der verwesende Kadaver vom Biest. Schäufelt, nicht schnüffelt. Schäufelt der verwesende Kadaver vom Biest in die Biotonne. Okay, finde ich aber auch fair. He? Fienchen Level 16. Ich frage mich immer noch, wenn Dekorationen droppen. Ich weiß es eben wirklich nicht. Aber Level 16 ist jetzt. Bist du vorher schon Level 16 gewesen, Fienchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, du bist 15 gewesen, oder? Nascha! Hallo Osterhase und Chat! Wer nennst du da Osterhase? Listen. Hä? Listen, ich listene, Chat.
Danke vielmals. Sherlock, danke vielmals fürs Rasieren. Es ist mega flott. Oh, passt aber noch zu meinem Outfit heute, oder? So ein bisschen weiss und dann so... Kommt der Amix wieder ein bisschen vorne da. Okay, Fienchen war vorhin 15 gewesen. Also ein Level Up. Let's go! Juti mit Level 7. Level 7 Juti. Level 5 Tiliabo. Nice, Chat. Nice. Wo ist dein Rüebli? Da. Da. Da ist mein Rüebli. Nascha, wie hast du es überhaupt? Und Mutti, grüezi miteinander. Schön sind ihr da, wie geht's euch? Mutter und Nascha rockt. Let's bounce, Mann! Jau, jau! Ohne Scheiß, das gesagt jetzt noch so als Intro-Song für den Bounce-Stream, oder Chat? Ja gut, er wird wahrscheinlich selber, wenn schon, etwas rappen. Aber da finde ich irgendwie schon noch geil. Let's bounce! Au! Autsch! Will. Schaltet es automatisch schon, Chat? Man weiß es nicht. Das ist ja letztens einfach immer kaputt, ohne Scheiß. Das ist einfach kaputt. Let's bounce. Let's bounce. Es ging mir um die Franziskus-Nachricht von mir vor... Aha, Moment kurz. Nee, ich furze ihn an, ist schlimmer. Hab ihn angepupst, jetzt hat er endlich Vernunft gewonnen. Hast du den Franziskus angepupst? Juti, aber sowas macht man nicht, ne? Nein, Nascha, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Freut mich, dass es dir gut geht. Chat. Wollte, dass ich Franziskus aus dem Fenster werfe? Cassie wollte... Nee. Cassie? Nee, Juti, jetzt musst du zugucken, was mit so Leuten passiert hier. Hä? Cassie? This is Sparta! Scheiße! Ich habe halt einen falschen News angeklickt. Juti, I'm sorry. Ich habe halt wirklich einen falschen News angeklickt. Ne, wie gut. Cassie? This is Sparta! Das war jetzt wirklich gut. Und ich sage nur so, Jut, jetzt musst du zugucken, ne? Jetzt musst du zugucken. This is madness! Madness. What is happening? This is Sparta! So, Chat, jetzt sind langsam alle in diesem Loch unten. Hey. Jetzt habe ich zuerst gedacht, das sei ein random Easter Egg gewesen. Und I know God, please know, ist es random gewesen und Highway Racer hat This is Madness ausgelöst. Okay. Hol mich raus, Troy. Was soll das? Juti, da hat's ne... Musst dich halt anfreunden mit den da unten, Juti. Ja, es gibt keine Möglichkeit, ne? Es gibt leider keine Möglichkeit, dich da raufzuholen. Ja, das ist halt schon... Da ist es kühl, ne? Und Blackjack hat noch die Klimaanlage im Sommer.
Im Loch unten ist es schön geile Pizza Hawaii. So, Franziskus. Ja. Der Franziskus war noch ein Pizza Hawaii essen. Gewesen. Franziskus, du stinkst. Du stinkst. Na gut, bin auf Carnage gelandet, war bequem. Oh, bequeme Landung auf Carnage, let's go. Wir sind ja alle freundlich, ja, das ist true. Noch irgendwann ist Troy alleine oben und der Chat ist leer, weil alle im Loch. Dann müssen wir so einen separaten Loch-Chat ins Leben rufen. Keine Sorge, ich koche hier für alle anderen. Oh, der Carnage ist in dem Fall, hä? Der Carnage Cook, der Cook Rage. I don't know. Wie keine Hawaii. Hol mich aus der Hölle raus. Troy, what the heck? What are you bloody doing? I have no idea. You have way too many buttons in front of you. You are father-mocking too old for this shit. Lord God, but on Thunder have Marie with Troy's Stream Deck Pro Marie. with 200 buttons. Have Marie, have mercy, with Troy Stream Deck Pro with 200 buttons. Ein Stream Deck Pro. Es gibt ja so ein Stream Deck, das 1000 Stutz kostet tatsächlich, aber das habe ich nicht. Ja, das kann ich auch nicht brauchen. Schon. Aber ja, ich habe viele Knöpfe vor mir, das gebe ich zu. Ich habe zum Beispiel den hier. Ja, jetzt bringt es auch nicht, wenn ich gerade alle drücke. He? Aber ich habe hier auch einen Knopf, falls ich irgendwann mal Lust auf Deine Mutter. habe. Ja, let's go. Worthy. Krass, Mann. Karls ist vom Blitz getroffen worden, Chat. Hab gesehen, dass es das Stream Deck auch als Rack-Unit gibt. Ja, genau, das meine ich. Das ist das für knapp 1000 Franken oder auch 1000 Euro. Das ist nice, wenn man es brauchen kann. Ne? Es ist aber auch teuer. Es ist fucking teuer. Aber auch wenn ich jetzt eins geschenkt bekomme, irgendwie, ich könnte das gar nirgends einbauen. Da müsste ich was irgendwie basteln, damit ich das irgendwie gescheit hier integrieren kann. Ne? Aber es ist schon irgendwie nice. Mutti, was denn, Mutti? Ich habe nur gesagt, der Karls ist vom Blitz getroffen worden. Lass meine Mama da raus. Aha, Mutti. Deine Mutter. Aha, jetzt ist Sache. Wie gut. Lass meine Mama da raus. Oh, geil. Chat. Was haben wir da eigentlich für Zeit? 9:30 und wir haben schon einen Bosskampf gewonnen. Oh, die Punkte sind ja noch verteilt worden, Chat. Wer hat Punkte bekommen? Wer hat die vielen Punkte bekommen, Chat? Wie viele Punkte sind verteilt worden? 8500 Punkte. 6 Leute, holy shit, man. GG's alle, die Punkte bekommen haben. Und I'm sorry an alle die an mich geglaubt haben. Aber ihr habt halt nicht gewusst, dass der Franziskus nicht für mich kämpft. Dann wäre alles anders gewesen, Chat. Es wäre alles anders gewesen. Die ist vergeben, Troy, sorry. Okay. Okay. Ist halt schon wieder Toxic Eternity. Immer wenn ich denke, das klingt geil, dann ist es einfach Toxic Eternity. Sicher vom Carnage in dem Fall. Nice, man. Carnage, ich habe den Song noch ein bisschen gehört. Der ist in meiner Playlist jetzt drin. Der vom letzten Mal, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja, aber den du gewünscht hast. War das Enttäuschendste okay? Oder juckt mich. War das jetzt enttäuschtes okay? Oder juckt mich nicht okay?
Ja, also. Moment kurz. Also es war ganz klar ein, das juckt mich nicht, okay. Ne? Wieso sollte mich das jucken? Ne? Wieso? Das ist jetzt awkward. Ne? Zeig das deiner Mama nicht. Ne? Oh, geil. Troy, du musst den Bossfight bald mal wieder gewinnen. Ja, ey, sag's nicht. Ich glaube... Haha, loser. What the fuck? Hört ihr die Stimmen auch? Feinchen, ich glaube, da müssen wir mal zusammen hocken. Und dann tun wir ein bisschen schrübeln an dem Bossfight. Ja, ein bisschen balancen das Ganze. Dann sagen wir, Chat hat ab jetzt keine Angriffe mehr. Die können nur noch, keine Ahnung, Ausrufezeichen schauen. Und dann schauen sie. Aber das passiert auch nichts. Irgendwie so etwas. Wir müssen hier den Bossfight grundlegend ändern. Gut, dass ich wieder in meinem Zimmer bin. Oi, Chat. Die Dramatik. Oi. Arti. Arti, habe ich mich endlich einmal bedankt für 100 Bits. Arti, danke für 100 Bits und die vielen 1 Bits. Feinchen, merci für ein Bittis. Für ein Bittis. Danke vielmals, Chat. Schnell ein bisschen... Ich könnte das endlich in Bossfight reinbauen, so Pay to Win. Dann könnt ihr so 1 HP Damage machen. Nein, stellt euch vor, das würde ich niemals machen, so etwas. Chat. Jetzt haben sie es kaputt gemacht, oder? Jetzt haben sie es kaputt gemacht. Feinchen Specko, merci vielmals für die BDs. Danke. Ich habe da halt keine coole Funktion, wie der Mr. Blatsch die hat. Wo, by the way, mega geil ist mit dem... wie heisst sie? Mit dem Lotti. Irgendwas. Wo sie Bits kennt. Das ist so geil. Habe ich leider nicht hier. Vielleicht liegt das auch daran, dass der Soundtrack von Xenoblade Chronicles gut zu remixen ist mit Metal. Ja, das stimmt aber schon. Das ist schon so. Ich habe das Gefühl, dass alles, was so ein bisschen, wie soll ich sagen, halt aus dieser Region kommt, ich kann ja nicht sagen, es ist ja nicht ein Anime-Spiel, aber alles, was so ein bisschen angehaucht ist von diesem Stil, auch bezüglich dem Soundtrack, ich glaube, das kann man immer recht gut mit Metal, in Metal-Form remixen. Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Hey, Mizore? Oder Mizore? Merci vielmals für den Follow. Danke für den Follow und willkommen. Saxolotti, ja genau, Mutti. Saxolotti. Also wenn wir vielleicht schnell einen Shoutout bekommen von Mr. Blatsch, das wäre noch lieb. Wenn ich es jetzt schon erwähne, der Mr. Blatsch hat ja das Saxolotti. Ne? Das Saxolotti ist auch so eine Plüschfigur. Ein Axolotl mit ich weiß gar nicht, ob sie schon ein Saxophon hat. Das weiß ich nicht. Aber man nennt sie Saxolotti. Und wenn man beim Mr. Blatsch quasi den One-Bit-Army-Command einlöst, kann man bei Mr. Blatsch dann mit 1 Bits kann man bewirken, dass Saxolotti immer die Bits einscannt an der Kasse. Und dann können wir wie einen neuen Highscore machen. Das finde ich irgendwie eine mega coole Idee. Das ist wirklich mega nice. Und hey, schaut in dem Sinne auch beim lieben Mr. Blatsch mal vorbei. Da kann ich noch schnell Werbung machen für das da, lieber Chat. Wenn wir schon dabei sind. Der Mr. Blatsch und der komische Dude da. Ja. Was ist da für einen Chat? Hello,
Ja, die haben einen Podcast zusammen, der heisst Chat Happens. Da geht es um euch. Ja, da erzählen wir Geschichten, Räubergeschichten. Nein, natürlich nicht. Wir haben so Storys, die von euch kommen, Themen, die von euch kommen, Fragen, die von euch kommen, wo wir behandeln und beantworten in den Podcasts. Dort ist auf Folge 1 draussen und Folge 2 wird wahrscheinlich gleich mal kommen. Ja, Folge 2 ist aufgenommen, aber noch nicht released. Aber jetzt schon mal rein followen, rein abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Chat. Unbedingt. Unbedingt reinhören. Und Feedback geben und Themen reinkippen. Bei mir im Discord oder beim Blatsch im Discord hat es einen Channel, der heisst Chat Happens. Da könnt ihr einfach reinschreiben, irgendein Thema, eine Frage. Das kann kurz sein, das kann ein Roman sein von mir aus. Einfach reinschreiben, was ihr gerne wollt, hören im Podcast oder über was wir reden sollen. Und Speckmann, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Speckeier im Teig-Chat. So, ich muss noch schnell ein bisschen Chat nachlesen. Wo sind wir? Chat? Mach das als Karte. Eine Pay-to-Win-Karte. Ja, genau, Pay-to-Win. Aber ich fände das eine interessante Idee. Aber es darf natürlich nie wirklich an Echtgeld gebunden sein. Es darf nie an Bits gebunden sein oder so etwas. Aber ich fände die Idee noch irgendwie lustig, wenn es eine Pay-to-Win-Karte gibt und ihr habt wie so, keine Ahnung, Coins, die ihr einlösen für Zusatzdamage. Das fände ich noch irgendwie interessant. Das fände ich wirklich noch interessant, Chat. So als Bossfight-Element. Und dann wäre es eigentlich Pay-to-Win, aber eigentlich so eine spielerisch umgesetzt. 2000 Bits und dann bist du weg. Ja, genau, ein Instant-Kill. Oder so 5er-Sub-Bomb, einfach so Instant-Kill. Nein, stellt euch vor, Chat. Das etwas würde ich niemals machen. Hey, Mitsuche, danke dir. Mir geht's gut. Danke fürs Fragen. Mitsuche, sag ich den Namen richtig? Ist es Mitsuche oder Misor? Oder, keine Ahnung, wieso Antonio Margaretti? Mitsori. Mitsori. Kannst mir gerne sagen, wie ich dich nennen soll oder wie ich den Namen aussprechen soll. So, Chat, nachlesen. Und der Brother from another mother ist halt auch im Chat. Grüezi, Blatsch, grüezi wohl, schön bist du da. Wie geht's dir? Chat happens im Leben. Ja. Ist es so? Das, was im Chat passiert, passiert im Leben. Irgendwie so. Bilder im Kopf. Ich bewahre diese Bilder im Kopf. Ich habe einen Knopf. Ich alle diese Bilder im Kopf. Schildern im Loch. Im Loch? Ist das Originaltext? Immer gemeint, gechillt haben im Block. Im Loch? Ist das euch ein Loch-Song, Chat? Das ist richtig geil, Chat. Das ist richtig geil. Leicht ab. Findet. Yeah! Chat, das ist ein geiler. Das finde ich jetzt echt geil. Ich finde aber das Original finde ich schon nice vom Sido. Eines der wenigen Lieder, die ich wirklich feiere. So, Chat, kurz nachlesen hier.
grüezi. Tipptopp, da freut mich doch. Ich kann mich nicht beklagen, Speck, alles gut. Merci fürs Fragen. Und der Mr. Blatsch. Habe ich den Mr. Blatsch beschworen mit einem Shoutout? Kann das sein? Pay to win im Sinne von 100 Kanalpunkte für 10 Damage. Natürlich könnte ich Kanalpunkte einsetzen. Aber der müsste. Holy, das wäre schon eine geile Idee, aber ich müsste wie auch ein Limit setzen. Ja, weil sonst ist noch eine Pay-to-Win einlösen und ich bin einfach schon tot. Es ist auch schon klar, dass ich tot bin. Dann müsste ich es wie limitieren auf eine Max-Damage-Anzahl pro Runde oder wie auch immer. Aber finde ich wirklich eine geile Idee. Muss ich mir auch mal genauer anschauen. So wie 200 andere Sachen, die ich mir anschauen muss. Chat. Wir haben Kanalpunkte. Ja, heisst die TLC, dass du Kanalpunkte hast. Das habe ich nie bezweifelt. Hallo zusammen. Geht mir auch gut? Hoffe dir auch. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir gut geht, Plätsch. Ich hoffe nicht zu stressig mit all diesen Sachen, die gerade los sind und so. Hey, Finchen, merci vielmals für den Kaffee trinken. Den hole ich mir noch gerade. Sehr geil. Wie chill nach dem Lach. Darum passt es eben so gut. Das finde ich mega nice. Chill nach dem Lach. Hämatom. Hat Hämatom allgemein so Covers von Liedern? Das weiss ich eben gar nicht. Müsste ich dort mal ein bisschen reinlassen. Lieber Bärenhöhlen TV. Geiler Wunsch. Troy. Soll ich in Lurk und schlafen gehen? Nein. Bin irgendwie müde, aber so. Oh, nee, jetzt Real Talk. Wenn du müde bist. Moment, ich beantworte die Frage nachher. Gib mir kurz 1 Minute. Und dann beantworte ich diese Frage hier. So. Also, kommen wir nochmal schnell zurück zu dieser Frage hier. Zu dieser Aussage. Die Werbung ist jetzt auch vorbei. Welcome back. Die Einswurst. Swiss die Einswurst. Jetzt habe ich wirklich gedacht, was hast du jetzt geschrieben? Swiss Drivers, Mann. Holy shit, Swiss Drivers. Merci vielmals für den Resub im 17. Monat. Danke vielmals für deinen Support und Swiss Drivers. Wie geht's dir? Ich glaube, ich habe die auch schon lange nicht mehr gelesen. Oder vielleicht täusche ich mich auch. Aber merci vielmals für die Bratwurst. Ist es ein Schweinsbratwurst, Swiss Drivers, dann nehme ich sie natürlich auch dankend an. So, ich werde da nochmal schnell, ganz wichtig. Jutti ist müde, Chat. Jutti ist müde. Und Jutti fragt sich jetzt, ne? Soll ich in Lurk und schlafen gehen? Bin irgendwie müde, aber war so lange nicht da. Jutti, wenn man müde ist, ist ganz wichtig, wenn man müde ist,
dann hilft ein Kaffeetrink. Nicht von einer bestimmten Marke, einfach ein Kaffeetrink. Und vielleicht mit einem Gutzli zusammen. Oder vielleicht auch ein Gipfeli. Ja, das macht wach. Juti, und dann kannst du noch die ganze Nacht hier bei uns verbringen im Stream. Nee, Juti. Listen! Listen? Meine 3 letzten Nachrichten. Okay, ich lese sie. 22 Uhr ist nicht meine Zeit. Normalerweise Schlafenszeit, aber habe jetzt 2 Wochen Ferien. Ja, du hast Ferien. Ja, dann scheiße auf den Schlafrhythmus. Ich wusste es treu. Wir trinken keinen Kaffee. Oh. Und ich habe keinen Kaffeetrink. Juti. Dann stellst du dir jetzt einen vor. Nee, Juti, wenn du müde bist, dann geh schlafen. Dann geh schlafen. Ich will dich nicht aufhalten. Das soll auch nicht die Idee sein hier. Chat. Sind da, schaut zu, wenn ihr Lust habt, wenn ihr wach sind und wenn ihr müde sind, dann müsst ihr nicht das Gefühl haben, ich verpasse irgendwie vielleicht eine gratis Sammelkarte oder so bei mir. Weil die kommt erst dann später. Dann, wenn alle am Schlafen sind, gibt es noch so gratis Sammelkarten. Nein, sage ich. Das heisst jetzt nicht, dass es heute eine gibt. Das war ein Joke, aber sie existieren schon. Euch nicht. Chat, wo bin ich? Kakao! Nein, ich habe das Kakao noch nicht drin, aber da kommt irgendeiner noch. Nein, ich bin gerade heimgekommen vom Zügelhaufen. Ah, das war es, Zügelhaufen, das hast du noch gesagt. Alles tut es mir weh. Hey. Ich das auch immer. Also ich glaube, das geht ja allen so. Aber es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal kann ich helfen und es ist mega gut vorbereitet und dann ist es noch so ein Unternehmen, wo so die grossen Sachen transportiert. Aber wenn du wirklich so die grossen Möbel musst raustragen und so, das spürst du dann nachher brutal. Hey. Das spürst du brutal. Also ich weiss noch, wo ich ausgezogen bin und in diese Wohnung hinein bin, also ich habe auch Hilfe beim Zügeln, aber einfach so, dass den ganzen Tag rumschleppen und dann habe ich ja gewisse Sachen zusammengebaut, die ich gekauft habe im Ikea. Ich habe nachher ohne Scheiß den ganzen nächsten Tag konnte ich kaum laufen, weil mir hat alles wehgetan. Mir hat vor allem aber der Rücken wehgetan. Das war mega unangenehm. Aber ja, das spürt man. Ja, da wünsche ich dir eine gute Besserung in dem Sinn. Oder erhol dich gut, Plätsch. Hämatom ist ein Album mit Covern. Es heißt X. Okay, das wusste ich nicht. Dann muss ich das aber... Ich notiere mir das mal. Das ist nice. I like. Sehr gut und selber. Viel los beim Arbeiten. Oh no. Ja, bei mir aber auch. Swiss Drivers, das ist bei mir auch der Fall. Und ich finde es aber gut, dass es dir gut geht. Das freut mich. Und ich kann mich sonst auch nicht beklagen. Auch ein bisschen viel los. Auch sonst, außerhalb vom Arbeiten ist gerade ein bisschen viel, wo ich noch muss, ja, so ein bisschen managen und anschauen und organisieren. Unter anderem auch, dass wir mal ein Partner-Special haben, dann nicht allzu langer Zukunft. Aber das kommt by the way dann schon gut. Aber ich könnte es dann noch an, wenn ich wirklich sicher bin, jetzt habe ich alles und jetzt weiss ich etwa, wie ich es weggestalten. Es wird auch nicht super verrückt sein, aber ich werde es gleich sauber geplant haben. Stichwort Giveaways. Vielleicht nicht so verrückt wie im Dezember, aber Stichwort Giveaways. Stoss mit dem Eltoni an. Also, hey, da nochmal schnell offiziell Calls. Stossen wir an. Ja, auf die Leute im Loch und die Leute hier oben. Auf alle Schlafenden,
alle Lurkenden und alle die hier sind, Chat. Ja, zum Wohl. Auf die Lochis, genau. Ich gehe schlafen immerhin wach ist mit deinem Gesicht. Mit meinem Gesicht auf deinem Tablet. Kannst du das da runternehmen? Weil du noch streamen wirst? Ja, vielleicht. Nee, mal gucken. Mal gucken. Wie gesagt, jetzt auch ein neues Game heute. Mal gucken, wie es mich da reinzieht. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Ich vergesse nicht mehr wieder, wie es heißt. South of Midnight, irgendwie so. Oh, Cocaine, geil. Hey, aber Juti, ne? Chichi Massi Juti, was Gewinnspiele angeht oder so. Ja, genau. Juti, wenn du schlafen gehst, ne? Einfach noch eine gute Nacht, dann lese ich noch vor, dann weiß ich auch, dass du weg bist. Okay. Gute Nacht, liebe Juti. Möge dein Herz voller Glitzer sein und deine Träume so süß wie ein Gipfeli. Träume von Abenteuern und öffne die Mystery Chest deiner Fantasie. Schlaf gut. Hey, Juti, schön warst du hier. Gute Nacht, süße Träume, schönen Sonntag und hoffentlich schönes Wetter morgen. Ne? Ich glaube, das Wetter ist das Wetter gut morgen. Ich hoffe es mal. Ne? Juti, bye bye, tschüss und genieße noch die Ferien. Holy moly. Ich werde auch wieder Ferien, Chat. Du müsst halt auch Ferien eingeben. Habe ich halt nicht gemacht, oder? Chat. Bin ich selber geschuld. Kaka. Das finde ich ja gerne so. Ich klammere. Kaka. Das war, wenn mein Clip kommen würde. Ja. Entweder ich kann mir eben vorstellen, dass ich aus dem Film raus etwas nehme, aus Evolution. Aber so wie ich bin, würde ich eben noch ein bisschen mehr drumherum bauen. Ich will immer so ein bisschen mehr als nur ein Video, das kommt, oder ein Sound, der kommt. Aber das wäre wahrscheinlich das Mindeste, was ich einbauen könnte bei KK. Zum Glück habe ich sehr sesshafte Freunde. Ja, und bei allen anderen musst du auch die Freundschaft vorzeitig beenden. Wenn sie irgendwann sagen, ja, weisst du, ich zügle wahrscheinlich gleich mal, auch direkt die Freundschaft beenden. Problem gelöst. Nein, sag ich. Aber es geht mir im Fall gleich. Es gibt immer mal jemanden, der wieder zügelt. Aber die meisten zügeln jetzt nicht alle Jahre. Es gibt so Leute, die zügeln gefühlt jedes Jahr. Da habe ich das Gefühl, hey, es war doch da gefühlt gestern, wo wir gezügelt haben zusammen, wo ich dir geholfen habe, und jetzt bist du schon wieder am Zügeln. Gibt es so Leute? Aber das wäre auch nichts für mich, das könnte ich nicht. Ich schaue mir sehr gut an, wo ich hingehe. Klar, es gibt auch Probleme, die sieht man nicht kommen, wo man vielleicht dazu gezwungen ist, nachher etwas Neues zu suchen, aber gleich. Ich schaue mir das immer gut an, wo ich hin will, dann gehe ich hin und dann ist die Idee auch, dass ich länger dort bleibe. Chat, wo bin ich eigentlich? Hey? Wo ist das Ende des Chats? Hab gewartet, bis du es vorgelesen hast. Okay, sehr schön. Und danke dir noch für den Lurk-Support, Juti. Gut, weisst, diese bei mir schon so viel kaufen, da sehe ich, da gehe ich sehr gern mich revanchieren. Hey, aber das macht auch Sinn. Also so macht man es ja auch. Also, ja, mache ich auch so. Ein Geben und ein Nehmen, Chat. Grizzly, Mann, gute Nacht, lieber Grizzly. Mögen dich heute Nacht kuschelige Socken vor der Kälte schützen und Darth Vader in deinen Träumen für spannende Abenteuer sorgen lassen. Schlaf gut und träum süß. Hey Grizzly, schön bist du dabei gewesen. Und auch dir eine gute Nacht, schöne Träume, schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hier ist noch nicht das Ende vom Chat. Fuck. Nehme ich noch schnell einen Schluck Kaffee.
Okay, Chat, wir probieren es nochmal. Hier auch nicht, verdammt. Da war jetzt Chat. Blatsch, da wäre jetzt geil gewesen, wenn das Ende des Chats rausgekommen wäre. Oder sind wir uns einig? Da wäre jetzt super gut gewesen. Ich glaube, das hast du auch wollen. Du hast gehofft, dass das Ende des Chats rauskommt. Ja, zum den Joke vervollständigen. Nice one. Ja, das habe ich gehofft. Ich habe es genau gewusst. Ich kenne dich langsam, Blatsch. Let's go. Für einen geilen Tag. Ah, das für den haben wir schon mal gelassen mit dem hohen Aromaten. Ja, stimmt, das war das gewesen, wie gut. Da passt sogar die Farbe, die ich da hinten eingeschaltet habe. Hey, holy shit. Ich glaube, der Treu überspringt Texte. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da was überspringe. Oh, danke Troy. Aber das Ende vom Chat ist in einem anderen Stream. Ich finde das auch noch... Ich habe es noch gedacht, so das Wort ist eigentlich speziell. Natürlich, ich würde es auch so sagen. Aber so revanchieren... Wenn man sich so überlegt, ist es eher so negativ, so eine Revanche. Revanche zügeln, ja. Also die Leute kommen von der Ferien heim, müssen feststellen, dass du derweil erst daheim an ein anderes Ort gezügelt hast. Finde ich noch eine lustige Vorstellung. Noch kurz meine letzte Zügelte ist noch kein Jahr her. Ich bin nur 40 Meter die Straße umgezogen und habe nur 4 Kollegen 2 Sackwege gebraucht. In 4 Stunden war alles drin und dann sind wir grillen im Garten. So macht es Spass und sollte so sein. Hey, aber das klingt nice. Aber ganz ehrlich, egal, aber in deinem Fall war es jetzt natürlich schnell um eine Ecke, schnell 40 Meter. Aber auch sonst finde ich, wenn Leute helfen, dann muss man da schon irgendwie ausklingen lassen mit schnell ein bisschen chillen und so. Oder dann macht man es ein anderes Mal. Eben, wenn man dann vielleicht den Garten noch schön eingerichtet hat, dass man die Leute noch mal einlädt zum Eis bröteln und so. Also ich finde ich fair und würde ich auch so machen. Und würde ich auch ein bisschen weiter auch so erwarten. Aber finde ich noch geil, also das kurze Zügeln. Ich habe für eine Weile mal mit dem Gedanken gespielt, zu zügeln in einen von diesen Blöcken, der quasi auf der anderen Strassenseite ist. Und da habe ich mir also gedacht, das wäre eigentlich mega easy zum Zügeln dann. Da kannst du wirklich, da brauchst du nicht irgendwie Autos oder irgendwas. Sondern da brauchst du halt ein bisschen Leute, die mit anpacken und dann einfach alles einmal übertragen. Das wäre eben schon geil, so etwas. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt zügeln würde ich ein Unternehmen zahlen, damit sie die grossen Sachen zügeln. Ich würde da wirklich... Ich möchte den ganzen Seich oder eben das Umtragen und den Stress und so nicht. Ich würde das einfach irgendwie... würde ich das Unternehmen bestellen, das die Dienstleistung anbietet und so. Und für die kleineren Sachen, ja, würde ich wahrscheinlich dann noch gewisse Leute fragen, können mir schnell helfen, da so ein bisschen die Kistchen und so transportieren.
die Sachen, die ich jetzt nicht im Unternehmen würde anvertrauen, vor allem. Aber ich glaube, das sind auch Sachen, die nur ich dann selber zügle. Und dazu gehört so ein bisschen Hardware, ein paar Deko-Stücke, wo ich das Gefühl habe, das mache ich jetzt. Ja, weil ich will nicht, dass es dass es an Boden geht oder dass es irgendwie nicht richtig behandelt wird. Da bin ich dann schon auch ein bisschen heikel. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Chat. Cocaine. Kokainum. Let's go. Nice one, Mutti, nice one. Ich habe genau gewusst, dass das kommt. Hey, und by the way, was, wieso, warum? Merci vielmals für den Follow, danke dir für den Follow. Was, wieso, warum? Das sind 3 gute Fragen hier. Und Schmarz, grüezi, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Cocaine. So, wo bin ich? Organisation ist alles. Wir haben heute für eine Familie gezögert, 2 Kollegen und ihre 2 Kinder. Dann geht es logischerweise ein bisschen länger, aber wir waren am 15.00 Uhr auch fertig gewesen. Der Rest ist ein bisschen chillen und essen gewesen. Eben, das gehört ja dazu. Und ich meine, den Leuten ist ja auch bewusst, dass man ist jetzt am Zügeln war und man ist noch nicht komplett eingerichtet, aber irgendetwas muss ja schon sein, wo man schnell hinhocken, gemütlich ein bisschen chillen und auch etwas essen. Und auch wenn man Pizza abstellt, das ist ja auch eine Möglichkeit. Schnell Pizza abstellen. Ich glaube, das haben wir damals, wo mir Kollegen geholfen haben zu zügeln, haben wir am Schluss Pizza abgestellt. Es ist eine kleine Wohnung und ich war noch nicht eingerichtet gewesen, und dann noch irgendwie, keine Ahnung, auf dem Balkon hatte ich noch keinen Grill gehabt, und dann haben wir echt Pizza abgestellt. Und ich glaube, dann haben wir noch auf dem neuen Fernseher, den wir installiert haben, haben wir noch etwas gezockt auf der Konsole. Und nicht vergessen, Mittelaltermarkt Laupen, geile Location, geiles Programm, also ideal für eine geile Community. Grizzly, bist du dort dabei? Also, ich habe das Gefühl, du bist dort fast so ein bisschen Mitorganisator, wenn ich das so lese. oder besuchst den Mittelaltermarkt einfach und bist auch mega Fan davon. Ich war schon lange nicht mehr gewesen. Und ich weiss gar nicht mehr, wo ich war damals. Die Kollegin ist einmal gerne gegangen und dann bin ich mitgegangen. Und ich habe das immer recht cool gefunden, so Mittelalter-Zeugs. Dann habe ich mir ein bisschen Met geholt. Ab und zu mal da so was. Oder ein Horn. Und von denen habe ich eben auch mega viel. Es hat mal so eine TV-Show gegeben, wo sie den Leuten das Zimmer komplett in Alufolie gewickelt hat. Okay, das finde ich interessant. Aber jetzt habe ich auch noch eine Story. Also, SETLC, weisst du noch, wie die Show geheissen hat? Das würde mich noch wundern. Aber ich habe trotzdem auch noch eine Story. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. In der Firma haben wir früher, das machen wir jetzt nicht, wir sind zu gross. Und inzwischen ist es so ein riesiges Grossraumbüro, da kannst du so Zeug nicht machen. Aber früher, wo wir noch so ein übersichtliches Team waren, in einem separaten Raum, ist es immer so gewesen, wenn einer in der Ferien war, dann haben wir irgendeinen Scheiß gemacht mit seinem Arbeitsplatz. Und das war dann egal gewesen, ob das der Chef war. Da hätte jeder daran müssen glauben. Und einisch haben wir, ich muss jetzt ganz schnell überlegen, das war glaube ich nicht beim Chef gewesen, das war beim Arbeitskollegen, haben wir auch alles in Alufolie eingepackt. Alles. Monitore, Maus, Tastatur, der Tisch, der PC, alles in Alufolie eingewickelt. Genau. Meine Maus ist eigentlich in
Gelee-Masse. Ja? Ihr wisst sicher, was ich meine. Das hatte ich einmal. Dann haben wir beim Chef einen Haufen so Plastiktrinkbecher aufgestapelt. Wir haben das so viel Scheiß gemacht, Chat. Das ist aber schon wirklich lang her. Das ist wirklich lang her. Ja, das wäre jetzt dort, wo ich bin. Das kann man nicht machen. Nein, das könnte ich nicht bringen. So, Chat, wo bin ich? Hey, ich muss noch schnell Hallo sagen an alle. DJ Senek, grüezi. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Sage ich das richtig? DJ Senek. Skenik. Ich glaube, das ist Senek. Und sonst kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche. Aber schön bist du da. Wally Power, grüezi. Und der Legendary M. Bommeli ist auch da. Grüezi wohl. Schön sind ihr da. Wie geht's euch? Wir haben das mal mit Klarsichtfolie gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben halt immer irgendetwas Neues gesucht. Das haben wir auch gemacht. Frischhaltefolie, Bommeli, True haben wir auch gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwann noch Fotos ohne Scheiß von all diesen Sachen. Aber es ist jetzt schwierig. Ich müsste zuerst schauen, ob ich nicht irgendetwas noch leaken oder zeigen, was ich nicht zeigen sollte, weil es halt wirklich so Büroumgebung ist und andere Leute noch drauf sind und so. Wo bin ich gewesen? Ich habe einem Kollegen geholfen, auf Luzern auszuziehen. Das war eine riesen Übung. Ja gut, das ist eben, also manchmal sind aber auch die Leute ein bisschen schlecht vorbereitet. Also da habe ich halt, das ist da, wo ich schon x-mal erlebt habe. Vor allem, als ich noch jung war. Ja, das ist, ich sage jetzt mal im Teenageralter, wenn die Leute ausgezogen sind. Leck du mir, sind die amigs nicht vorbereitet gewesen. Jetzt sind wir reingekommen, jetzt heisst ja, also wir zügeln jetzt zusammen und es ist einfach keine Schachtel vorbereitet, nix. Und ich so, ja, what the fuck, jetzt müssen wir noch zusammen Schachteln quasi alles in die Schachteln einpacken. Also das kann es jetzt nicht sein, oder? Also das ist echt das Erlebnis, oder die Erlebnis, die ich hatte, wo ich so ein bisschen negativ empfand, wo ich dachte, ja, dir hilft ja auch nie mit Zügeln. Schnell weiterlesen, wo bin ich da? Ja, wenn es noch einen riesen Weg hast, dauert es. Sie haben heute etwa 20 Minuten weiter weggezügelt, aber top organisiert. Aber da ist wichtig, Organisation, ein bisschen durchüberlegt und vorbereitet, so gut wie es geht. Aber schlussendlich, ich erwarte jetzt auch, wenn ich jemandem helfe zu zügeln, dass alles so gut wie möglich in Kisten ist, der Kleinkrams. Und dass man das, vor allem beim grossen Zeug, halt vielleicht noch schnell voneinander schrauben muss. Ja, I get it. Und dass man dort dann vor allem halt gemeinsam muss transportieren und schauen und umtragen und so. Bisher nur ich gleiche Dorf umgezügelt. Ja, also mir geht es genau gleich. Ich war auch immer im gleichen Dorf gewesen. Übrigens ein mega schönes Lied gerade. Finde ich mega angenehm, jetzt auch zum ein bisschen just chatten. Geht mir genau gleich. Ich bin nie aus dem Dorf rausgekommen, wo ich aufgewachsen bin. Chat. Nie. Ich habe auch nie den Neid gehabt und ich kenne halt alles. Ich kenne die Leute ein bisschen. Und ich würde sicher irgendwie so ein paar Dörfer weiter zügeln, da habe ich kein Problem, aber ich würde nicht komplett irgendjemand anders zügeln wollen. Dort bin ich schon auch so. Mega schön, Chat. Bei uns hat es Fleischkäse und Herdöpfelsalat vom Metzger gegeben. Ja, das klingt natürlich geil. Nach dem Zügeln, hä? Also nehme ich an, das ist jetzt die Thematik. Nach dem Zügeln hat es das gegeben. Letztes noch, wir sind seit 4 Stunden dran gewesen, dann haben wir nur noch ein Auto gehabt zum Ausladen und plötzlich weiss ich vor dem letzten Auto noch zum Mittagessen. Da habe ich mir Peitsche geschwungen, und gesagt: «Hey,
15 Minuten mehr und wir sind fertig. Sorry, ich lebe den Moment gerade durch, wie ihr merkt. Ich will nicht im Mittag, wenn es noch so wenig zu tun ist, damit nochmal. Ja, aber da finde ich wirklich auch dämlich, die Überlegung. Finde ich auch dämlich. Ich meine, dann machst du noch schnell den Endspurt. Und dann geniessest du es. Aber da wäre ja wirklich dämlich, wenn du dann noch so ein bisschen gegessen und geniessen und dann machst du noch den Endspurt. Nein, da würde mir jetzt auch nicht in den Grind reingehen. Ja, da würde ich auch Peitsche führen, ganz klar. Ich bin nur ein gewandeter Besucher. Okay? Ja, same. Macht wirklich keinen Sinn. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Bis bald. Bärenhöhlen TV. Gute Nacht, lieber Bärenhöhlen TV. Möge dein Fluxkompensator dich in schöne Träume entführen, in denen du auf fliegenden Socken durch fantastische Welten schwebst. Schlaf gut und bis bald. Hey, Bärenhöhlen TV, schön warst du hier. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Ich war jahrelang am Mittelaltermarkt unterwegs gewesen, haben mit dem Verein Schauhandwerk gemacht. Okay. Oreo, okay. Interessant. Ich habe das immer als mega gemütlich empfunden. Und das andere war halt auch gewesen, wir haben auch viele Metalheads gefunden. Das ist doch schon so, oder? Geben wir recht für die noch Mittelaltermarkt besuchen. Dort findet man schon auch noch die Metalheads, weil Mittelalter, Musik, you know, es ist so ein bisschen, es überschneidet sich dort schon recht. Deine Musikauswahl ist echt gut. Ey, das gebe ich weiter an den Chat. Matze, das muss ich weitergeben an den Chat, weil Chat hat die Song-Requests gewünscht. System of a Down finde ich aber auch geil. Ne? Matze, wir waren jetzt gerade auch beim Thema, ich bin halt auch ein Metalhead. Metalhead, ja, definitiv. Matze, und du hörst also auch so Rock-Metal, I guess? Beste Band, Matze. Chat. Beste Band. In den Chat rein. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann eine von euren besten, von euren Favoriten. Ja klar, ich will es jetzt wie nicht einschränken aufs Genre. Das darf ja auch ein Künstler einfach sonst sein. Ich habe jetzt auch gerade so an Metal-Rock-Bands gedacht. So, 7 Minuten. In 7 Minuten lese ich dann einfach vor, was ihr geschrieben habt wahrscheinlich. Eins von Stifti hat mir ein Lehrmeister einen Streich gespielt. Wir haben sein Büro in eine Beachbar umgebaut und er hatte einen Termin mit dem CEO an diesem Morgen. Wie geil. Wie geil. Ja, das ist natürlich dann vielleicht ein bisschen unangenehm. Okay. Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben jemandem eine Kartonburg gebaut. Und innen in der Burg war der Arbeitsplatz. Das war mega nice. Das war mega nice. Sogar mit so einer Tür. Wir haben sogar so eine Tür gemacht, die so angemalt war. Also so gezeichnete Türen, so ein bisschen Verzierungen und so. Das war auch so gut. Ja, ich vermisse die Zeiten. Wir haben einem Arbeitskollegen während seiner Ferien eine neue Festplatte eingebaut und ein Plain Windows installiert, ohne seine Dateien und mit leeren Netzlaufwerk-Attrappen. Der hat schnell Panik geschoben, als er gemeint hat, nichts mehr sei wie gut. Also gut, aber auch fies. aber das ist nice. Das ist perfekt ausgesprochen. Ey, geil. Und sorry, du bist jetzt neu und bei mir ist es auch normal, dass ich ein bisschen hinten nachher bin im Chat, wenn viel läuft. Darum, ich hoffe, du hörst es noch nach 7 Minuten, wenn ich es jetzt noch vorlese. Und übrigens, Anvil Sounds, auch ein Hallo an dich nach 6 Minuten. Ich hoffe, du hörst es auch noch. Anvil Sounds, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist.
Es war eine Revanche. Er hat einem anderen Kollegen 50 Fake-Aufträge ins Fächli tun für nach der Ferien. Das ist auch geil. 50 Fake-Aufträge. Und dann denkst du zuerst mal, no fucking way, what? Mir geht's gut und dir, Troy. Hey, freut mich, Wally, dass es dir gut geht. Ich kann mich nicht beklagen. Es ist alles gemütlich. Gemütliches Wochenend-Feeling. Bacardi-Feeling. Atliswil for the win. Oha, schau jetzt. Bist du in dem Fall da? Kann man dich jetzt in Atliswil suchen? so eine Easter Egg Hunt. Und dann so finde den Bommeli. Ich stelle mir jetzt so eine Scheiße. Jetzt bin ich gerade gedanklich in diesem Konzept drin. So, ihr müsst mich finden, wo ich daheim bin. Es gibt Leute, die wissen, wo ich wohne. Aber für alle anderen, dann könnt ihr so Kanalpunktbelohnung einlösen, wo auch schnell so das Licht hell wird, also für eine Sekunde. Auch damit ihr so könnt schauen und überall die Fenster anschauen, wo blinken sie jetzt schnell auf und so. Nein, Chat, das würde ich nicht machen. Das wäre mir auch unangenehm, wenn dann plötzlich jemand vorbeikommt. Herdöpfelsalat, Anvil ist Kartoffelsalat. Eine Kartoffel ist ein Herdöpfel. Eigentlich ein Erdapfel, ne? Aber ich finde das auch wieder interessant. Es ist eigentlich ein Erdapfel, aber wir sagen Herd. Herdöpfel. Muss niemand verstehen, das Schweizerdeutsch. Ja, da haben ein paar Leute da mal ein bisschen zu viel, keine Ahnung, Met gesoffen und dann ist Schweizerdeutsch entstanden. So ist das passiert. Das ist nur, weil ich noch nicht so viel requested habe. Ach, Schmerz. Das verstehe ich. Ja, super lecker, aber ohne Mayo. Ohne Mayo? Hallo? Orbit Culture Queen. Jetzt sind wir da. Chat, jetzt sind wir da. Jetzt kommt ein Raid rein, Mann. Jetzt kommt halt ein Raid rein. KG! Ahu! KG, merci vielmals für den Raid. KG und liebe Raiders, KG, soll ich schnell auf Hochdeutsch oder soll ich auf Schweizerdeutsch weitermachen? Du kennst gerade die Viewer am besten, die du mitgebracht hast. Darum frage ich immer. Mir ist bewusst, dass du Schweizerdeutsch redest, aber ich frage halt immer für die du mitnimmst. Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch. Aber liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit Interaktivität, Spielereien, Effekten, viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und dann machen wir noch ein bisschen auf Schweizerdeutsch. Und wir werden wahrscheinlich später dann bezüglich Gameplay South of Midnight zocken. Ist mir heute empfohlen worden, darum machen wir das auch. Und da sind wir mal gespannt. Und KG, was hat es bei dir gegeben? Und Chat, ich lese noch den Chat noch weiter, weil ich habe noch gefragt, welche Bands. KG, auch für dich, auch für euch Raiders. Ich werde da noch schnell das Foto starten. Einer ist in den Chat rein, eure absolute Favoriten-Band, oder von mir aus, wenn es nicht eine Band ist, der Artist. Welches ist der beste Künstler oder die beste Band eurer Meinung nach? Und da gehen wir noch schnell noch die Antworten durch, die vor 6 Minuten reingekommen sind. In dieser Zeit könnt ihr all schnell Ausrufezeichen Foto eingeben, damit... What the fuck is that? This user? Oh mein Gott, ja... Okay, ich kann es nicht zu 100% lesen, Carnage, aber das ist nice. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild aufs Foto, Ausrufezeichen Foto, einmal bitte alle eingeben. KG, du darfst dir auf der linken Seite noch etwas auswählen, was neben dir aufs Foto kommt. Also, bevor ich Bands vorlese, lese ich noch schnell, was KG geschrieben hat. Cat ist auch Schweizer. Okay, let's go. Willkommen an alle, die auch aus der Schweiz kommen. Und auch an alle anderen. Ne? Ihr sind alle willkommen. Wie habt ihr es? Hey, gut. KG, ich habe es gut. Wie hast es du?
9 Stunden Baldur's Gate 3 und der Rest noch Elden. Ja, holy moly. Ja, das ist ja so. Wo Baldur's Gate, habe ich das Gefühl, kann noch gemütlich sein, aber Elden Ring ist dann ist nicht so ein gemütlicher Abschluss, oder? Das ist dann noch schnell ein bisschen Elden Ring bis zum Rage Quit. Aber geil. Beides interessante Spiele, vor allem Baldur's Gate finde ich halt auch interessant. Selfie mit dem Troy, let's go! Selfie mit der KG. Nice. Kopf ist Muss. Es ist bei mir immer so. Aber ich verstehe es, nach dem Stream erst recht. Haben alles gut gehabt. Gell? Ich werde die auch nicht aufhalten oder so. Wir schauen nachher noch wegen dem Bossfight, aber wahrscheinlich würde ich ihn ein bisschen später reinqueuen, damit wir noch schnell ein paar Sachen machen können. So, Chat, die Bands, ne? Wir haben es eigentlich von den Bands gehabt. Und ich gehe da schnell durch. Orbit Culture. Wieso sagt man das nicht? Redbeard, das sagt mir halt nicht. Queen, Fienchen mit Queen. Da verstehe ich sehr gut. Queen, absolut. Das ist bei mir auch weit oben. Hauptsächlich, Metal hauptsächlich für mich Favorit gerade Manowar. Warriors of the World, absolut. Mein Lieblingssong ist natürlich auch der bekannteste Song von Manowar. Aber der ist halt immer gut. Aber Manowar hat allgemein sehr gute Lieder. Finde ich auch nice. Beste Bands. System of a Down, Korn, Queen. Okay, da haben wir Queen nochmal. System of a Down ist natürlich auch... Kann ich auch unterstreichen. Korn ist jetzt nie so... Korn habe ich nicht häufig gehört, aber Korn ist auch definitiv auch gute Lieder, die ich gerne gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich es als Band zuordnen kann, aber ich glaube, irgendwas Records, Akatsuki Records, ist derzeit meine Nummer 1. Okay, kenne ich jetzt nicht. Ailstorm. Geil. Ailstorm erkennt man einfach direkt. Das ist krass. Geil. Geil. Oh, Ailstorm. Habe ich wirklich gerne gehört, aber Ailstorm, irgendwann war das Fass wieder voll gewesen. Ja, dann ist das Rumlager wieder gefüllt gewesen, Chat, und dann musste ich etwas anderes hören. Ich habe das Gefühl, Ailstorm wird schnell langweilig, weil es immer gleich tönt. Und so tönt Ailstorm. Wirkt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, wenn ich das sage. Aber jetzt haben wir endlich schon jedes Lied gehört von Ailstorm. Chat, ich muss noch schnell ein bisschen weitermachen, sonst bin ich wieder weit hinten nachher. Ich kann nicht noch ein bisschen Ausrufezeichen Foto eingeben. Und jetzt ist mein Chat verschwunden. Jetzt muss ich eigentlich F5 drücken, Chat. Scheiße. Jetzt sehe ich wahrscheinlich nicht, was ihr geschrieben habt, Mann. Ah. Hey, und Asylum Cat. Cat, merci vielmals für den Follow und willkommen hier bei mir. Und ich muss noch mal schnell ein bisschen aufscrollen. Oh, da hat der Carls noch etwas geschrieben. Ich habe mal den Fall erlebt, dass man jemandem helfen zügeln. Die sind dort angekommen, die Person, die zügelt, drückt am ersten die zwei Wohnungsschlüssel in die Finger und geht arbeiten. Ja, what the fuck? Wir haben alle Alk ausgesoffen, ein schönes Fest gehabt und alles stehen und liegen, was war. Ja, finde ich auch gut, ja. Und haben ihm eine Nachricht hinterlassen, dass sich einstimmig dazu entschieden hat, dass Arschloch selber kann zügeln. Oder Arschlöcher. Die leeren Bier- und Whiskyflaschen
haben wir in allen Zügelkisten verteilt. Ja, aber ich finde das fair. Also das ist ja auch, also sorry, was ist das für eine Einstellung? Ich gehe jetzt arbeiten, ja, können für mich zügeln, danke vielmals. Ja, finde ich gut, wie ihr das gemacht habt. Herd, ja, Herd ist Erde. Für mich ist der Herd ist der, wo man darauf kocht. Weißt du, was ich meine? Darum bin ich eben verwirrt. Die Herdplatte, Chat. Das ist für mich Herd. Ich weiss, wo dein Haus wohnt. Ja, Mutti, ja, ich weiss, dass du das weißt. Chat, ich behalte ein bisschen nach, aber ich werde KG, bis mir nicht böse, ich bin noch ein bisschen am Chat nachlesen. Liebe Raiders, ich kann noch aufs Foto drauf joinen, machen wir da alles ein bisschen gemütlich. Aber ich habe gerade so, wir haben gerade ein gutes Thema gehabt und will jetzt nicht einfach alles überspringen. Gibt so viele geniale Künstler, rein vom Handwerk, der Komponist und von den Texten und dem Können finde ich den Ren absolut outstanding. Hi, Ren. Ja, yes, kenne ich. Aber auch andere Songs von ihm sind einfach absolut beeindruckend, muss man aber auf den Text hören. Ja, das ist halt etwas, wo mega mit dem Text arbeitet. Also das ist ein Künstler, der mit Lyrics arbeitet und das auf abartige Art und Weise. Also kann ich unterstreichen, High Ren ist auch so etwas, was mich mega geflasht hat. Haben wir sogar mal zusammen gelost hier im Stream. Hey, und Behemoth, der Ur, es ist nicht einfach nur ein Behemoth, es ist ein Urbehemoth. Guten Abend, hey Behemoth, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Oh, das erinnert mich, Behemoth. Dein Name erinnert mich an zwei Dinge. Erstens eine Band, die Behemoth heißt. Und zweitens an WoW, ein Freund von mir, dem sein Char hieß da auch Behemoth. Nickmann, grüezi Nickmann. Wie heißt es, Nick? So. Ich hoffe, ich überlese jetzt nichts Wichtiges. Geht auch nichts über einen guten Med. True. Und da haben wir es. Aho! Let's go. Was haben wir geschrieben? Kagis Chaos Raider. Kagis Chaos Raider. Das habe ich verkehrt gesagt. Ich dachte, dass sich das Schweizerdeutsch durch eine Gruppenorgie aus Deutsch, Italiener, Briten und Franzosen ergeben hat. Möglich. Ich glaube aber, so oder so war viel Alkohol im Spiel gewesen. Ohne Witz, bei mir sind vor ein paar Jahren ein paar Kinder vor dem Bürofenster gestanden und haben meine damalige Freundin gefragt, machen sie YouTube? Schon ein bisschen unangenehm gewesen. Schwierig. Also ich habe es jetzt zum Glück noch nie erlebt. Also lieber Chat, macht das bitte nicht. Ich würde jetzt behaupten, macht das allgemein nicht. Aber ihr wisst jetzt zumindest, dass ich das nicht wollen würde. Also kommt nicht einfach vorbei bei mir. Ich kann gerne etwas abmachen, wie gesagt. Es gibt diverse Leute im Chat, die schon bei mir daheim waren, wo wir auch etwas abgemacht haben, wo wir auch Bier gesoffen haben die ganze Nacht. Gibt es so Leute? Aber so etwas ist unangenehm, wenn einfach plötzlich Leute vorbeikommen und dann noch so, einfach so, wie du es jetzt auch beschreibst, so, machen sie YouTube und dann sind es noch Kinder, das ist halt schon so, unangenehm. Für mich ist, da habe ich schon lange vorgelesen, wir sind immer noch im Foti-Modus, Chat. Die Leute sind sicher schon wieder vom Föteli weg. Da haben wir noch von der KG. Beste Band Slipknot, I Prevail, Wage War, Windwalkers, Architects, Landmarks. Jetzt ohne Scheiß, das ist halt. Wir haben schon mal darüber geredet und du bist ein bisschen in einem anderen Subgenre unterwegs gewesen als ich, was Metal, Rock, ja, oder vor allem Metal anbelangt. Slipknot logischerweise kennen die meisten. I Prevail sagt mir etwas, aber kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Und der Rest, ohne Scheiß, sagt mir nichts. Aber das ist wieder so da, es gibt halt so viele Bands. Aber das sind deine Favoriten, okay, interesting.
Interesting. Fintroll, ja natürlich. Natürlich. Schwedische Metalband, ja. Da, was du gesagt hast, Redbeard, du hast gesagt Orbit Culture, schwedische Metalband. Der gute Metal kommt aus Schweden und aus Finnland, Chat. Oder Naxlani, ist mir da recht, Naxlani? Naxlani, auch da, grüezi. Und Fintroll, ja, von dort her kommt halt mein Name. Das habe ich Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ich habe es verwechselt. Das hat tönt wie Fintroll, das eine Lied. Aha! Also, was war es? Ich war jetzt die ganze Zeit am Reden, habe mich gar nicht geachtet. Da haben wir aber Green Day am Laufen. Absoluter Favorit wäre gerade, glaube ich, Cosmograph, aber das ist ein Solokünstler, der aktuell vor allem für ein Mobile Game den Soundtrack macht und mit einem anderen Solo-Artist zusammenarbeitet. Okay. Cosmograph. Mhm. Aber Chat. Können wir bitte darüber reden, dass der Troy auch einer von diesen wenigen Streamern ist, der einfach einen brutalen Musikgeschmack hat? Chat, habt ihr das gehört? Habt ihr das Kompliment gehört? Wo ist Musik gerne? Merci für die netten Worte, KG. Gleichfalls, in dem Fall. Moment schon. Hi Scuffboy. Oh nein, das ist. Ich habe da Nachrichten, die vor 2 Stunden sind. Sorry, jetzt habe ich mich selber verarscht. Jetzt habe ich mich wirklich selber verarscht. Ailstorm ist wie Volbeat, nur noch extremer, aber geil. Hey, aber Kals kann ich so unterstreichen. Wirklich. Ich finde Ailstorm auch geil und ich finde Volbeat auch geil. Volbeat ist nicht so extrem wie Ailstorm, aber auch Volbeat, wenn ich das zu viel höre, ich kann es nicht mehr hören. Das ist einfach auch so, die haben noch ein bisschen mehr Abwechslung, habe ich das Gefühl, aber auch Volbeat, das ist einfach irgendein. Ich wollte etwas anderes hören. Finde ich geil, dass du das erwähnst, Kals. Finde ich wirklich auch. So, noch schnell ein bisschen abends scrollen, Chat. Noch ein bisschen abends scrollen. Was sagst du dieser braunen Masse im Garten? Erde. Nicht ohne H. Erde. Eigentlich wäre es Erdäpfel. Ohne H. Und nicht Herd. Erde. Nicht Herd. Nicht Horde. Jetzt. Chat. Jetzt muss ich den Chat ein bisschen überspringen. Matze! Danke für den Raid. Bier. Matze, danke dir für den Raid. Und wie war dein Stream, Matze? Du warst ja vorhin auch aktiv im Chat. Matze, wie machst du das? Wieso? Also, es klingt jetzt so vorwurfsvoll. Aber wenn du am Stream bist, ich bin ja dann nicht in anderen Chats, ne? Ich könnte das gar nicht mit Multitasking. Ja, er kann es auch. Matze kann es auch. Der Frage beantwortet, Chat. Matze, bist du schon auf dem Bild? Wir machen noch das Foto mit der lieben KG. Und dann würden wir noch kurz eins mit dir machen. Letzte Chance. Ausrufezeichen Foto. Mache ich da noch Merci für den Raid rein. Schweizerdeutsch. So, jetzt. KG, jetzt eine schön lächeln, Kamera lächeln. Und dann machen wir das Foto zwischen 7 und 15 Sekunden. KG, da unser Foto. Inklusive Pad, nice one. Wird auch der Blättchen ein bisschen verdeckt mit dem Pad, aber ein schönes Foto, KG. Und ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Merci, Specko. Und ich mache dann auch eine Story, wo ich dich markiere, wahrscheinlich nächste oder sogar erst übernächste Woche. Ich bin ein bisschen nachher. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen.
Let's go. Mega nice, mega nice. Wir machen direkt nochmal ein Foto. Und by the way, Matze, ne, und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, Interaktivität, Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und machen wir dann später noch Gameplay in South of Midnight. Bekam ich heute vorgeschlagen, gucken wir rein. Ne? Oh, da müssen wir nochmal schnell ein neues Bild generieren. Das sieht nicht schön aus, Chat. Das hat so Balken hier. So, Matze, du kannst dir auf der linken Seite noch was auswählen, was neben dir aufs Foto kommt und alle anderen einmal, please, Ausrufezeichen, Foto in Chat. Und ich begrüße noch kurz Feta-Käse, grüezi. Und Lilo Multipass, Lilo, grüezi. So, und jetzt habe ich, wie gesagt, einiges mehr. Den Chat ein bisschen übersprungen, sieht man nicht. Seht man nicht böse? Ich bin noch schnell ein bisschen überfliegen. Die ganze Nacht Bier gesoffen. Oha, ja, Blätsch, kann man sich fast nicht vorstellen. Da ist einfach einer vorbeigekommen mit einem Rucksack voll Bier und dann haben wir die ganze Nacht Bier gesoffen, Blätsch. Das ist verrückt. Plötzlich auftauchen, mir geht nur vorbei, wenn man eingeladen worden ist. True. Alles andere ist frech und geht nicht. Ja, kann ich unterstreichen. Landmarks habe ich vorher etwas gewünscht. Troy, du hast Headbang dazu. Okay. Ich muss dann einmal die History anschauen und das nochmal ein bisschen mehr analysieren. Analysieren. Wer hat da den genialen Song rein, da, Chat? So, Chat. Noch ein bisschen. Was haben wir da? Bin fleißig hier am Mitlesen gewesen und Foto am Posten. Okay. Nice, Matze. Aber hast du schon auch noch was für deinen Stream gemacht? Ne? Also warst du auch produktiv? Das Kopfbett ist der Hammer, ich wollte das auch. Das ist eigentlich, das ist nicht einmal, okay, mal was Spezielles ist, dass es halt mitkommt. Also es gibt Pet, Ausrufezeichen Pet, das greift bei mir. Und das Pet 2 greift bei allem anderen, aber es ist manchmal mega random, wo es hingeht. Aber ja, es ist natürlich tracked, das macht es vielleicht ein bisschen speziell, ja. Aber sonst ist es eigentlich nur so aus dem Internet, das GIF, das ich rein habe. Troy, was geht bei dir so? Ist alles wild. Einfach Wildheit, Arti. Das geht bei mir. Schade, altes Profilbild bei mir. Aber na gut. Ich kann nachher noch mal schnell, wenn ich es nicht vergesse, noch mal schnell den Refresh versuchen. Ich kann wieder am Troy seinen Kopf schlecken. Oh, ja, ein bisschen am ja. So, probieren wir schnell den Refresh. Refresh. Schnippe, schnipp. Ja, ich glaube, es ist immer noch das Gleiche. This user? Ich kann es eben nicht lesen, ich muss schnell schauen, was überhaupt steht. Wobei jetzt sehe ich wahrscheinlich das neue Avatar vom Carnage. Ist ein bisschen klein, aber sieht interessant aus, das Avatar. This user also joined the photo. Ah, das steht da. Okay, also ganz auf der linken Seite. Nice. Ja, Arti, ich habe den Effekt mal deaktiviert für die Fotofunktion und während dem Bosskampf. Also immer dort, wenn ich halt so ein bisschen UI habe, wo ich etwas zeigen muss, habe ich es deaktiviert. Seht mir nicht böse, Chat, aber das habe ich auch mal als Feedback bekommen. Wo im Bosskampf die Leute nicht gewusst haben, was sie machen müssen, weil immer der Bildschirm kaputt war. Oh, geil. Linkin Park. Linkin Park ist halt auch so. Ist halt auch einer von den Artists, der ganz weit vorne ist. Hat auch meine, das habe ich schon manchmal gesagt, meine Lehrzeit ein bisschen mitbegleitet. Ja, viel Metal gelassen, ja, aber ich habe auch Linkin Park gelassen.
Geil, Chat, geil. Du, natürlich, ich habe 3 Ecken und 2 Kreise gemoddet und dann die Linien im Winkel um die Schiene gescriptet. Insgesamt war es eine solide unterschiedliche Leistung, würde ich sagen. Unterdurchschnittliche Leistung, würde ich sagen. Matze, das klingt gut, ne? Das klingt gut. Ich bin halt etwas am Machen und gebe Texte und Befehl immer zuerst bei Windows ein. Hä? Also die du da bei mir rein tun willst, gehst du bei Windows ein? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Chat, wir haben noch Platz. 20 Leute. Wo ist der Rest? Moment schnell. Vielleicht ist die Musik ein bisschen zu laut. Chat! Ich brauche euch. Ja, dich. Dich brauche ich. Du. Ja, die Stimme in deinem Kopf sagt dir, gib jetzt ein Ausrufezeichen Foto in Troys Chat. Okay, es hat funktioniert. Nice. Jenny, aber das finde ich interessant mit dem Windows-Befehl. Ja, weil ich mit der Windows-Taste muss aus dem Programm raus. Okay, I get it. Ja, nachher drücken. Ja, okay. Ich weiss genau, was passiert. Stimmt. Ja, du, solange es nicht in einem anderen Chat postest, das ist mir schon passiert. Und, das war vor vielen, vielen Jahren, hat mir ein Chat-User gesagt, hat mir ein Chat-User im Livestream geschrieben, du Troy, du glaubst jetzt nicht, was passiert ist. Aber ich bin mit dir jetzt schon seit einer Stunde quasi am Chatten und habe es aber immer in den falschen Chat reingeschickt von irgendeinem anderen Streamer. Und das finde ich auch so eine straube Vorstellung. Hey, und Fröschli, grüezi, Fröschli, wie hast du es? Schön bist du da. Mein nächstes Profilbild wird absolut bescheuert. Hey, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, einfach, aber nicht dass ich etwas anderes erwarte. Einfach immer nichts Wüstes. Also eigentlich nichts, wo TOS irgendwie dann, wo TOS-Probleme und so können die verursachen. Aber dann habt ihr ein anderes Problem. Wenn euch ein Profilbild nicht TOS-konform ist, dann habt ihr wahrscheinlich andere Probleme, als dass ich sage so nicht. Ja, aber alles gut, Carnage, ich bin gespannt. So, Chat. Ich muss da schnell etwas vorsuchen. Oh ja, oh, ich hasse das auch, Chat. Am Morgen aufstehen. Hate it. Was ist da, KG, so das evil Lachen. Also KG so. Ja, was macht ihr da? Check, KG, hä? Oh Mann, schon ein Smiley vom Bounce habe ich jetzt. Hä? Also wie meinst du? Das Lied. Ist das der Check gewesen? Wegen dem bringe ich das Lied nicht mehr aus dem Grind. Hat das der Check gewünscht? Ist halt wirklich so. Duck und weg, mhm. Ah, wie geil! Ja, wie nice! Habe ich habe das noch da. Ich habe das noch da. Specko, jetzt tu mal ein bisschen lachen. Oh, wie gut. Oh, kann ich das beim Matze auch machen?
Nein, ich komme leider nicht vor der Matze hin, das geht nicht. Wo könnte ich es machen? Oh nein, das blendet es noch aus. Chat, ich muss schnell einen Greenscreen auffahren. Was machen wir da wieder für Seich, Chat? Wir sind nur noch am Seich machen. Eigentlich brauche ich so eine Kategorie, die nennt sich nicht just Chatting, sondern Seich machen. Ja, der Jack hat das mal gedroppt und seitdem läuft mir das seit 3 Tagen nonstop nach. Letztens Helldivers, das eigentlich etwa 20 Mal laufen lassen. Wie gut. Jack, da machst du gut. Schade, aber ich lächle doch auch schon. Ja, das ist okay. Ich könnte mal... Wieso? Chat. Jetzt hier schnell meine Knöpfe drücken. So. Wo könnte ich hin? Oh, ich habe nicht viel Platz. Ja, ich habe höchstens... Nein, Chat, das habe ich beim Bounce gemacht. Das kann ich jetzt nicht bei allen machen, Chat. Ja, das war Bounce exklusiv, das Lächeln. Aber ich finde es geil, was da drauf ist, auf jeden Fall. Für dich. Wusste beim Fotoerstellen schon, dass ich für heute lächeln muss. Oh, ach Matze. Genau wegen dem sage ich, bin ich bei dir, Troy. Ja, danke vielmals. Ja, danke vielmals. Also endlich machst du nur du, sag ich. Seki, aber du schaust, du bist halt immer noch da und schaust zu. Ja. Also, das sagt mir, dass du halt auch ein bisschen Ecken ab hast. Just blödening. Irgendjemand muss ja den Leuten ein bisschen Musikgeschmack beibringen. Das ist auch so, ja. Blood Honey. Oh, Blood Honey, grüezi, schön bist du da. Endlich, jetzt haben wir so lange gewartet, dass Blood Honey da ist. Und Asi ist schon seit 3 Stunden. Seit 3 Stunden. Aber gehst jetzt du wieder in Lurk oder willst du endlich sagen, ich bin im Lurk für die letzten 3 Stunden, aber jetzt bin ich endlich da. Endlich angekommen am Ziel. Ja? Alle Achievements erreicht im Leben. Ja? Ich stehe auf dem Viertel zusammen mit dem Def Matze. Ich gehe wieder in Lurk. Okay, bye bye. Blood Honey, tschüss. Tschüss. Es war schön, dass du da bist, Blood Honey. Tschüss. Nein, hey. Blood Honey, alles gut. Hoi und tschüss. Bye bye und merci für den Lurk Support. So, Chat. Wo sind eigentlich die Leute? Wir haben 24 Leute auf dem Viertel. Wo sind die Leute, Chat? Wo sind die Leute? Ausrufezeichen Foto, letzte Chance. He? Ich verteile vielleicht noch irgend... Nein, scheiße. Vielleicht gibt es gutes Gameplay heute, wenn genug auf dem Viertel sind. So Skill und so. Ein bisschen, ein bisschen Aim. Ich weiss ja nicht, ob ich dort muss aimen in diesem Spiel. Ich kann nicht zocken und schreiben, hey, alles gut, lass dich nicht ablenken, Blood Honey, alles gut. Ticket, Calls mit dem Billett. Spoiler. Es wird heute kein Gameplay geben. Chat, hören ihr die Narration auch, die da amigs läuft, wenn ich das streame? Ohne Scheiß, das hat jetzt fast ein bisschen gewirkt wie so zum Beispiel Stanley Parable, wo immer der Narrator quasi alles kommentiert, was passiert. Das finde ich irgendwie noch geil. Schnell schauen, ob ich das auch kann, Chat. Gebt mir schnell einen kurzen Moment, dann machen wir ein Foto nachher.
Also schnell schauen, ob ich das auch chatten kann. Das geht sicher nicht, also, weil ich irgendetwas falsch gemacht habe. Also ich stelle mir das so etwa so vor. Ja, also lieber Chat, heute gehen wir ganz sicher noch ins Gameplay rein. Sagt die Treue, wissend, dass es sich um eine Lüge handelt. Jetzt habe ich die Lehne genommen. Aber wisst ihr, was ich meine? So die Narration, so, das wäre hure geil. Sass. Also, Chat. Ich mache schnell das Foto da. Foto. Oh. Oh. Kein Bier da. Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Kokainum. Let's Get go! mal Geld mit auf Foto. Habage. Kokainum ist drauf, Chat. Kokainum ist drauf. Yoda hat es leider nicht geschafft. Aber geiles Foto. Geiles Foto, Matze. Let's go. Perfect. Prost, Troy. Prost, Matze. Prost, Chat. Und das Foto habe ich jetzt auf dem Discord aus. Rufezeichen DC. Und es gibt dann noch eine Story, wo ich dich markiere, Matze. Wenn ich dich finde auf Insta und dann aber sicher auf Twitch. Und das Foto kann man sich in physischer Form auch bestellen. Link im Chat. So, und jetzt mache ich den Greenscreen wieder ab. Oder machen wir noch einen Bossfight? Da muss ich noch gar nicht abmachen. Chat, ich glaube, wir machen noch einen Bossfight, oder? 19 von 15. Ich frage jetzt schnell. Schnell überlegen. Die Zeit, Chat. KGB ist in 15 Minuten noch um. Ist das für dich in Ordnung, wenn wir in 15 Minuten den Bossfight machen würden? Und dann machen wir noch ein bisschen Chatting bis dann. Würden wir den Bossfight machen? Ich muss da schnell auf meinen Plan schauen. Da. Wie sieht da mein Plan aus? Da oben? Starting, just chatting. Dann machen wir noch Pause. Und dann machen wir irgendetwas. Und dann nochmal irgendetwas. Jetzt dort nach einem Plan, Chat. Ach, das ist das KP. Holy shit. Ich denke, das kommt mir mega bekannt vor. Also ich muss noch schnell schauen, ob KG und Matze natürlich auch. Matze kann da natürlich auch mitbestimmen. In 15 Minuten der Bossfight. Für den Bossfight würde ich für euch wach bleiben. Also gut, dann machen wir das so. Dann mache ich innen 15 Minuten. Zack. 15, Chat, 15. So, und jetzt lese ich noch ein bisschen den Chat. Ist das jetzt nicht gekommen? But Troy just sits there. He's waiting. Kann ich das nochmal reinqueuen? Ist das nicht gekommen, Carnage? But Troy just sits there. He is waiting for another 5 people to join a so-called community photo. But nobody joins. Slowly he starts doubting himself. What if nobody joins? What if I'm not popular? More and more he starts to panic. He starts to promise a bathtub stream with Troilina. Okay, nice one. Ja, genau so, das meine ich. Ja, genau das meine ich, Chat. Genau das meine ich. So. Troy, wie viel müssen wir als Community an Kanalpunkte geben, damit du mal eine Musikabend machst auf deine geile Gitarre? Nein. Keine Kanalpunkte der Welt können sich das würden da länger, um das zu kaufen. Wenn, dann kommt das von mir irgendwann. Aber das ist nicht kaufbar. Kategorie irgendetwas, genau. Alles klar, wird übel für dich. Hey! Chat lesen. Chat lesen.
Bounce, Mann, wie hast du es? Mack, Bounce. Der Bounce ist halt auch da. Heute haben wir einen Song gehört, der hat mich an dich erinnert. Wie hat der geheißen, Chat? Irgendetwas mit Bounce. Let's Bounce oder irgendwie so etwas. Ja, der Plätsch findet das natürlich wieder geil, oder? Mit den Kanalpunkten und so. War ja klar. Ja, Chat. Ja. Wir müssen jetzt alle einfach am Geburtstag fragen. Treumann, du absoluter Geilmann. Bounce, du absoluter Geilmann. Ja, merci nochmal für den Kommentar, gell? Ich weiß gar nicht, was es war. Das ist gar nicht auf dem anderen Video gewesen, ja? Auf dem anderen Video. Wo wir immer noch alle drauf warten, oder? Bounce, geil, Mann. Oh genau, das war es, Oreo. Let's Bounce war es. Let's Bounce vom Big N. Genau, Jenny, genau. Alles ist kaufbar. Vielleicht schlussendlich eben schon. Und dann spiele ich so ein Solo, oder? Das wollt ihr denn, dass ich so ein Solo spiele? Was ich einfach überhaupt nicht könnte. Die Rhythm Guitar könnte ich noch spielen bei diesem Lied. Ist auch relativ easy. Das ist einfach so ein gutes Lied. Holy shit, Mann. Ich muss mal weiterlesen. Chat lesen. Ja, Troy, nach meinen Infos müsstest du immer noch etwas aufnehmen, dass man endlich etwas für etwas einbauen könnte. Das schon gefühlt seit etwa 3 Jahren. Ich weiss. Da kommt mir immer wieder in den Sinn. Weißt du? Ich habe nicht das Gefühl, ich habe es vergessen. Ich habe es nicht vergessen und es plagt mich. Ich plage mich selber damit, auch als es gesagt hast. Es ist wirklich so. Da denke ich immer wieder, fuck, Mann. Eigentlich möchte ich es machen, aber dann mache ich wieder andere Sachen. Ich mache immer alles andere als da, was ich machen sollte. Chat. Wie nicht Waldner amix sagen, das ist Musik. Sagen die das so, KG? Hey Troy, du weißt, Support ist kein Mord, weil wichtig und richtig. Ja. Und lass mich raten, schlechten Menschen geht es immer gut. Ja. Da fehlt jetzt noch. Und dann ist es fast voll bei mir. Der Bounce weiss schon, was er macht. Da, er hat sich halt erinnert, was ich da mal geschrieben oder gesagt habe. Irgendwann. Oh yes, und wir alle im Chat nach einem Hardcore am Headbangen. Uff. Ohne Scheiß, jetzt auch Real Talk. Es würde mich schon reizen, mal so etwas zu machen mit Gitarre. Ja, ich müsste zuerst wieder ein bisschen reinkommen, weil ich auch die Gitarre zu wenig manchmal in die Hand nehme. Damit ich bin auch so dermaßen eingerostet, dass ich zuerst wieder mal einfach so eine Grundlage schaffen will, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich irgendetwas präsentieren, vielleicht, auch wenn es nicht perfekt ist. Und dann vielleicht irgendwie, das wäre schon geil, aber unterschätzt da nicht. Es braucht auch ein bisschen Setup. Also es ist halt da, wenn ich die Gitarre anschliesse, wie nehme ich sie auf, wie bringe ich die in den Stream rein? Wie mache ich das, dass der Delay stimmt? Ja? Also, das ist nicht zu unterschätzen. Also, der Blatsch kann das sicher bestätigen. Das ist nicht einfach schnell Gitarre führen, nachher kommt da ein Ton raus, der dir gehört.
Das ist alles. Jetzt wollte ich sagen, das ist ein Lied aus den 90ern und das Cover ist auch so 90s, oder? Der Bliggity Blatsch, Mann. Der Bliggity Blatsch. Du könntest auch einfach in Clone Hero spielen. Ja, gut, das ist natürlich etwas anderes. Chat, ich kann das schon wieder mal machen, wenn ihr das wollt. Soll ich noch ein bisschen Clone Hero rein, Chat? Was meint ihr? Mal schauen, ob ich da noch kann. Wieso lässt der Blatsch kein Abo? Ich weiß nicht, ob da noch beantwortet wird. Ich habe gesehen, die Frage ist noch einmal auftaucht. Ja, die sagen, «Dui, Musik, Uive». Das, aber ich habe Drogen genommen. Nein, das war nicht die Idee, dass die damit plagst. Aber nein, ich habe das auch nicht so verstanden. Aber wir müssen zünden jetzt, weil es um Gitarrespielen ist gegangen. Ja, also ich habe es auch nicht falsch verstanden, Blatsch. Dünnes Eis, uiuiui. Ganz ein wilder Dialekt hat zuerst gemeint, das ist ein Witz, wie die redet, als ich damals von Zürich auf Nidwalden Buchs gezügelt bin. Okay, interesting. Aber Troy, wegen uns würdest du wieder mehr spielen. Ich könnte dann so eine Aktion machen. Oh, merci vielmals für die Umfrage. Chat, votet, wenn ihr Clone Hero seht, dann stimmt ab für Ja. Wenn ihr sagt, nein, Clone Hero, nein, lieber nicht, dann stimmt für Nein. Es kommt so oder so nachher noch das richtige Gameplay, aber die Idee wäre, dass wir eigentlich, wir können da noch mal schnell schauen. Da haben wir da so einen Slot, der heisst «Keine Ahnung». Der wäre «Keine Ahnung» wäre dann Clone Hero und das Irgendwas wäre dann das Gameplay. Und das alles nach einer Pause und nach dem Bossfight in 6 Minuten. Aber was wollte ich noch sagen bezüglich dem da? Ich könnte noch so etwas machen wie jeder, der sappt. Also andere machen das, darum ist mir das in den Sinn gekommen. Jeder, der sappt, dem schreibe ich den Namen auf die Gitarre. Holy fuck, den mache ich so Zeug, oder? So schön, so schön locken. Den Leuten ein bisschen das Geld aus der Tasche ziehen, Chat. Ja, dann mache ich euch einen Namen auf meine Gitarre drauf. Und irgendwann ist jetzt kein Platz mehr für das. Ach was, perfekt muss es nicht sein. Aber das ist schon so. Das sage ich auch immer. Aber gleichzeitig bin ich halt einfach auch Perfektionist. Ich sage es immer, aber ich halte mich selber auch nicht dran. Ich denke immer so, oh nein, das ist nicht gut genug. Aber imagine Viewers, die ab und zu für 30k oder so einlösen können und dann kommst du immer wieder zwischendurch zum Rumklimpern. Wir haben so oder so Freude. Oh. Ja, ich überlege mir das einmal. Ich tue das in meinem Kopf mal in das Schubladchen, das heisst, eventuell dann auch mal eine Idee. Aber merci für die Inputs. Ich finde es wirklich auch eine geile Idee. Zum Plätsch eine Session machen, da wäre sowieso auch geil. So gemeinsam einen Collab machen, fände ich halt wirklich auch eine geile Idee. Ich würde es auch mega gerne sehen. Aber ich bin dann auch der sagt, ja, aber nein, ich habe die Gitarre, nein, da bin ich nicht gut genug. Winke, winke und goodbye. Ist halt schade, sind Song-Requests off. Verdammt, nachher gehen wir ins Clone Hero, glaube ich. Haben wir 6 Stimmen für Ja. Wir gehen nachher ins Clone Hero und dann müsst ihr etwas aus der Liste wünschen dort. Ist dann die Alternative zu Clone Hero, was heisst... Die Alternative zu Clone Hero ist auch noch ein bisschen Just Chatting. Was heisst nein? Damit noch einmal. Nein, es ist wirklich einfach, statt noch ein bisschen weiter Just Chatting machen, würden wir auch noch schnell ins Clone Hero gehen. Also das machen wir jetzt noch auch. Und dann gehen wir noch ins South of Midnight, wo ich noch runterladen muss. Eigentlich müsste ich schon lange am Abladen sein in dieser Zeit, oder? Chat, wo bekomme ich dieses South of Midnight? Ich muss mich da vorbereiten. Auf Steam, oder? Kann ich mir auf Steam abladen? Sage ich winke, winke und goodbye.
Muss ich auf Steam noch das Game abladen? South of Midnight. Das gibt's gar nicht, Chat. Das ist eine Lüge. South of Midnight. Very positive, Chat. Das ist ja gar noch nicht rausgekommen. Chat, hä? Wer hat mir das vorgeschlagen? Das ist ja gar noch nicht rausgekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Play the game now ahead of the full release. Ja, so gut. Ja, so gut. Ja, machen wir, Chat. Zahlen wir noch ein bisschen drauf, damit wir es gamen können. Geil. Die Huren Gauner, die. No, sorry, aber da finde ich jetzt schon ein bisschen frech, dass man... Dann sagt man, das Game kommt dann raus. Aber für 10 Franken kannst du es heute schon spielen. Hä? Und sie nennen es Advanced Access. Hässig. Hässig, Chat. So, aber ich habe es gekauft, ich tue es installieren. Ja, das ändert jetzt davon. Wir sind nicht schon bei... Nein, ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, wo wir sind. Nicht auf die Gitarre. Nicht auf die Gitarre, auf deine Stirn. Der Name. Ah, da hatten wir Orbit Culture Chat. Vultures of North. Es ist catchy. Catchy Beat. Muss ich sagen. Nice one, nice one. So, ich muss aber noch ein bisschen Chat lesen, bevor wir in die Bossfight reingehen. Der Blatsch hat dem Siki noch erklärt, wegen ABBA. Ich lese jetzt das nicht vor, ich überfliege schnell ein bisschen. Oh, gute Nacht, Liabo, möge dein Schlaf so erholsam sein wie eine Umarmung vom Mjölnir-Fleischhammer. Träum süß von deinen Abenteuern im Twitch-Universum. Liabo, schön bist du dabei gewesen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Süße Träume von Troilina. Und schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal, Liabo, bye bye. Und der wilde Kombi wäre du mit der Gitarre und der Bounce am Rappen. Oh, das wäre das wäre wirklich geil. Ich wollte mal eine Kooperation machen, vor vielen Jahren, mit einem Rapper aus der Schweiz. Aber es ist leider nie zustande gekommen. Das Lustige ist aber, ich kann jetzt nicht die ganze Story erklären, aber es ist ein Fakt, dass unser Song, den wir mit der Band oder mit dem Projekt gemacht haben, Song of Storms von Zelda halt, Song of Storms, das Cover, das war eigentlich geplant gewesen, wo wir noch in der Konzeptphase waren, das war geplant gewesen, dass wir das mit einem Rapper zusammen machen. Also ich kann gerne mal das Lied hören, Ausrufezeichen Band, und dort Song of Storms anhören. Und dort wäre endlich mal die Idee gewesen, dass wir einen Rap-Part hätten in diesem Lied. Es ist eher so ein bisschen gemütlicher Rock-Metal, den wir da gemacht haben, Instrumental und so. Ryan, grüezi. Ryan, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, Chat. Ich muss ein bisschen Gas geben. Ich habe einen grossen Wunsch für Clone Hero. Ja, das schauen wir dann an, wenn wir da drinnen sind, Chat. Also, es bestand ja immer noch die Idee vom Circle, der Circle Stream, wo wir zusammen einen Song produzieren mit verschiedenen Streamern. Ja, das stimmt. Ja, das wäre schon auch eine geile Idee. Neues Game nachher. Ja, South of Midnight. Ist heute eigentlich als Vorschlag gekommen, habe ich gesagt, gut, ich weiss nämlich nicht, was ich machen soll, dann machen wir da. Advanced Access oder auch Early Access, ja, aber trotzdem, es
Es ist nicht das Early Access im Sinne von, hey, du kannst jetzt in der im Alpha-Stadium schon reinschauen, sondern Early Access im Sinne von, du bekommst es jetzt auch eine Woche früher. Du machst mit beim letzten Beta-Test, zahlst aber zusätzlich Geld dafür, damit du beim Beta-Test kannst noch ein paar Bugs melden. So verstehe ich das auch. Da ist ein Sänger wieder mal auf Lego gestanden. Das ist ein bisschen hässig. Und da wäre halt geil, Dave am Schlagzeug, Carnage True. Merci Fienchen, also ihr könnt da gerne. Jetzt sind wahrscheinlich alle auf dieser Website und hören dort das Zeug, oder? Genau. Das haben wir mal produziert. Also ich, wo ich noch in einer Band war, aber eben auch dort sind wir eigentlich eher so 2, 3 Personen gewesen. Vor allem 2 Personen, die das noch produziert haben am Schluss. Und ich habe dort alle Seiteninstrumente gespielt. Genau, merci, Fienchen, ja, I know. Chat, sind ihr ready für den Bossfight? Gehen wir in den Bossfight rein? Schnell Ablauf. Bossfight, Pause, Clone Hero. Sind ihr ready, Chat? Schnell schauen, da Bossfight. Genau. Chat, 2 Minuten Umfrage, wer gönnt im Bossfight? Ich oder ihr? Troy oder Chat können eure Kanalpunkte verwetten. Bis jetzt, ich glaube, die Leute haben immer ein bisschen Kanalpunkte verloren, wenn sie auf mich gesetzt haben. Aber ich gebe mir Mühe. Okay? Versprochen. Das Mal ist auch keine Franziskus-Karte im Spiel. Ja, genau. Das ist da, wo der Redbeard sagt. Franziskus-Karte ist jetzt nicht mehr. Also habe ich wieder mehr Chancen. Wieso setzen denn alle wieder auf Chat? Eine Person Chat setzt auf mich. Oh, geil. Ich muss noch schnell schauen, ob das Game runterlädt. Ja, das Game lädt aber nicht im Hintergrund. Perfekt. Hey Ryan, ich kann mich übrigens nicht beklagen. Merci fürs Fragen. Und wie geht's dir? Das ist die viel wichtigere Frage. Bei mir ist alles gemütlich, alles gut. Weekend am Genießen. Chat, bitte gebt euch Mühe. Es geht um einiges. Oha, aber ich sehe es gerade 13.158 Kanalpunkte versus 22.966 Kanalpunkte, Chat. Ich kann nicht setzen, brauche Punkte für Karten. Ja, aber was ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, so 10.000 Punkte einfach gönnst? Auch noch so oben drauf. Hä? Vielleicht 20k auf uns gesetzt. No way, krass, ey, krass. Aber das Lustige ist, aber macht ja auch absolut Sinn, wenn halt jemand so viele Punkte auf eine Seite setzt, setzen mega viele andere natürlich auf die andere Seite. In der Hoffnung, um nachher die Punkte quasi abgrasen. Und ich gebe mir Mühe. Chat, ich gebe mir wirklich Mühe. Jetzt bin ich zum ersten Mal bei so einem Fight dabei. Wie geht das? Also, Naxlani, dann machen wir schnell für dich einen Crashkurs. Ja, kurz und bündig. 3 Aktionen pro Zug. Ja? Ihr habt 3 Aktionen, dann kommt meine Aktion, dann kommt die nächste Runde und so weiter. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe. Das sind auch Chat-Befehle, die ihr eingeben müsst. 3 verschiedene Angriffe, machen unterschiedliche Damage, haben aber auch unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffee drin könnt ihr euch heilen, hat eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. Also ein bisschen vorsichtig sein und schauen, wenn ihr es bringt. Vielleicht nicht als dritte Aktion, wenn ihr verschüttet. Das ist schon passiert und dann habt ihr je nachdem verloren. Mit der Mystery Chest, also in der Mystery Chest können Haufen Sachen drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus, jetzt ist da etwas im Weg, so. Mit Franziskus könnt ihr im Franziskus Liebe schenken, den Eicheln. Und das bewirkt, dass ihr die Chance senkt, dass der Franziskus euch angreift mit
der stärksten Attacke von ihm. Was wären 400 Eichel gleich 400 Damage? Holy. Was ist denn das? Hey? Das klingt doch so ein bisschen wie Thunderdome. Früher Thunderdome. Genau. Und alle Dungeon Leaders, KG und Def Matze haben dreifach Votes, Chat. Dreifach Votes. So, das zur Erklärung. Und dann könnt ihr mal voten, was ihr für eine Karte einlösen wollt, Chat. Wenn der Zusatzheilung, da würde ich jetzt empfehlen, je nachdem, auf was ihr gesetzt habt mit euren Kanalpunkten, macht es vielleicht Sinn, dass ihr die einlöst. Ja, oder Easy Mode, Ausrufezeichen Karte 1 oder Ausrufezeichen Karte 2 für Lightsabers, wo aber nur rein kosmetisch ist. Oder ihr sagt, ich will nichts von beidem, Ausrufezeichen keine Karte. Ich lasse das schnell laufen, so eine halbe Minute. Wir haben schon 5 Votes auf dem Koffeinschub. Da kommt noch mal eine Karte. Troy's Hammer-Karte. Für den Hans-Uli. Hans-Uli, grüezi. Habe ich dich endlich schon begrüßt? Chat. Also bei diesem Beat bekomme ich Kopfweh. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Dimatched MIT huge sign word chat. Die Macht mit euch sein wird, Chat. Yoda, danke. Aber ein bisschen Macht auch noch für mich. Ja. Ich vertrage so Musik nicht. Ja, es ist. Ich finde es jetzt auch nicht so. Ich finde es jetzt auch ein bisschen ablenkend, habe ich sagen. Jetzt habe ich irgendetwas gelesen und dann habe ich das falsche Wort gesagt. Ja, der Beat. Der Beat macht mich hässig. Der Sound ist schon gerade ein bisschen krass für so spät am Abend. Jetzt tue ich halt Exposed-Chat. So bin ich dann halt. Da wird auch exposed jetzt. Oreo? Wir machen schnell... Ich tue schnell skippen. Ihr müsst nicht skippen. Matze, ihr müsst nicht skippen. Ich warte noch schnell wegen dem Delay. Ihr müsst nicht skippen. Ich mache es schnell. Aber wir gehen noch in einen Bossfight rein. Muss ich schnell pausieren. So, wir lösen auf, Chat. Ihr habt gewotet für Koffeinschubkarten. Ich glaube, jetzt hat es zufällig entschieden. Ich glaube, 6 versus 6 oder? Koffeinschub, okay. Das heisst, ihr habt jetzt halt bessere Chancen. Fies. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, Chat. Gebe mir trotzdem Mühe. Das ist jetzt wieder so ein Kontrast, aber schöner Kontrast. Das finde ich nice. Das finde ich mega gemütlich zum Just Chatten. Ja, das hat so ein bisschen slow, gemütlicher Vibe. Gut. Chat, dann würde ich sagen, starten wir schnell. Gut, Bossfight starten. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Sorry, schnell. Wenn du schwarz. Es ist Sparta! Kage Mibutz und Def Matze, ihr wollt mich besiegen. Chat, votet für eure erste Aktion. Votet für eure erste Aktion. Chat, starten wir nachher am besten gerade mit einem schönen Angriff. Volle Pulle rein. Also der Jack hat da, ich sehe schon, er will da ein bisschen den Lead übernehmen. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Es scheint zu funktionieren. Die Leute voten Angriff. Feta-Käse. Und der Jack sagt, next Angriff. Wir schauen, okay, irgendjemand hat Mystery Chess gewotet. Irgendjemand hat Mystery Chess gewotet, aber da kommen wir haben schon 18 Stimmen, 19 Stimmen auf Angriff. 3er Vote für Pistole, ein Dungeon Leader oder die Leaderin hat noch die gewotet. Oh, come on. Chat.
Chat. 6 Volt 9. Oh, da. Okay. Das Jack hat jetzt auch so den Lead, oder? Der inoffizielle Lead vom Jack. Ja, und dann hätte er, wenn jetzt der nicht daneben geht, Chat. Hans-Uli. Haben den Spezialangriff für die nächste Runde freigeschaltet. Also. Franziskus, zeig ihnen deine Liebe, zeig ihnen... Fuck, Mann! Jackie Chan, was hast du mit dem Franziskus? Was hast du mit dem Franziskus gemacht, Jackie Chan? Jackie Chan, grüezi, wie geht's so schön, dass du da bist? Und Sir Simple, grüezi! Ja, da kommen wir alle rein und geben mir noch ein bisschen auf die Fresse, oder? 15 Volts auf Angriff, 17... Das ist interessant, wie da gerade smooth geht. Funktioniert da mit euren Strats? The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. As the blade cuts deep into the flesh, it's dealing a considerable amount of damage to the beast. Ahu! Let's go. Ja, okay, nicht schlecht. Das war nicht schlechter Damage gewesen, tatsächlich. Also Chat, wie geht's weiter? Ein schneller Überblick. 954 HP, 600 HP, 13 Volts auf Angriff. Machen wir schon wieder Angriff? Ja, der Jack hat halt schon wieder geschrieben Angriff. Und alle machen mit. Krass. Feinchen, sogar meine Mods, sogar Feinchen greift mich an, Chat. Ja. Wieder Angriff, 3 Wochen. Oh nein, jetzt steht next to Will Smith. Der Jack hat geschrieben Will Smith, aber die Leute sind immer noch am Angriff. Jack, jetzt ist es rausgekommen. Du bist gar nie im Lead gewesen. Du hast gar nie gesteuert. Ah. Ja, nice. Hure gut. Chat so verwirrt. Sind jetzt alle im Flow innen gewesen, oder? Chat, da probieren wir noch einmal. Ja? Der Jack gibt da Threads vor. Ja, aber lasst da auf KG, lasst da auf Matze, ganz wichtig. Bounce Mann, jetzt bin ich zuerst an der Reihe. Ja, jetzt komme ich zuerst dran. Hast du nicht gesehen? Habe extra geschaut. Bounce auch verwirrt. Oh, come on. Ah, shit. Chest of Hammers. Ich kann Franziskus nicht vertrauen. Der ist geinfluenced worden von euch. Vorhin. Angepupst ist er geworden und jetzt kämpft er für euch, oder? Okay, die Animation ist auch wieder kaputt. Geil! Also, Chat, ihr seid an der Reihe. Sehe ich da noch mit Threads? Ich glaube, Chat weiss nicht, was sie mitmachen, aber doch gehen sie auf Angriff. Heute ist eigentlich Attack only, oder? Wobei es macht auch Sinn mit dem Schild, logischerweise. Auf KG hören finde ich generell eher schwierig. Okay, Bounce, okay. Also, Chat. Schnell schauen. Wo ist der Jack? Nachher Heal habe ich gelesen, von den Feinchen. Okay, ich glaube, das funktioniert. 11 Volts auf dem Kaffeetrink. Was ist das für... Das Avatar ist echt geil. Was ist das? Führt aus. Heal 250, holy shit. Okay. Chat. Aktion 3 von 3. 3.
Kannst du das erklären, was da abgeht? Also, ihr seid in einem rundenbasierten Bosskampf gegen mich, Jackie Chan. Und ihr habt immer die Chat-Commands, die ihr hier auf der Seite seht. Und die könnt ihr in den Chat hineinschreiben, zum Mitvoten. Das heisst, 6 Leute haben jetzt Ausrufezeichen A oder Ausrufezeichen Angriff, geht beides, reingeschrieben und haben so gewotet. Und Angriff hat die meisten Votes gehabt. Das heisst, jemand zufällig führt die Attacken aus. Und euer Ziel ist es, mich zu besiegen. Ihr habt 3 Aktionen pro Runde und dann bin ich dran. Was jetzt der Fall ist, jetzt ist es nämlich mein Zug. Und ich wähle jetzt aus, wie ich euch auf die Fresse gebe, Chat. Und ich entscheide mich für eine weitere Chest of Hammers. Und es ist einfach, machst du einfach so ein bisschen da, wo die anderen auch machen? Oh mein Gott. Ja, aber jetzt ist einfach der falsche Moment. Jetzt kann ich euch nicht finishen mit dem Jöllier. Aber welcher Mod ist es denn? Es ist halt Fienchen. Mit den Fireflies. Teilt aus, Chat. Und zwar 482 Damage. Oha. Ja, wär ja schon schön gewesen, muss ich sagen. Aber das ist fast ein bisschen so, you know. Ja. Hey, jetzt heilen wir wieder auf 19 Volt zu viel, Chat. Hey, wir haben da schon geschickt. Jetzt kommt das erste Heal. Ausgeführt von Fienchen. Und er hat noch den Zusatzheal, das heisst 258 Heal. Das ist nicht schlecht. Und die Frage, Chat, die Frage aller Fragen. Was kommt jetzt? Noch ein zweiter Heal? Nein, ich glaube es nicht. Jetzt kommt der Angriff. Der Spezialangriff, der wird jetzt gewotet mit 14, 15 Volts. Ivar Racer, der gerade zweimal abstimmen, Chat. KG. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. As the blade cuts deep into the flesh, it's dealing a considerable amount of damage to the beast. Oh, verdeckel einmal, das war wieder nicht schlecht gewesen. Ja, also es sind keine 650, aber das war halt schon nicht schlecht gewesen. Chat. Ahu! Ich glaube, das nützt damals. Ich glaube, das Ahu bringt eben etwas, Chat. Jedes Ahu gibt nochmal so 1 Damage mehr. Stei, Mann, grüezi Stei, wie hast du es schön, dass du da bist. Das Ahu bringt nichts. Vielleicht zieht es aber auch so 1 Damage abbauen. Das kann ja auch sein. KG healt halt wieder. Das habe ich jetzt gehofft, dass der nicht healt, Chat. Mann! Ja, also sieht nicht gut aus für mich, Chat. Das ist ganz klar. Ich bin halt Sternzeichen Zwilling. Also, Chat. Jetzt bin ich zuerst an der Reihe, Chat. Ganz wichtig. Ich tue mich jetzt heilen, Mann. Ist mir egal. Was verschüttet? Nein! Oh mein Gott! Ja, jetzt bin ich kaputt, Chat. Jetzt bin ich kaputt. Das war's, oder? 437. Das ja gut, wenn er jetzt den Angriff wieder reincuet, dann schaffen wir es nicht in dieser Runde. Aber dafür teilen wir noch einen wieder gewaltig aus, je nachdem. Und Nicke TV, Nicke, oder Nick, Nicke. Das ist so französisch, Nicke. Hey, grüezi, hi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist, Nicke. Jetzt habe ich nicht geschaut, Chat. Jetzt habe ich nicht geschaut. Check. Oh, jetzt kommt der Check tut jetzt nicht nur die Strats leiten, sondern kommt jetzt auch direkt führen und trifft mich sogar mit der fucking Pistole. What the fuck?
Ach, Chat. Ach, Chat. Will Smith. Ich finde es krass, wie einfach alle machen, was der Jack vorgibt. Da macht mir schon fast ein bisschen Angst. Da macht mir schon fast ein bisschen Angst. Matze, Dungeon Leader, Level 3. Nick_TV. Yes, Mann! Und 70 Lüt. Oh, holy Nick! Nick TV! What is happening? Danke für den Raid! Oh my God! Hochdeutsch, Englisch, Schweizerdeutsch. I need to know the language. Ich brauche die Sprache. Ist Hochdeutsch in Ordnung, weil dann wechsle ich auf Hochdeutsch. Aber hallo, liebe Raiders, bevor wir jetzt den Bosskampf hier beenden, ne? Wobei, wir müssen den nächsten wahrscheinlich schon direkt wieder reinqueuen. Aber ich mach kurz. This is madness! Madness. Oh, what is happening? This is Sparta! Wieso kommt jetzt die Animation? Und Raiders, nochmals willkommen, liebe Raiders. Da 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 da. Da 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 da. Nicke TV. Hey Will, sagen Sie, schleift es eigentlich? I'm sorry. Nicke, I'm so sorry. Das war, ich war jetzt, weiß nicht, wer das war. Ne? War nur ein liebevoller Klatsch. Chat, liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive schweizerdeutsche Unterhaltung mit Effekten und viel Gelaber und Hashtag. Kokainum. Ja, Hashtag Kokainum. Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Dann später. Und was gab's denn bei euch? Nicke, was gab's bei euch? Was hast du gestreamt und wie war dein Stream? Sorry. Und wir sind hier mitten im Bossfight, ne? Mitten im Bossfight. Ich muss jetzt auch noch eine Aktion machen, ne? Es ist notwendig. Antonio Margareti. Chat, come fucking on. Ich hab verschüttet. Ich mach 10% mehr Damage ab jetzt, aber ich bin so gut wie tot, Chat. Oh no. Und liebe Raiders, bleibt doch noch bis nachher. Ich bin bald tot. Machen wir noch zusammen ein Foto. Ja, ganz wichtig, ein Raid-Foto zusammen mit Nicke TV und euch. Ihr dürft dann alle aufs Foto drauf. Und es wäre mega nice, wenn ihr dann noch dabei seid. Fienchen führt aus Will Smith. Ja, jetzt, ne? Jetzt kommt Will zu mir und finisht mich. Nein, Chat, nein! Disclaimer. Troy ist ein notorischer Lügner. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Wir gehen noch ins Gameplay rein. Hallo. Oh. Das Chaos hier, Chat. Das Chaos. So, Chat. Nicke, ich hoffe, du bist noch hier. Ich hoffe, es ist dir nicht zu viel hier mit den ganzen Effekten. Aber Nicke, bevor du gehst, wenn du noch hier bist, bitte wähle noch was auf der linken Seite. Wir machen jetzt ein Foto mit dir. Du kannst sehr, sehr gerne noch wählen, was neben dir aufs Foto kommt. Und alle anderen dürfen mit aufs Foto mit eurem Profilbild. Ihr müsst einfach nur Ausrufezeichen Foto eingeben, dann erscheint ihr mit dem Profilbild hier auf dem Foto drauf. So. Und Nick, ich will dich aber auch nicht länger aufhalten, ne? Wenn du gehen musst. Ich verstehe es, ne? Nach dem Stream und so hat man noch Dinge zu erledigen, muss was essen gehen und so weiter. Ich will dich nicht aufhalten. Nick, ich wünsche dir sonst auch noch
Oh, du bist noch hier, let's go. Aber ne, wenn du schlafen gehst, dann wünsche ich eine gute Nacht und danke dir nochmals für den Raid. Blackjack. Merci vielmals für 5 verschenkte Subs. What are you doing, Mann? 5 verschenkte Subs am Bloomwind. Jo. Und da schaufeln sie wieder die Bits rein. Was macht ihr? Oh mein Gott, ey. Nick, ist das bei dir auch so? Ist das auch so chaotisch bei dir? Oh mein Gott. Also, ich muss mich jetzt schnell fertig bedanken. Nochmal, Blackjack. Ich lese noch wieder vor. An Juli, an Angie, an Samusari, an Pixelpinsel. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscribers. Blackjack, merci vielmals für die verschenkten Subs. Danke vielmals Jenny für 100 Bits. Merci vielmals Jenny für den Support. Merci vielmals Brother from Another Mother für 100 Bits. Danke vielmals für den Support. Dann Highway Racer mit 5 verschenkten Subs. An The Crizio, an Patty, an Jasmin, an The Painzor und an Anna. Und euch allen viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Highway Racer, merci vielmals für den Support. Sty, merci vielmals für 100 Bits. Danke vielmals für deinen Support. Coolio Auto, merci vielmals für deine 100 Bits. Coolio, danke vielmals. Sir Simple, merci vielmals für deine 100 Bits. Danke vielmals für deinen Support. Sir Simple. Und das hört nicht mehr auf, ne, Chat? Das geht jetzt so weiter. Schufki, danke dir für 100 Bits. Danke für deinen Support, Schufki. Und Seki, merci vielmals für 500 Bits. Danke vielmals, Seki, für deinen Support. Fienchen, merci vielmals für 69 Bits. Was Platsch? Tony. Ah nein, ich und ein Blech, okay. Oh, Fienchen, merci für 69 Bits. Cassi, oh mein Gott, Cassi. Danke dir, Cassi, für 5 verschenkte Abos. An Makrin, an Vodia, an Ende, an Matata und an Knutor. Ja, da guckst du, Herr Travolta. Da guckst du. Cassi, merci, danke dir für den Support, Cassi. Holy shit, Mann. Und Steampunk Lady Specko, merci vielmals auch dir für 69 Bits. So, jetzt ist aber gut, ne? Ich Applaus für euch, ne, Chat. Für die tolle Community. Können wir schnell applaudieren. Danke vielmals, liebe Community. Merci vielmals für den ganzen Support. Ich will noch kurz die Leute begrüßen, die noch reingeschrieben haben, ne, nach dem Raid auch. Da ist ein Username mit einfach Zahlen im Namen. Ich sage jetzt einfach mal Nummer 31. Grüezi. Kenko. Grüezi wohl. Dann J2K. J2. Ja. Ich weiß nicht. J2K4U. Hackmax. Coolio. AOD Rob. Und natürlich Schufki. Schön, dass ihr hier seid. Wie geht's euch denn? Und schön, dass ihr auch mitgeradet seid, die mitgeradet sind mit Nick TV zusammen. So, Arti, merci vielmals für 69 Bits. Danke vielmals, Arti. Cassi, danke dir für 44 Bits. Merci. So, jetzt ist aber gut, Chat. Wir machen noch das Foto. 41 Leute sind auf dem Foto. Da gehen noch mehr, ne? 42 Leute. Die Antwort auf alle Fragen, Chat. Die Antwort auf alle Fragen. Eine Person brauchen wir noch. Ausrufezeichen Foto. Wenn Raid. Wir gucken kurz einen Clip von Highway Racer, Chat. Aber
Zuerst das Pet für mich. Das ist so fies. Das ist nur ein fies Chat. Aber gut timen, da muss ich euch schon geben. Das war gut Timing. Oh. So, Chat. Kurz ein bisschen Chat überfliegen. Gute Nacht, hey, KG, gehst du schlafen? Gute Nacht, KG. Möge deine Nacht so geheimnisvoll sein wie ein Flüstern von Murmeln im Mondlicht. Ahu, träum süß, hey, KG. Mach's gut und danke auch dir für deinen Raid. Und bis zum nächsten Mal, KG. Schönen Sonntag noch. Bye, bye, tschüss. Und sind wir eigentlich mehr nicht böse, wenn ich nicht alles lese, Chat? Ich versuche mein Bestes. There's a spider in my face. Carnage, show. Sorry. Was ist das für ein Avatar, Mann? Wie gut. Oh. Ach, Carnage. Nice, nice. Wer küsst mich da? Ich muss schnell schauen. Wieso sehe ich? Da sage ich verstehe immer Blätschi bei dem. Ich und mein Blätsch. Blätschi. Dort. Da. Ja, stimmt, hinten dran. Warte jetzt. Oh, shit, jetzt weiss ich es nicht mehr. Wer ist dort am Küssen? Chat. Neben dem Bounce. Geil. Buzz. Good night, bloody sleep well. Lord God Thunder, have mercy with her lousy gameplay. Ahu! Das fehlt noch. Hey, Fienchen, habe ich mich bedankt für 69 Bits. Danke für 69 Bits. Und danke, lieber Chat, nochmal für den Hype Train. Merci vielmals. Zeigt an. Zeigt eure Emotes. Zeigt eure Hype Train Emotes, Chat. Ich will sie sehen. Und da sind wir wieder, Chat. Ja. Auf der Schiene zum Gameplay. Oder in Pause, dann irgendein. Oder in den Bossfight zuerst noch. Wait, 21 gigawatts! Chat, haben wir nicht gesagt, wir gehen in die Zukunft? Wieso sind wir nicht mitgekommen? Ich bin jetzt wieder zurück. He? Zurück aus der Zukunft. Und so, Chat, wo ist die Musik? Wir machen das Foto jetzt. Foto in zwischen. Oh, wait a second, wait. Da kann ich noch einen geilen Effekt machen, oder? Chat, da machen wir noch einen Effekt rein. Ja, sorry. Ja, jetzt habe ich euch ein bisschen gebaitet, aber ist mir jetzt in den Sinn gekommen, ja, dass es da sicher noch irgendetwas Geiles gibt, was wir machen können. Let's go, Chat. Das kann ich auch so. Hey, Chat. Hey, da kann ich auch da. Hä? Nicker TV. Das kann ich auch. Nice. So, Chat. Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Wow. Oh, okay. Geschmackjagd mit Foto. Habitch. Obi-Wan? Was ist. Woher kommst jetzt du? Ich wollte doch das Foto machen. Haben wir jetzt Foto gemacht oder nicht, Obi-Wan? Wieso brenne ich?
Ein sauer Chaos, Mann. Ach, shit. Oh, der Obi-Wan ist auf dem Foti. Let's fucking go. Let's fucking go. Und ich brenne, Chat, auf dem Foti. Nicke, hier unser Foto. Aber jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC, merci Specko. Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Ich werde eine Story machen auf Insta und Twitch, wo ich dich markiere, Nicke TV. Geile Kombination gewesen. Finde ich geil, dass der Obi-Wan auf dem Foto ist. Ich weiss nicht, haben wir das schon mal geschafft, Chat? Haben wir das schon mal geschafft, dass der Obi-Wan drauf ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist das erste Mal. Ich glaube, es hat auch mal nicht funktioniert, ne? Das war auch noch. Absolut die Eskalation. Ja, vor allem, wenn wir jetzt... Eigentlich müssten wir noch den Bossfight machen, Chat. Was ist das für ein Emote hier? Das ist ja ganz wild. Das ist ganz wild, Blood Honey. Glaub nicht, Troy. Das ist schon das erste Mal. Also, Chat. Also, erstens mal, ich mache wieder Hochdeutsch. Ich mache wieder Schweizerdeutsch, wenn ihr gar nichts mehr versteht. Ne? Die jetzt mit dem Raid auch mitgekommen sind von der lieben Nicke TV, sagt mir einfach Bescheid. Wenn ihr was schreibt auf Hochdeutsch, dann kommentiere ich auch immer auf Hochdeutsch. Hier sind alle willkommen. Aber ich glaube, wir machen noch ein bisschen Schweizerdeutsch. Sonst explodiert mein Kopfchat. Schaut nach, findet noch gut, was er rauslässt. Macht auf Superstar, Mr. Supersmart. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Treu wird von allen angeschrien. Ja, haben Sie nicht ein bisschen Mitleid? Hatten wir den schon mal auf... Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist das erste Mal. Aber GZ in dem Sinn, dass der Obi-Wan draufgebracht hat. Das ist erlaubt. Aber ein paar gezeichnete Booty werden gesperrt. Ja, das ist da haben wir schon x-mal das Thema gehabt und ich verstehe das auch nicht, wie Twitch dort genau entscheidet. Keine Ahnung. Also da habe ich schon Sachen gehört, wegen einer Träne hat es geheißen, es sind Körperflüssigkeiten und dann abgelehnt. Und nachher solche Sachen wiederum sind kein Problem. Ich weiß es auch nicht. Ich finde jetzt auch da nicht schlimm. Ich finde auch nicht schlimm, wenn ein Tränen auf dem Emote ist. Ja. Ich finde auch ein Booty nicht schlimm, Chat. Wow, das tut mir wirklich leid zu hören. Wenn du reden möchtest, bin ich hier für dich. Empathiemodus, Bothammer, jetzt kein Seich rauslassen jetzt. Troy braucht deine Hilfe. Wie machst du das mit diesen geilen Effekten? Kann man bei dir eine Schulung buchen? Grüezi miteinander, ich bin Troilina. Es hat geheißen, ich muss schnell kommen, weil jemand eine Schulung bei mir buchen will. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich weiss nicht, wer hat eine Schulung gebucht, Chat? Ich muss mir schnell helfen. Ich muss da Knöpfchen drücken für den Treu. Wer hat eine Schulung gebucht? Eine OnlyFans-Schulung ist gewünscht. Wie tut man OnlyFans einrichten und wie macht man am besten Content auf OnlyFans? Das ist ganz einfach. Der Luca hat das gewünscht. Also Luca, ich bin Troilina, die OnlyFans-Streamerin. OnlyFans-Profi. Ich weiss, wie das funktioniert mit diesen Abos. Also, du musst einfach auf OnlyFans dich anmelden und dann machst du auch so verschiedene Stufen. Und in der ersten Stufe bist du auch so halbnackt. Und bei der zweiten Stufe bist du fast nackt. Und bei der dritten Stufe, dort wo alle abonniert haben bei mir, bist du komplett nackt. Und genau. Und dann kommt das Geld rein. So funktioniert das. Wenn endlich Dinner, auch Stufe 3 Abonnenten check. Er hat halt mit mir ein Dinner gewonnen. Beim letzten Giveaway auf OnlyFans.
Das tun wir dann noch off-stream das schnell besprechen. Ich komme dann schnell vorbei bei dir. Chat. Ich bin auch verwirrt. Der Troy hat ein bisschen verwirrt ausgesehen. Ich glaube, er hat ihn ein bisschen geplagt. Offscreen. Ja genau, offscreen machen wir das natürlich. Also, oder vielleicht streame ich auf OnlyFans. Das weiß ich noch nicht. Nice. Chat, Mann. Hey, ich bin so neben der Schuhe, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich schaue auf die Uhr und denke, mein Gott, wir sollten jetzt langsam ins Clone Hero, wir müssen eine Pause machen. Wie machen wir das? Also, erste Frage, ist Nicker TV noch da? Nicker TV, schnell kurz in den Chat hineinschreiben, einmal kurz in den Chat reinschreiben, wenn du noch hier bist. Nicker TV, Raiderin von vorhin. Und wenn ja, dann klären wir das noch schnell mit dem Bossfight. Andererseits. Das falsche Wort. Und sonst machen wir schnell eine Umfrage, ob wir einen Bossfight machen wollen. Und sonst, wenn nicht, würden wir schnell Pause machen und dann würden wir ins Clone Hero und dann schauen wir. Irgendwie, wir haben jetzt doch 2 Bossfights schon gehabt. Und darum lasse ich jetzt in erster Linie den Raider oder die Raiderin bestimmen und sonst euch bestimmen, ob ihr einen wollt. Was hat Troilina wieder erzählt? By the way, Luca, deine Frage war noch, wie machst du das? Stichwort Streamerbot. Streamer.bot abladen, schau ein paar Videos zum Thema Streamerbot. Es gibt viele Tutorial-Videos, die du kannst geben kannst, um dort reinzukommen. Aber ein Streamerbot ist auch nur ein Werkzeug. Im Streamerbot müsstest du alles bauen. Aber auf dieser Grundlage basiert es und dann halt Stunden über Stunden, wo ich jetzt inzwischen schon reingesteckt habe, wo dann dazu führen, dass so viel Chaos kann stattfinden auf meinem Channel. Und Streamerbot ist auch so, ich kann schnell den Streamerbot abschalten, dann seht ihr schnell, wie das aussieht. Ja. Oh, jetzt habe ich einen falschen Knopf. Streamerbot ausschalten. So, Chat. Wenn ich endlich den Streamerbot ausschalte, dann seht ihr, ich bin endlich im Hintergrund am Fortnite spielen. Und Streamerbot tut endlich einfach tut all die Effekte machen, damit der Stream ein bisschen besser aussieht. Luca, ich hoffe das hilft. Ja. Also auch ohne Streamerbot. Ja, mit Streamerbot. Ganz einfach. Jetzt komme ich noch weniger draus als vorher. Luca hat sich jetzt einen OnlyFans-Account gemacht. So, oh, OnlyFans-Account, okay. Geil. Die Bot hat gesagt, dass es in Zukunft wird vermeiden, mich anzumotzen wegen Caps. Oh nein, nein. Das macht er halt eh nicht. Er haltet sich eh nicht dran. So, ihr Lieben, ich bin jetzt auch mal ich gehe jetzt auch mal ins Bettchen. Bis bald. War cool bei dir, Troy. Hey Matze, danke dir für den Raid. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut. Und schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal, Matze. Ich versuche auch mal wieder bei dir reinzuschauen. Letztes Mal habe ich geschrieben, aber ich war gleichzeitig noch in einem Discord-Call. Darum konnte ich nicht wirklich chatten bei dir. Aber man liest sich, man sieht sich, ne, Matze? Bye, bye. Perfekte Werbung für Streamerbot, true. Ja, Schufki ist da natürlich auch mit Streamerbot unterwegs. Macht da auch vieles. Ab und zu sehe ich da auch wieder was, wo ich sagen muss, das ist nice. Ne? Das ist nice. Schufki, also auch du machst da ganz, ganz verrückte, geile Dinge. Oh Mann, Troy. Und by the way, der Chat auch. Also es gibt viele Streamer, die wir jetzt hier im Chat drin haben, die wirklich sehr, sehr auf Streamerbot setzen. Für all die visuellen Animationen und so weiter. Mach doch sowas nicht. Die Fragen, die wieder überall auftauchen. Ich weiss nicht, von was du redest. Hast du mit der Troilina Hast du mit der Troilina wieder etwas abgemacht?
Hast schon 18, wie viel? 188'000 Abonnenten. Ja, das ist aber schnell gegangen. Ich glaube, ich muss auch einen OnlyFans-Account machen. Der Luca ist schon am Pimmelfötterchen posten. und alle haben schon abonniert, oder? Das teste ich jetzt gerade, Jenny. Und nachher kommt sie und sagt so, ja, ich habe jetzt auch 188'000 Abonnenten. Was machst du Schulungen? Was wie wohl streamen, was ja Carnage macht. Carnage Rage hat natürlich auch Streamerbot im Einsatz. Auch sehr, sehr geile Sachen. Ja. Sehr, sehr kreativ auch. Und Lucy, habe ich OnlyFans gehört? I'm in. Lucy, Mann, grüezi Lucy, wie geht's dir? Ja, vorhin hat Troilina etwas von OnlyFans erzählt und so. Ich weiss nicht, was sie wieder rausgelassen hat. Ja, wieder Reibergeschichten hat sie erzählt. Wollt euch wieder das Geld aus der Tasche ziehen, Chat. So, Fienchen oder liebe Mods im Allgemeinen, dürfte ich euch bitte eine Umfrage haben. Das wäre mega cool. Eine Umfrage, ob wir den Bossfight noch machen. Jetzt, weil wir haben jetzt schon 2 gehabt. Das Gefühl, also ich finde jetzt, es wäre fast ein bisschen einer too much, wenn wir jetzt noch mal einen machen. Wir können ja das später, vielleicht, wenn noch mal ein Raid reinkommt, können wir noch mal schauen. Aber machen wir jetzt einen Bosskampf, ja oder nein? Und sonst würden wir schnell Pause machen und dann würden wir nach der Pause schnell ins Clone Hero gehen, 1-2 Lieder spielen und dann schauen wir weiter. Ja, dann kommt vielleicht noch South of Midnight. Mal gucken, Chat. Mal gucken. Merci vielmals. Ja, votet doch schnell für Bossfight, jetzt oder später. Und mit später würde ich sagen, wenn dann der nächste Raid reinkommt, schauen wir dann nochmal. Ich muss wahrscheinlich ohne Scheiß, ich sage es jetzt so, wie ich es mal gedacht habe oder wie ich es ab und zu denke, ich muss wahrscheinlich mal irgendwie eine neue Struktur einführen. Es fällt mir auch schwer, eine Struktur, die endlich so sagt, hey, bis zu einem gewissen Zeitpunkt machen wir die Bossfights und dann haben wir quasi freie Laufbahn fürs Gameplay. Da muss ich, es ist halt, je grösser als jetzt auch das Ganze geworden ist mit euch, der Channel, desto schwieriger wird es, amix da noch so die Balance zu haben, wenn die ganze Zeit halt Raids reinkommen. Aber da sage ich jetzt auch mal, ich bin überhaupt noch nicht so weit, dass ich dort einen gescheiten Plan habe, aber das war eigentlich der erste Schritt auf diesem Weg, dass ich mal eine Struktur vorgebe. Vielleicht irgendwann ist dann Zeiten, die ich einhalten muss. Und vielleicht dann auch irgendwann ist ein Teil, wo wir sagen, da haben wir Bossfights und noch nicht mehr. Aber ich beziehe euch immer ein, Chat. Also ich werde auch immer euch ein bisschen fragen, wie ihr es seht. Ich will da niemand verrückt machen. He? Aber irgendwie muss man halt auch immer ein bisschen umschrauben und optimieren. Ich brauche das Ende des Chats, Gottverdammt. Ich auch. Das geht mir genau gleich. The struggle is real. Hey, und ich sage jetzt halt einfach 31 und ein paar Zahlen. Merci vielmals, danke dir für den Follow und willkommen auf dem Channel. Schön, dass du hier bist. Und gute Nacht, lieber Redbeard. Möge dein Schlaf so ruhig sein wie das Murmeln eines Bachs. What? Und deine Träume so gemütlich wie frisch gewaschene Socken. Frisch gewaschen, Chat. Ja, frisch gewaschen. Nicht wie die Socken von der Moni, da, die sie mir geschickt hat. Ja, die Moni hat mir halt Socken geschickt. Die sind nicht, die sind getragen. Chat, könnt mir sagen, was ihr wollt. Die wurden getragen. Also ein Seich. Ja, das ist Spass. Das ist aus ihrem Merch-Store. Chat, die vibrieren, die Socken, die vibrieren irgendwie. Das Chattering ist fein. Schnell schauen, also später. Wir machen den Bossfight später. Das ist ein Deal. Also. Machen wir das so. Und dann würde ich sagen, wir machen schnell Pause, Chat. Wir machen schnell Pause. Ich überflüge noch schnell, ob ich etwas Wichtiges überlesen habe.
Polizeistunde, genau, Bossfight braucht Polizeistunde. Kann man Streamerbot mit Stream Deck verbinden? Yes, du kannst dir Buttons auf Stream Deck legen, die nachher Aktionen im Streamerbot ausführen. Also Antwort ja. Finde ich auch geil, brauche ich auch die ganze Zeit. Also wenn ich irgendein Knöpfchen drücke und dann passiert etwas, dann ist das eine Streamerbot-Aktion, die ich per Knopfdruck ausführe. Danke vielmals, Jenny, fürs Ende des Chats. Du hast einmal Ende des Chats. Oh. Alles ab, Troy und Chat. Ich wünsche euch eine gute Nacht und noch viel Spaß. Es war ein Vergnügen. Check. Bekommen wir auch noch schnell ein Shoutout für den lieben Jack. Das wäre cool. Jack, merci vielmals, dass du im Bossfight den Lead übernommen hast. Das hat hervorragend funktioniert. He? Und ich bin mir ja sicher, das hast du nicht nur gemacht, weil du so viele Punkte verwettet hast. Also schau da mal beim lieben Jack vorbei. Auch viele Spielereien, auch viel mit Streamerbot, auch Schweizerdeutsch vor allem und mega sympathisch. Also geht da rein, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Blackjack V8. Empfehlung von mir, Chat. Empfehlung von mir. Und wenn es euch gefällt, natürlich auch reinfolgen, ganz wichtig. Und Jack, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schön bist du dabei gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht auch wieder einmal am Drögeli verkaufen. Also in real life, also im Spiel meine ich. Schedule 1. Chat, liebes Twitch-Team, ich rede hier von dem Spiel Schedule 1. Da Drogen verticken, ne? Nicht in echt. Ne? Don't do drugs, Chat. OnlyFans ruft an und will die Socken haben. Geil. Jetzt kannst du mal einen Alert einrichten, der triggert wird, wenn du anfängst zu gamen. Also meinst du, wie eigentlich wäre das da. Und dann müssten wir aber beim Gameplay sein, dann noch hin, oder? Das wäre eigentlich die Idee. So, Chat. Aber ich glaube, ich drücke jetzt auch nicht wieder Retour, sondern wir gehen jetzt in Pause. Es ist auch mega schwierig, gegen den Troy zu gewinnen im Bossfight. He? Bei uns, wärst du nicht schon VIP, würde ich dich für die Aussage zum VIP machen jetzt. Ja, absolute Wahrheit. Eigentlich müsste ich bei mir so... Nein, eigentlich müssten wir so die Wahrheit-Bits einfügen. So 100 Wahrheit-Bits. Oder? Um auch nochmal schnell unterstreichen, wie wahr die Aussage jetzt war. Pinkelpause, Chat. Wir machen schnell... wir machen Pinkelpause. Wir machen sicher schnell 5 Minuten rein. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal ins Clone Hero reinzugehen und dort vielleicht noch 1-2 Songs zu spielen. Ich muss schnell meinen Knopf finden. Chat. 5 Minuten, hä? 5 Minuten. Vielleicht überziehe ich ein bisschen. Mal schauen. Hä? Wäre schön, wenn ihr noch da wäret, Chat. Let's fucking go.
Ist das der Arti gewesen? Chat, ich glaube, ich habe den Arti gesehen. Also es sind viele Streamer jetzt gerade drauf gewesen, aber ich habe auch den Arti gesehen. So, Chat. Seid ihr wieder da? Was haben Chat, was habe ich verpasst? Nope. Merci Arti, danke Arti für was das noch? Lautstärke regeln. Für 30 Bits zum Gigantifizieren, danke vielmals. Oh, jetzt kann man endlich mal das Emote brauchen, Chat. Das Gitarre Franziskus Emote, let's fucking go. Gestern im Chat gespiegelt mit Belohnungspunkten. Als Verkehrte? Ist das? Aha, ja, okay, jetzt komme ich raus, Chat, jetzt komme ich raus. So, Chat, ich starte mal schnell. Ich starte kurz Clone Hero. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich bin schon lange nicht mehr im Clone Hero drin gewesen, Chat. Das ist schon eine Weile her, verdammt. Mal schnell schauen, ob das alles funktioniert. Ich muss sicher am richtigen Ort raus mit dem Audio. Das ist auf jeden Fall wichtig und da muss ich schnell anschauen. Sound Settings. Schnell schauen, ob ich es capturen kann. So, Clone Hero. Let's go. Und dann, wo ist das Clone Hero? Clone Hero, das muss raus. Auf dem Musikchannel. Also. Das muss aus auf dem Musikchannel. Höre ich es denn jetzt? Verdammt. Hallo? Press. Wie ist das gegangen, Chat? Ich muss den Control wahrscheinlich noch anlassen. Ne? Ist kaputt, Chat. Das geht nicht. Verdammt. Let's go. Oh, mal, man hört's. Holy shit. Also schnell schauen. Das stimmt. Dann müssen wir noch schnell Settings machen. Und zwar. Hallo? Kalibration. Das müssen wir noch schnell machen. Chat, ich lese schnell. Sorry. Arti, merci nochmal für die weiteren 30 Bits für Gigantifizieren vom Gitarre Franziskus Emote. Nehmen Sie chemische Drogen? Nein, das sind die Fische. Das sind die Fische, Serkan, die Fische. Jetzt ist ja die Schonzeit vorbei. Die Schonzeit ist jetzt vorbei seit letzter Woche. Kann man Serkan? Sagen Sie Allgemeinwissen? Sind Sie dumm? Das schreibt Serkan. Nehmen Sie chemische Drogen. Dabei ist seit letzter Woche Montag ist die Schonzeit vorbei, ne? Was hast denn du so geangelt, Serkan? Was hast du so geangelt? So, Chat, ich muss schnell kalibrieren. Ich weiß noch nicht, wieso ich die Notifications so nicht höre. Okay, machen wir schnell Calibration, Chat. Let's try this. Jetzt wollte ich sagen, ist das eigentlich vorbei? 112 Millisekunden. Hey. Das ist mega viel, by the way. Yes, das müssen wir nicht machen. Geil, Mann, Bounce. Zander und oh, holy shit, let's go. Ja, jetzt? Nee, er kann weiß halt trotzdem Bescheid, ne? Zander und Karpfen angel ich gerne, let's go. Ich hatte schon Angst, du angelst nicht, ne?
Serkan, weil du das geschrieben hast, habe ich echt gedacht, der angelt gar nicht. Und ist aber hier, ne? Wäre ja auch ganz, ganz komisch. Wäre ja ganz komisch. Aus der Schweiz, by the way. Ja, aus der Schweiz. So, Chat, jetzt probieren wir da schnell. Jetzt kurz Info an YouTube. Ne? Ihr hört den Sound vom Spiel jetzt nicht. Ihr hört die Musik gar nichts. Also sieht wahrscheinlich komisch aus, wenn ich das spiele. Sonst einfach auf Twitch kommen und damit hören. Da läuft nämlich auch der Sound dann. Zander, seltener Fisch. Zander, Helge Schneider. Okay, let's go. So, Chat, ich würde sagen, Chat, ich brauche Songwünsche von euch. Sind denn da Songwünsche von euch, Chat? Der Jack hat mal gesagt, er hat einen Songwunsch. Ich glaube, der Jack ist aber nicht mehr rum. Jetzt muss ich noch schnell schauen, ob ich... Also ich kann nicht mal eure Songwünsche reinkippen, ich suche mir dann etwas aus. Schnell gucken hier. Ich glaube. Ja, der Chat ist über meinem Kopf, das sieht richtig aus, Chat. Also, carry on my wayward son. Wo ist da blau? Ich weiss halt schon gar nicht mehr, wo blau ist. Welche Farbe jetzt auch. Also ich habe sie erst, wenn ich die Taste drücke. Carry on. Carry on. Oh, ist es nicht eigentlich Wayward Son? Wayward? Nein, wie suche ich jetzt da? Carry on. Ah. Dann schauen wir noch schnell, welches wir nehmen. Wir nehmen das als Guitar Hero Smash Hits. Ja, das ist okay. Chat, ich werde euch aber abgehen sehen im Chat. He? Back Loser. Schauen wir noch schnell bei uns. Back Loser. Vielleicht dann noch mal schreiben, wenn ich frage. Aber machen wir mal Carry on Wayward Son. Ich hoffe, das funktioniert ja alles. Ich bin wahrscheinlich brutal eingerostet bei diesem Spiel. Aber we try. Lead Guitar und das Ganze auf Expert. I guess. Hey, 279 Damage, das ist ein bisschen fies. Skizze, da, ich will da gerne Carry on my Wayward Son spielen. Und jetzt habe ich schon 279 Schaden genommen. Had to rest, don't you cry no more. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, dat kann ich nicht. Oh, shit. Ach, ich bin brutal eingerostet, Chat. Brutal eingerostet. Aber, hey, Chat, da muss es abgehen im Chat. Skizze, wie geht's dir? Sorry, ich frage jetzt. Dann kann ich es wahrscheinlich nicht lesen. Da muss es abgehen im Chat. Postet da die Franziskusse rein. Oder eure Dance-Emotes oder whatever, Chat. Die verkacken es. Hey, jetzt weiss ich aber nicht, wo ich bin, oder? Oh. Hey, ich weiss wirklich nicht, wo ich die Finger habe.
Ich glaube, ich habe schon ein Delay-Problem. Ah! Scheiße. Meine Finger. Scheiße. Hey, ich treffe gerade nicht viel, ehrlich gesagt. Hey, nein. Scheiße. Wo sind meine Finger? Oh, no, no, no. Scheiße. Nein! Okay. Scheiße, Mann! Das war jetzt nicht so gut, oder, Chat? Die Finger sind ein bisschen eingerostet, Chat. Die Finger sind eingerostet, 83%. Ist denn das ein neuer Rekord wenigstens? Es ist halt ein neuer Rekord. Ich glaube, oder ich habe es vorher gar nie gespielt. Das kann ja auch nicht sein. Troy, hast Stickdrift, sagen sie Bounce. Schon ein bisschen, ja. Es liegt vor allem am Stickdrift, da gebe ich zu. Merci fürs Abgehen im Chat. Nice one. Nice one. Er meint, er ist Ims, aber er ist im Skarn. Hey! Hey! Ich bin ein bisschen außergetrainiert. Chat, was soll ich als nächstes machen? Der Bounce hat vorher noch eingegeben. Was war es gewesen? Back Loser. Habe ich das? Habe ich das? Loser von Back. Ja, das ist nicht Loser. Ja, ich glaube, das ist nicht drin. Ja, hätte ich den vielleicht? Back. Na. Das war Back. Oder Gamma Ray. Oder Modern Guild. Gamma Ray. Bounce, hast du einen Favorit von denen?
Ich würde gerne für dich einen spielen, Bounce. Aber da muss man halt sagen, ob das in Frage kommt. Beck, Gamma Ray, Modern. Das ist ja genau das Gleiche. Ah nein, das ist da. E-Pro. Das sind die beiden, die ich habe. Na. Oh, Troy, du kannst deine Finger schnell bewegen. Hä? Blood Honey. Hä? Hättest du nicht gedacht, hä? Als ich meine Finger so schnell bewegen kann. Es gibt sogar Leute, die bezeichnen das als Fingertornado. Troys Fingertornado-Technik. Ganz wichtig. Jetzt bin ich so ein bisschen desutet da machen. Ich bin einfach jetzt schnell lesen, was sie geschrieben haben. Fingertechnik gefällt mir sehr. Dieser Nickname ist eine Lüge. Danke gar nicht. Also, when you were young, komm, dann machen wir schnell so. Der Bounce hat jetzt nicht reagiert. When you were... Schnell schauen, welche Version Guitar Hero Live. Da geht... Da müsste ich da nehmen. Guitar Hero 3. He? Also Chat. Das machen wir. The Killers, When You Were Young. Ich hoffe, dass das Delay noch ein bisschen verhebt. Und meistens geht das Delay mit der Zeit eben runter, habe ich gemerkt. Und jetzt ist es, glaube ich, recht hoch eingestellt. Expert. Let's do this. Ich muss schnell die Lautstärke vom Song rausspüren. Okay. Restart. Machen wir das. Für Specko. When we were young, Chat. Ey, ich schwöre, ich muss nochmal... Oh shit, das sind meine Finger. Wo ist der Text? Ich würde so gerne mitsingen. Oh no. Liz, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Oh shit, oh Kacke. Jetzt kommt Liz hier rein und ich hab's nicht mehr im Griff. Oh, jetzt wollte ich Chat lesen. Ja, kein Star Power ist am Laufen. He? Ja, das ist jetzt ein bisschen ein dummer Moment. Scheiße, Chat, Mann. Ich lese dann nachher. Ich habe nur gesehen, dass du reingekommen bist. Ich muss noch kurz bis zum Songende warten.
Oh no. Jetzt haben sie es verkackt. Schon. Star Power eingelöst, aber verkackt. Let's fucking go. Let's fucking go. So, jetzt kann ich kurz lesen. Hey, mein Lieber, was spielst du denn da Schönes? Mega. Hey, das ist... Hallo? Chat hier auf meinem Gesicht, ne? Das hier ist Clone Hero. Danke vielmals, danke. Das ist Clone Hero, das ist so sehr ähnlich wie Guitar Hero, aber Guitar Hero gibt es eigentlich nur auf der Playstation und das ist so, eben, ne? Halt weil es Clone Hero heißt, da hört man es schon raus, es ist quasi ein Klon von Guitar Hero, wo man die ganzen Songs auf einer Gitarre, auf einem Gitarrencontroller spielen kann. Lesi, wie geht's denn dir? Wie geht's denn dir? Schön, dass du hier bist. Du könntest mal Hugo mit dieser Gitarre spielen. Vielleicht machst du dir Freude. Oh, nein. Nein, Hugo will ich einfach nicht mehr in meinem Leben haben, Jenny. Hugo habe ich aus meinem Leben gestrichen. Ja. Und das ist auch gut so. Ich vermisse Hugo nicht. Chat, habt ihr noch einen Songwunsch? Nochmal rein mit euch einen Songwunsch, ich pick mir etwas raus. Oder Elisi, hast du einen Songwunsch? Wieso? Aha. Ich müsste dann einfach gucken, ob es da ist. Aber es ist ein geiler Song. Ich mache in der Zwischenzeit noch, wobei das Delay ist eigentlich gut gewesen. Ich glaube, meine Finger sind einfach nicht so richtig timed. Es liegt an den Fingern, Chat. Gives You Hell, the All-American Rejects. Etwas von System. Sum 41, da würde ich mega feiern, ja. Stöpft erscheinen ist Schienbein fest. Jenny. Ah, jetzt wird umarmt. Also Sum 41 wäre ich im Fall auch dabei. Von all diesen Vorschlägen würde ich jetzt sagen. Sum 41. Ah. Würde mich schon gelustet, Chat. Das ist aber nicht das Original. Ist das das Original? Ich glaube, das ist das Original, oder? Wenn ich das so höre. Ja, mir geht's super. Heute spontan zur Mutti gefahren für eine Nacht. Und dir, mein Lieber, hey, das klingt nice. Lizzie, das klingt nice. Ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir gut geht. Bei mir alles soweit gemütlich, ne? Gute Leute hier. Mal wieder Clone Hero macht Spaß. Danach noch ein bisschen Gameplay dann richtig, hoffentlich. Oh, Lizzie sagt Lonely Day. Da mache ich mit, ne? Da mache ich mit. Lonely Day. It's the loneliest day of my life. Okay. Chat, sind ihr einverstanden? Lonely Day. System of a Down. Dann haben wir wie 2 abgedeckt. Ich glaube es einmal. Jenny hat etwas gesagt von System of a Down. Ja, und dann haben wir Lonely Day, was Lizzies Wunsch ist. Jetzt ist die Frage, machen wir das auf Expert, Chat? Machen wir das auf Expert? Was ein geiler Song, will Lines davon als Tattoo mit Mama zusammen. Oha, okay, krass. Fienchen? Chat? Fienchen ist einverstanden. Da gehen wir dort rein. Habt euch fest, ich will euch sehen abgehen im Chat. Ne? Packt eure Party-Emotes hervor. Let's do this. Ich muss zuerst den Soundcheck machen. Lautstärke-Test.
Ich muss schnell... Ja, egal. Das müsste schon stimmen, hä? Ich hoffe, es wird nachher nicht zu laut. Also, Chat, let's do this. Ah! Ah, Kacke. Das ist Fingergymnastik, Chat. Das glauben ihr im Fall gar nicht. Und mein kleiner Finger macht einmal, was er will. Ich sag's euch. Ah, shit. Ich will das nicht machen, Chat. Den Part will ich nicht. Das ist so Fingergymnastik. Oh shit. It's the loneliest day of my life. Well, I'm sorry. Ich bin am falschen Ort. Wo bin ich? Vergessen das. Vergesst das. Ich setze das Zeug halt nicht auf Expert spielen, Chat, wenn schon auf Hard. Falscher Finger. I'm sorry, Chat. War nicht so geil. Ne? War nicht so geil. Jenny, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht mit deinen Emotes. Wolfi, grüezi, Wolfi. Merci vielmals. Danke vielmals, Chat. Ich glaube, den nächsten mache ich aber auf Hard. Einen machen wir noch, Chat. Einen machen wir noch. Sickness. Gut, wait a second. Haben wir Sickness nicht drin? Da haben wir also... Heißt der Song einfach Sickness, oder? Wolfi, wie geht's dir überhaupt? Habe ich gefragt. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Disturbed. Moment, schnell, Chat. Down with the sickness. Down with the sickness. Aber Moment schnell. Das ist ganz sicher nicht da, was ich meine. Aber manchmal frage ich mich, wieso ich das nicht finde. Ich habe gemeint, der sagt dann. Down with the sick. Ah, jetzt, mein Gott, ich war unfähig gewesen. Super, gell? Du hast nicht gesagt, wie man so eine Stimmung machen. Du hast nicht gesagt, wie man sagt. Ja, alles gut. Duality.
Also Wolf ist auch für The Sickness, dann machen wir das, Chat. Ach du liebe Zeit, da würde ich ja bodenlos versagen, eine Note halten und 3 andere drücken. Das ist echt, das ist die Fingergymnastik. Das mag ich auch nicht. Ne? Darum gehe ich jetzt bei Down with the Sickness gehe ich auf Hard. Weil da ist das häufig dann nicht der Fall. So, nochmal schnell Lautstärke-Check machen. Oder wir fangen auch mal an, mal schauen, ob es zu laut ist. Ja, okay, da hören wir es schon gut raus. Also gut, Chat. Hey. Okay, jetzt bin ich. Oh shit. Das ist ein bisschen tricky irgendwie. Oh mein Gott, das war jetzt aber auch mehr Glück als Verstand, den ich jetzt hier hatte. Scheiße. Nein! Fuck, Mann. Das ist verdammt tricky. Weil ich nicht alles spiele. Das klingt verdammt blöd, aber das ist ja so. Oh. XD_Salty_Unicorn rated mit 6 Lied. Raid! Oh mein Gott, ein Raid! Was kurz pausieren, Mann. Salty Unicorn, danke für den Raid. Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten und Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell sind wir gerade in Clone Hero drin. Ich spiele noch kurz einen Song fertig und dann machen wir noch ein Foto. Aber Salty Unicorn, wie war dein Stream? Wie war dein Stream? Was gab es denn bei dir? Und ich begrüße noch kurz alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Glowtube auf YouTube, hallo, servus. Und Panaru, grüezi wohl. Schön seid ihr alle hier. Und wie gesagt, wir machen noch kurz den Song fertig, dann machen wir ein Foto. Also ich brauche euch Raiders alle noch für aufs Foto. Geht noch nicht, ganz wichtig. Mach noch kurz den Song fertig. Den ich nicht im Griff habe, ne? Oh.
Scheiße. Hey, ich hab's so nicht. Ah, das ist der falsche. Oh. Jetzt habe ich gerade am Schluss noch gemerkt, wie es einfacher geht zum Greifen. Ich muss die aber gar nicht loslassen, ich habe immer losgelassen. Ah, egal. Chat, liebe Raiders, wir wechseln kurz die Szene. Ich glaube noch, wir sind durch mit Clone Hero. Wir machen da noch schnell ein bisschen Musik rein. Also, sehr gut und sehr schönes gehabt. DBD, ich habe den neuen Kill. Danke vielmals. Jenny, danke vielmals. Habt ihr einen neuen Killer auf Herz und Nieren getestet und danach gab es Repo? Oh, Repo habe ich halt noch gar nicht gezockt. Ich habe da nur ein paar Mal auch zugeschaut. Sieht interessant aus. Und Fishbone, grüezi. Fishbone, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. So, Chat, wir machen noch das Foto. So. So. Chat, liebe Raiders, alle einmal Ausrufezeichen Foto, kommt alle aufs Foto mit Salty Unicorn und mir. Ihr kommt dann mit eurem Profilbild aufs Foto, also unbedingt dabei sein. Und Salty Unicorn, du kannst dir was auswählen auf der linken Seite, was neben dir auf dem Bild erscheinen soll. Ich glaube, du hast ein neues Avatar, sehe ich gerade. Sunsternchen, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. So, mein Lieber, und ihr alle, ich verabschiede mich schon wieder. Der Wecker klingelt zeitig. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis bald. Hey, Lizzy Liz, danke dir, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu fest ignoriert, ne? Jetzt während dem Clone Hero. Aber schön warst du hier, Lizzy Liz. Mach's gut, schlaf gut. Ja? Und ja, Wecker stellen, Wecker nicht verschlafen, ne? Mach's gut, Lizzy Liz. Bye bye, tschüss. Ein Rott. Let's go, Salty Unicorn mit dem Rott. Mir geht's gut und euch? Hey, ich kann mich nicht beklagen, Sandsternchen. Ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Freut mich, dass es dir gut geht. Ja, das Schweizerdeutsch wird immer perfekter, Chat. Immer perfekter. So, Nelfi auch noch auf dem Foto. Ach was, du hast mich doch gar nicht ignoriert und sogar meinen Song gespielt. Das ist true. Das ist true, da hast du recht. Let's go, let's go. Ja, Chat. 69, ja? 69. Aber die ich jetzt OBS, wenn ich da rumdrücke. Ich habe immer Angst, dass ich plötzlich OBS zumache, wenn ich da etwas mache. Coolio auch noch auf dem Foto. Ja, einer meiner Mods hat alles überarbeitet und mir neue Panels gemacht und einen neuen Start-Pausen-Ende-Screen gemacht. Bin sehr stolz darauf. Salty Unicorn, da gucken wir jetzt rein. Ja. Salty Unicorn, he can talk the talk. Aber wir wollen den Walk sehen. The Walk, Show Clip. Show Clip 1. Salty. Oh, XD. Ist das von. Ah, das ist ein Test. Das ist aber nicht von heute, ne? Das ist vom Februar. Ich glaube.
Ich glaube, da sind die Overlays und so noch nicht drauf. Ja, aber die Panels, ne, die sind halt auch außerhalb vom Stream. Ich muss da mal vorbeigucken kommen. Ja, so wirklich bester Clip ever. Ich glaube, ich habe noch nie einen besseren Clip gesehen, Chat. Also die Action, das ist unbeschreiblich, was jetzt da gerade alles passiert ist in dem Clip. Ne? So viel passiert, kann man gar nicht irgendwie in Worte fassen. Ausrufezeichen Foto, Chat. Ausrufezeichen Foto. Kurze Titel anpassen. Ich nehm noch meine Gitarre drauf fürs Foto. Wieso haben wir da so einen Rahmen? Was ist das hier? Was ist das hier? Direkt neu generieren. Direkt neu generieren. AI, keine Ahnung, wieso es auch so einen Rahmen macht. Ja, wahrscheinlich Musik. Oh, das gefällt mir schon besser, Chat. Das gefällt mir schon besser. Und im Carnage, sein Avatar ist auch drin. Your winner. Steht dort Your winner. Von wo, aus welchem Game ist das? Carnage. Aus welchem Game ist das? Your winner. Geil. Etwas von einem Trash-Game namens Big Rigs Over the Road Racing. Ne, man sieht so ein bisschen, dass es aus einem Spiel ist und wie schön, dass es auch eingedeutscht ist. Your winner. Geil. So, Ausrufezeichen Foto. Wer noch nicht drauf ist, Chat. Wer noch nicht drauf ist, jetzt noch Ausrufezeichen Foto eingeben. Wir sind 22 Leute. Und da bin ich dann da so drauf mit der Gitarre und so. Ja. Drücke da noch irgendwelche Knöpfe. Aber ich darf den Grün nicht drücken. Ja, das Greenscreen grün. So. Also Chat. Ich würde sagen, wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Let's go! Aber der Effekt ist nicht mehr drauf. Krass. So, Chat. Und Salty Unicorn, das Foto ab jetzt. Auf dem Discord Ausrufezeichen DC Merci Specko und ich mache dann auch noch eine Story, wo ich dich markiere. Instagram, Twitch. Und das Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Let's go. So, dann noch schnell das Rüebli aufhängen, Chat. Wenn ich es denn schaffe. So. Gerade ein bisschen heiß bekommen im Fall. So, wo bin ich im Chat? Nein, wollte eigentlich nicht teamen mit denen, aber die haben sich dann so angestellt, dass ich Mitleid hatte. Okay. Okay. So, Chat. Was meint ihr? Wo sind wir eigentlich da im Programm? Chat, ich glaube, ich habe da nie aus der Pause rausgeschaltet. Wir haben Pause gehabt. Technisch gesehen haben wir Pause gehabt bis jetzt. Und Chat, sind für Gameplay. Wenn wir das mal probieren, das South of Midnight, Chat. Eins in Chat, wenn ihr Gameplay wollt. Eins in Chat für Gameplay. Du kannst es tun. Olissimo Huhn.
Hey Lizzie, grüezi, welcome back, Nope. Lizzie. Lieber Troy, lieber Chat, mein Tag ist leider einfach so zu lang gewesen. Verzupft mich ein Schlag. Vielleicht bin ich früh genug wieder wach, um euch dann einen guten Morgen zu wünschen. Hey, Finchen, das ist doch kein Problem. Gehst du schlafen? Finchen, danke vielmals, dass du dabei bist. Danke vielmals fürs Moderieren, für Predictions und die Umfragen und whatever. Für die Arbeit auch. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, erhol dich gut. Gute Nacht, liebe Fienchen, schlaf schön und träum süß von weißen Söckchen, einem Firefly-Raumschiff und dem mächtigen Modhammer, der über die Murmeln im Chat wacht. Ja. Über die Murmeln und über Calls. Ja. Wacht der Modhammer. Hey, Fienchen, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Die Einzelnen im Chat sind auch da. Ich habe kein einziges 3 gesehen. Das verwundert mich jetzt fast ein bisschen. Chat, ich muss schnell schauen, ob die überhaupt noch funktionieren. Ich muss schnell schauen, ob die überhaupt noch funktionieren. Einfach eine 3 in Chat, zum Bestätigen, dass ihr noch funktioniert. Eine 3 in Chat. Mhm. Okay. Alles noch, ist alles im grünen Bereich. Es ist alles im grünen Bereich. Finde ich gut. Wir haben doch noch ein 3 bekommen vom Salty Unicorn. Vom Carnage Rage haben wir auch noch ein 3 bekommen. Aber es ist alles andere als 279. Ich habe gar nicht gehört. Das können alle Subs auslösen. He? Alle Subs können das auslösen. Krass. Habe ich gar nicht gewusst. Okay, Chat, also ihr funktioniert noch. Im Schlag bin ich jetzt auch mal. Danke vielmals für den Stream und ein Happy Weekend, Jenny. Merci vielmals, dass du dabei bist und das wünsche ich dir auch. Hab's gut und schlaf gut. Und man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Schönen Sonntag noch. Gruß an Platsch, wenn du noch siehst. Und bye bye, tschüss, Jenny. Also Chat, jetzt habe ich den Controller führen, den muss ich gar nicht führen. Ich muss zwar schauen, ob ich das Spiel mit Controller spiele, aber es ist ein PC-Game. Das heisst, ich muss zuerst mal schauen, die Performance. Ne? Bevor wir jetzt offiziell übergehen ins Gameplay, tue ich schnell Performance antesten. Ne? OBS und Spiel, ob ich das kann streamen und zocken gleichzeitig, ob ich da je nachdem noch ein bisschen an die Einstellungen schrauben muss. Und hey, Xenita, by the way, Xenita, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Xenita ist auch hier. Man lässt sich, das ist auch nice, das ist auch nice. Ja, 1337, ne? Das ist auch geil. Gute Nacht, Jenny, bye bye. Hast du das Bild? Nee, hey, ich habe gesehen, dass was gekommen ist. Salty Unicorn, aber ich habe es noch nicht angeguckt. Ich habe da den Text gesehen, aber ich bin wirklich heimgekommen, direkt Stream angemacht und ich hatte noch keine Möglichkeit, das zu checken. Es ist okay, wenn ich es nach dem Stream angucke, Salty Unicorn. Und wenn ich es jetzt angucken soll, dann musst du mir es sagen. Oder wenn wir es irgendwie zusammen angucken sollen. Ne? Aber sonst gucke ich es nach dem Stream an und gebe dir da noch einen Gehörschaden. Ich muss schnell schauen, ich sehe gerade nicht viel. Hä? Habe ich jetzt... Chat, ich muss das hier lösen zuerst. Ich habe jetzt gerade Fullscreen. Und das muss anders sein. Hä? Sprache Englisch, Text Deutsch. Ein. Ja, weiter. Kann ich das auch mit Controller machen? Okay, das geht auch mit Controller. Und das ist gut. Chat, gib mir schnell eine Minute. Ich muss schnell schauen, dass ich da aus dem Fullscreen rauskomme.
Ja, please. Im Fenster. Kann ich jetzt schnell mit der Maus bedienen? Anwenden. Ah. Okay, jetzt sieht's gut. Oh, Chat, ruckelt der Stream? Ich glaube, der Stream ruckelt, oder? Chat. Der ruckelt aber brutal gerade. Holy shit, Mann. Schnell die Vorschau holen. Bin ich überhaupt noch live? Ich kann nicht einmal meinen eigenen Stream laden, gerade in dem Moment. Hallo, es ruckelt. Es ruckelt schon ein bisschen. Oh yes. Lazy, wieso ruckelt's denn? Also Moment schon. Ja, es ruckelt brutal. Anwenden. Das ist schon die Lösung. He? Bild FPS auf 60 begrenzen. Das ist die Antwort auf alle Fragen. He? Schattenqualität Ultra, ja. Kann ich da irgendwie so auf Mittel schalten? Also vielleicht alles auf Mittel. Oder einfach alles auf Hoch, Chat. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit der Grafik. Laubqualität. V-Sync ein, ist okay. Ja, die LSS, whatever. HDR brauchen wir nicht, schnell anwenden. Und jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen Raum gegen den Chat, habe ich das Gefühl. Machen wir es so. Also, nochmal schnell Chat lesen. Schließe mich an, Brother from another mother, viel Spaß noch. Hey, Blatsch, merci vielmals. Danke auch, dass du dabei bist. Merci für den Schlurk, danke vielmals. Mr. Blatsch, und noch viel Erfolg bei allem, was du noch vorhast und so. Und bis zum nächsten Mal. Man liest sich, man hört sich. Tschüss, Blatsch, bye bye. Dachte ich, guck mal rein. So in meiner Rufbereitschaft ist gerade ruhig. Okay, sehe nicht da. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es nicht langweilig ist, aber es ist natürlich auch nice, wenn es mal ruhig ist. Ein bisschen Twitch-Streams schauen gehen kannst und dann noch bei mir bist. Holy shit. Ja, ist mir auch eine Ehre. Klar, das ist okay. Okay, Salt Unicorn, dann machen wir das so. Das könnte das Game sein. Hatte da ähnliche Props mit Valorant. Ja, es ist einfach eine. Wenn OBS keine Luft mehr hat zum Atmen, dann ruckelt es halt. Und das ist halt, wenn die FPS nicht begrenzt sind, dann nimmt sich das Spiel die ganze Performance für unendlich FPS. Und das ist halt immer das Problem dann. Darum immer auf 60 begrenzen, beziehungsweise auf die FPS begrenzen, die man rausstreamt, und dann geht's dann meistens. Ich bin noch da, merci. Ich weiß auch nicht, Troy. Nee, V-Sync ist eigentlich okay. Eigentlich sollte es keinen Unterschied machen, aber V-Sync zum Teil, wenn man keine FPS-Begrenzung hat, dann hilft V-Sync, weil V-Sync dann V-Sync das limitiert auf die also auf die Herzzahl, die man für einen Monitor eingestellt hat. Aber ich glaube, das müsste jetzt so passen. Wir sind aber auch noch nicht so ganz im Spiel drin, Chat. Für das muss ich da noch aufs Knöpfchen drücken. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Lilu Dallas multipass. Multipass.
Gameplay is on. Gameplay is on. Also Chat, jetzt machen wir das. Danke vielmals für den Song. Und Charming Monster, by the way. Oh mein Gott, ich hab dich gar nicht begrüßt. Was bin ich denn für ein Streamer hier? Charming Monster, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich wollte Hochdeutsch reden, weil du immer Hochdeutsch streamst. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Sorry für die späte Begrüßung. War nicht meine Absicht. Und wie hast du es? Und wir gehen jetzt rein. Ist South of Midnight. South of Midnight. Chat, 1 in Chat, wer das schon gespielt hat. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht, Chat. Was ist denn das hier? Wo habe ich den Knopf, Chat? Ah, da. It's morphin' time! Nein, es ist der falsche Knopf. Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Es war der falsche Knopf. Tyrannosaurus! Yeah! We're ready to morph into action! 6 working together to fight evil! Ich habe den falschen Knopf gedrückt, Chat. Sorry, jetzt müssen wir schnell die Animation schauen. And stop Rita and all her menacing monsters! From destroying our planet Earth and ruling the universe with evil. Look out, Rita! We're not backing down! We're the Power Rangers! Power Rangers. Das ist jetzt aber auch gut gewesen. Wem hat jetzt der Will Smith den Flatter gegeben? So, jetzt stimmt's aber. He? Let's go. Also, ja, fortfahren, Chat. Nein, können wir gar nicht. Neues Spiel. Jetzt werde ich schnell schauen. Keine Eins im Chat. Bin ich der erste Mensch auf dieser Welt, der das jetzt spielt, Chat? Ist es so? Es ist mir eine Freude, immer wieder hier zu lurken und mein Schweizerdeutsch ein bisschen aufzufrischen. Oh, Xenita, dann danke ich dir aber auch für die Lurks. Ne? Die sind natürlich auch appreciated, ich sage es immer wieder. Ne? Auch die einfach zugucken und nichts schreiben oder die halt lurken und vielleicht zuhören und so, das ist alles sehr appreciated. South of Midnight. Ja, genau so, Lizzie. South of Midnight. Hier wird gesoffen im Spiel. Ganz gut. Alles gut. Ich habe noch Repo gespielt und interessantes Spiel. Ich habe hier auch schon ein Auge drauf geworfen. Bin gleich gespannt, wie es ist. Hey, es ist ja so, ich habe eigentlich heute, als ich angefangen habe zu streamen, nicht gewusst, was wir spielen. Und dann ist jemand reingekommen, ich weiss jetzt nicht auswendig wer. Irgendwie, vielleicht weiss es Chat noch, irgendjemand ist reingekommen und hat gesagt, hey, ich bin aktuell hier South of Midnight am Spielen. South of Midnight. Und dann habe ich gesagt, wäre das etwas für mich? Ich habe schnell reingeschaut und habe gedacht, das probieren wir jetzt aus. Der neue Ranger heisst der falsche Knopf. Genau. Die Power Rangers featuring der falsche Knopf. Ja, sorry, du bist es. Sorry, dass ich das... Ja, du bist es. Du hast es angefangen und wegen dir bin ich jetzt da drin. Ja, siehst du, wie viel Einfluss das du auf mich hast, Vivi? Das ist eigentlich schon verrückt. So, Feierabend. Heute zum 2. Wie läuft's? Barracks, welcome back. Feierabend, also hast du noch bis jetzt geschafft oder bist du noch am Auflegen gewesen, oder wie soll ich da verstehen? Aber ich hoffe, du kannst jetzt ein bisschen entspannen, Barracks, und ich weiss noch nicht, wie das Spiel wird, ob das ein Spannungsspiel ist, aber wir sind jetzt gerade ins Gameplay hineingewechselt und jetzt können wir anscheinend wählen, was wir sein wollen. Oha, interesting. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel, ich habe genau so ein bisschen Vorschaubildchen von den Trailer-Videos angeschaut. Nicht einmal das Trailer-Video selber. Vivi hat mir das aber empfohlen, das Spiel. Und darum probieren wir das jetzt. 7 bis jetzt ein Game Development machen bei einer Game Jam mit. Oha, das habe ich gar nicht gewusst. 7 am Morgen? Jo, what the fuck? Dann bist du jetzt aber durch, oder? Barracks. Dann bist du jetzt aber durch.
Holy shit. Ja, ich ziehe noch schnell eine Karte, Barracks. Spezialangriff. Let's go, let's go. Ist gut zu ASMR mit nice Umgebungsgeräusch. Okay. Chat, jetzt muss ich da schnell... Ich würde ja gerne Healerin spielen. Ah nein, das ist nicht, das geht nicht darum, das ist der Schwierigkeitsgrad. Jetzt habe ich gedacht, ich kann auswählen, welche Klasse ich spiele. Nein, dann machen wir Weberin. Wir machen ausgewogen. Ich sage mir immer, ich mache den normalen Default-Modus, so wie der Entwickler das angedenkt hat, fürs Spielerlebnis. So machen wir das jetzt. South of Midnight. Der Prolog. Down in the deep south, folks spin tales about the Grand Tapestry, an invisible weave holding our world together. They say the Grand Tapestry is torn by folk sorrows, and these damaged threads give rise to them evil spirits called Haints. But every great while, a mighty storm brews, awakening a powerful force. A weaver, gifted with the power to reach into the past and mend folks' deep wounds. With enchanted hooks in hand, this Aber die Weberin ist jetzt, weil wir den Schwierigkeitsgrad gewählt haben, oder? Restoring the land so life can bloom again, fresh and new. Alright, alright, alright. Matthew McConaughey, let's go. The last weaver vanished long ago, but I'm getting ahead of myself. Kapitel 1. Our tale begins deep in the heart of Chickasaw County, in a speck of a town called Prospero, where the last weaver was last seen. Interessante Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, muss ich sagen. Hazel's mama was running late, driving home through a storm that seemed hell-bent on drowning the whole South. Meanwhile, our Hazel is packing an emergency box, fixing to evacuate quickly. A hurricane brewing on the horizon, and a mighty big one at that. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt den Untertitel nicht hätte, hätte ich ein bisschen Mühe zu verstehen. Ich will es so... I miss singing on the bus with these guys. Okay, das ist jetzt wieder easy. And who are you? Another medal, too. We was fast as hell. Mine should be back by now. Probably got sucked into work again. Typical. I shouldn't be doing all this packing by myself. But here I am. Das hat nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, ja. Habe ich nachher auch begriffen. Also, also mit... Moment, muss schnell schauen. R. Ist der da? Mit R bewege ich die Kamera. Nein, ich glaube, so wie klar. Y interagieren. Sammlungsmenü. Ziel. Legendenmenü. Alright. What's coming with me? Check. Hey, ist das der... Wie du weißt, das ist das der Grafikstil, dass sie so ruckelig ist? Also jetzt ist sie ruckelt einfach, aber alles andere ist flüssig. Ich glaube, das ist der Grafikstil. Merci vielmals. Hat mich jetzt gerade schnell verwirrt. Also da haben wir Prospero, Lacys Zuhause. Da haben wir die Sammlung. Nach der Flucht ein Sturm wird sowohl Menschen als auch Geheimnisse fortspülen. Das ist da, wo wir vorher nicht geschaut haben. Ja. Dann haben wir da noch... Ich kann gar nicht mehr anschauen im Moment. Ich kann nicht switchen. Finden, andenken. Das ist der wichtigste. Für mich ist das der wichtigste Knopf-Chat. Was muss ich machen? Also, nach rechts drücken, dann weiss ich, was ich machen muss. Wirklich, wenn ich das nicht habe, wenn ich das nicht habe, spiele, bin ich so verloren. Schon überfordert. Es ist du hast es gesagt, Stop Motion, true. Alles ist in Stop Motion Animation gemacht. Ich glaube, man kann es ausschalten, wenn man es doof findet. Ja, bis jetzt. Ich musste es noch schnell wissen, wenn nicht dass irgendwie was ruckelt oder so. Nein, also ich lasse mich mal überraschen. Ich glaube, wir lernen es auch so.
eben, ich spiele das Spiel gerne so, wie es der Entwickler quasi will, dass man es spielt. Auch wenn eben das Stop-Motion ist, dann lassen wir das auch so. Also, finde, andenken zum Einpacken. Ich werde einfach mal zuerst looten, Chat. Ich will hier looten. Gitarre spielen. Hazel, And there goes the flash flood warnings. Like clockwork. Okay, ansehen. That was the day Mama threw up on me after getting off that wacky world. Almost passed out from laughing so hard. Chat, ich muss schnell fragen, weil ich überlege immer, ob ich mitlesen ich gebe euch noch schnell die Möglichkeit. Also ich muss zuerst schauen, Chat, bevor ich irgendeinen Seich erzähle. Ich gebe euch die Möglichkeit. Nein, gebe ich euch nicht, Chat. Wir machen es nicht auf Französisch, darum gebe ich euch die Möglichkeit nicht. Jetzt noch mal gedacht, wenn es es auf Deutsch gibt, dann würden wir auf Deutsch wechseln. Vielleicht. Nein, alles gut. Aber ich will halt nicht darüber reden, wenn sie etwas sagen. Darum hören wir euch zu und lesen alle mit. Fishbone mit. Troy Sammer, Spielzeug, Gameplay, Troy Franziskus. Dann fehlt noch. Ding, 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 ding. Troilina. Well, she still had that kind of time for me. No. I asked Mama for a doll and got this guy instead. I know he's weird looking, but I can't Hammer help of it. Healing. Let's go. Sandsternchen, Hammer of Healing geht's nicht. Storm's never been this bad before. Ja, ich komme jetzt noch nicht ganz draus. Haben wir denn jetzt noch nicht alles? Ich werde schon im Tutorial stuck sein, Chat. Stuck im Tutorial. Nur schon das müsste ein Achievement geben. Things got tense with Mama last time I visited you at the mausoleum, Dad. She'll never explain why she and Grandma Bunny got Okay. blood. Alles erledigt. And start packing, for real. Whew, it is really picking up out there. You ready to go? I was over here all alone. I'm sorry, I know. I swung by the shelter because there was a leak in the roof, and then I had to drive folks back and forth to Jolene's to ride out the storm. Besides, you are young and spry, my little track star. Oh, shoot, we got 5 minutes. Let's go. Did you pack everything? Mama, I'm grown. This ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't Okay. Forget the flashlights and back. Ich finde das auch noch interessant, wenn man halt noch aufwacht, wo es immer wieder einen Hurricane gibt. Oder auch einen Tornado. So, Tornado, ja, easy. Easy. Ja, ich komme vielleicht später. Es kommt gerade ein Tornado, ich muss schnell schauen, ob ich noch das Haus wieder aufbauen muss. Finde ich irgendwie schon noch interessant, dass für gewisse Leute das wie normal ist. Finde ich krass. Wo sind wir gewesen? Merci, ist die Karte gut? Hammer of Healing Karte ist eine grüne Karte, das heisst, sie ist selten. Also die Abfolge ist gewöhnlich, das ist der schwarze Rand, gewöhnlich. Dann, oder nein, ist es nicht selten. Jetzt erzähle ich einen Scheiß, oder Chat? Jetzt erzähle ich einen Scheiß. Nein, grün ist ungewöhnlich, sorry. Grün ist ungewöhnlich. Blau ist selten. Pink ist episch. Und Gold ist legendary. Also es ist eine ungewöhnliche Karte. Batteries. You had the blankets? Yes, because I have my hurricane checklist. Is that a smiley face? Hey, Hazel, think fast. Oh, come on, Mama. We don't have room for my track shoes. Jetzt sieht man so Stop-Motion, sieht man ein bisschen raus. And pack.
'em light. Yeah, I know. What'd you say? I said, and pack 'em light. Pack a bag, then pack it light. Hey, pack Ja. your bags, then pack Go 'em light. light. Da. Was machen wir da eigentlich? You think this place will still be here? After? I called Hurricane Lulu and she said we good. Hurricane Lulu. Mama, I'm Hurricane Lulu heißt serious. der What if it's Hurricane. different this time? That's not for you to worry about. And now we got 4 minutes. Did you just suck your teeth in me? I wouldn't be rushed if you didn't. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Waste time? That's not what I meant. It's just you left me to prep for a hurricane by myself. Oh, I thought you was grown. What if Also, we da- called up Bunny? Chat, ich glaube, das ist nicht ein normaler Hurricane. With the hurricane-proof windows? Nah. Das ist einer, der uns mitnimmt. Right now. I'm just saying. Da sind wir nachher nicht mehr in Kansas. To Jolene's church with everybody else like we always do. Whatever. And don't roll your eyes at me. I wasn't even looking at you. I made those eyes. I know when they rolling. I just don't understand why we can't go over there. Bunny still can, even if Daddy's dead. Just tell me Hazel, why. please. Okay, der Vater ist tot. Just please go over to Bose and Mrs. Pearl's. Check on them. They might need help. We might need some help. I might need some help. While you're out helping everybody else. Nein, jetzt macht er. Hazel. Das ist Merch-Tasse von der Vivi Naut. Grandmother made this. You never told me that. I shouldn't have to tell you something is important for you not to break it. Well, maybe if you did, you still have a coffee mug. This world existed before I brought you into it, Hazel Flood. Remember that next time you go around thinking you know everything. Fair. Hazel! Everything I do for you. Everything I do it for you. Chat, ich muss schnell Chat lesen. Ich finde das mal einen sympathischen Namen für einen tödlichen Sturm. Lulu, auf jeden Fall. Erinnert mich halt an Lulu, an Lulena, die Streamerin, wo wir ja alle auch Lulu nennen. Das erinnert mich halt einfach an das. Hey, kostenloser, spontaner Personennahverkehr. Mhm. Das habe ich gesehen. Mit der Lulu. Hurricane Lulu. Nein, Chat, aber ich habe das Gefühl, also jetzt von der Story her, ich kenne ja wirklich das Spiel null. Ich weiß nicht, wie die Story genau, was da alles passiert, was es für ein Genre ist an sich. Aber ich habe das Gefühl, der Hurricane, der ist so ein Magic Hurricane. Das ist so einer, wo das Portal aufgeht, oder? Und dann sind wir hinter dem Bücherregal und so Geschichten. Gute Nacht, Troy und Chat muss schlafen, wünsche einen schönen Sonntag. Hey, Mutti, schön bist du da gewesen. Und ich will überlegen, wie ich irgendeinen dummen Spruch bringen kann. Ja. Mutti, schlaf gut, schönen Sonntag noch, träum süß. Und merci, dass du da gewesen bist. Und insertiert dummen Spruch über Deine Mutter. Sorry, ist mir nicht gescheit zu sehen. Hey, wünsche ich dir auch, Mutti. Mach's gut. Tschüss. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Song, nein, ich habe auch den Song gedacht. Aha, du hast das gesehen. Oh, okay. Ja, aber es ist ja mega naheliegend. Ich habe vorhin schon irgendetwas gedacht, was etwas gesagt hat. Da habe ich, glaube ich, an einen anderen Song gedacht. Ganz nebenbei, so macht man keine dummen Witze. Okay, wir machen weiter, Chat. No getting through to her. Jolene. Let me go check on Bo. Hä? Ich weiss jetzt nicht, was du meinst, Vivi. Jolene? Jolene. Und nicht Jolene, Jolene.
Ui, okay. Schnell, muss mich da schnell... Okay. Ui, das ist... Chat, da spüren wir schon mal ein Genre raus, oder? Ein bisschen rumgumpen. Geil, Mann. Ja. Also Chat, das sieht für mich aus wie ein ganz normaler Bach. Ja? Gut. Müssen wir da fahren? Können wir da fahren? Knowing those damn dogs are always up to something. Okay, die Kamera tut mich lotsen. Du hat jemand Party, hey? Von Dolly Parton, der Song Jolene jetzt. Okay. Ja. It is fucked up out here. But I came here to check on you. Aber ich weiss jetzt, ich muss schnell pausieren. Ich glaube, das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher inzwischen. Me and the pups are having a hurricane party. Schnell pausieren. Voll friedliches Gewässer. Ja, laden die zum Bädeln. Ja, weißt du, so schnell ein bisschen schwimmen. Schnell ein bisschen schwimmen. Ja. Schnell raus und dann wieder rein schwimmen. So. Schnell ein bisschen abkühlen. Also Troy, merci mal für die geile Unterhaltung. Ich verabschiede mich und freue mich definitiv wieder mal bei dir reinzuschauen. Ah, Luca, merci für die netten Worte. Shut the flock up, carnage! Lord God Tumbler, have mercy with your bloody mind, and keep it shut like Pandora's box. My oh my. By the way, ich finde es irgendwie auch geil. So die Narration TTS. Vielleicht muss ich da mal was machen. Vielleicht gibt es da noch eine bessere Narration Voice. Das wäre mal was. Eine zusätzliche TTS-Stimme, da wäre ich dabei. So, hey, Luca, nochmal schnell zu deiner Nachricht. Schön, bist du dabei gewesen. Danke vielmals für die lieben Worte, Luca. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, einen schönen Sonntag. Und ich würde mich natürlich auch freuen, dich wieder dabei zu haben. Ja, bei einem kommenden Mal, nächstes Mal. Ja, jeden Samstag ab 19 Uhr, immer mit Verspätung. Immer. Mach's gut, Luca. Bye, bye. Und Salty Unicorn, gute Nacht. Mögen deine Träume voller spannendem Gameplay sein, in dem du als mutiger Bananenritter gegen furchterregende Gegner kämpfst. Schlafe gut und lass dich von der Magie der Nacht umhüllen. Hey, Salty Unicorn, ich gucke mir die Nachricht noch an. Ich glaube, es ist ein Bild, ne? Und ich freue mich schon drauf. Ich schreibe dir noch zurück. Und ich danke dir für den Raid. Und schlaf gut. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Salty Unicorn, bye bye. Und Last Man on Earth. Last Man, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hello, hello. Hey, alles gut bei uns. Und wir sind jetzt im Gameplay, noch ganz am Anfang vom Spiel. South of Midnight. Ich weiß noch nicht, um was es geht. Hier haben wir einen Hurricane, der wütet und wir müssen jetzt hier unsere Nachbarn oder so, ja, ich glaube, die Nachbarn müssen da mal gucken, was denn die so machen. Weil eigentlich geht es darum, dass wir hier flüchten. Also wir sind am Packen, Koffer packen. Ja, wegen dem Hurricane, I guess. Wie geht's denn dir, Last Man? Wie geht's dir? I got my boat. You sure you don't want some punch? I gotta go check on Mrs. Pearl. Okay, also Chat, die haben Party. My dogs are gentle. Yes, you are. Better make sure Miss Pearl's Chat, taking this die serious. sterben, oder? Die sterben. Bo. Also haben wir sogar noch. Okay, das finde ich richtig nice. Also wir haben Hazel, wir spielen Hazel. Wir haben Trey Flood, Hazels Vater. Und Lacey, Hazels Mutter. Und Bo. Ein ehemaliger College-Footballspieler, der von einer schweren Verletzung von einer Profikarriere träumte, ist ein großer Kerl mit einem noch größeren Herzen. Er sieht nach Mrs. Pearl und Lacey und behandelt Hazel wie seine kleine Schwester. Er liebt nichts so sehr wie das Angeln. Das ist einer von YouTube-Chat. Ja? Bo,
Der YouTuber. Richtig gut. Komme gerade vom GB heim. Verdammt, was ist GB? Gerade vom GB. Die Gamesbom. Gameboy. Der Grand Prix. Und der Geburtstag. Oh, sorry. Aber, wait a second. Hast du Geburtstag, Last Man? Hattest du Geburtstag? Habe ich das irgendwie nicht auf dem Radar gehabt? Oder hatte jemand Geburtstag von deinen Freunden, Bekannten? Hab schon etwas vom Game gesehen, aber mal schauen, wie du dich schlägst. Ja, wow. Wird das noch schwierig für mich, meinst du? Bin auch gespannt. Grand Prix. Extra große Gas. Ja, genau. Genau, der Prix, stimmt. Nee, ein Kumpel ist 30 geworden. Ach so. Okay, aber nice. War es gut? War die Party gut? War es gemütlich? War es viel Action und keine Ahnung? Ist ja immer unterschiedlich, ne? Ich hab's eher so gerne ein bisschen gemütlich bei so Partys, Geburtstagspartys. So, Chat. Der extra Käse. Extra Wurst. Wo ist denn da? Pearl. Pearl müssen wir jetzt... da sind wir aber falsch, oder? Sind wir da richtig? Nein. Well, at least the Goodmans won't have to worry about repairs anymore. Mrs. Pearl? What you doing on my porch in all of this weather, baby? I'm just checking on you, see if you need anything. You holding up okay? Wissen Sie, die Welt geht gerade unter. Ich dachte, ich schaue schnell, was Sie machen. Why don't you come in for a second? I should probably head back. Come in, have some gizzards. I'm cooking them all before the power goes out. You Paar know I hash can't say no to your Chat. cooking. Ein paar Hash Brownies. There's a bee in your bonnet. I can tell. Just frustrated with Mama. She stayed late at the shelter and left me all alone. Lacey does enjoy her work. She could stand a moment's rest. Right? She's all over the place all the time. Ui. Boah, das... She's got a good heart. Da finde ich halt schon mega gefürchtig. So Gewässer, wo... Aber jetzt gerade bei einem Sturm so riesig werden und boah. Das ist schon fast ein bisschen, da bekomme ich mega Angst. Das ist mega unangenehm. Ich finde das nur schon mega unangenehm. Wir haben so einen Dorfbach. Und wenn der so als Limit kommt und fast quasi darüber rauskommt, das finde ich so gefürchtig, ohne Scheiß. Ich weiss nicht, wie es euch geht, Chat. Aber das ist auch so, eben, du kannst eine Streit, dann bist du bye-bye, oder? Dann ist es vorbei. 19.11., wenn du es wissen willst, dann werde ich 31. Oha. Also, gut notieren hier. Gut notieren. Discord Action. Chat. Ich habe gerade gemerkt, ich habe heute jemandem nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich habe gehofft, dass die Person noch vorbeikommt. Aber ja, war wohl nichts. Muss ich nachher noch schreiben. So. Last Man, ich habe mir eine Erinnerung gemacht. Die Zäune für 2,3 Meter Menschen gedacht sind. Ja. Ja, true. Just wants everyone to be okay all the time, you know? Gestern. Coolio, denken wir an die gleiche Person. Hast du Geburtstag? Also, halt, stopp. Bevor ihr jetzt irgendetwas schreiben, muss der Kalender aufmachen. Gestern. Nein. Chat. Pini hat Geburtstag gehabt gestern. Pini. Ja, haben ihr nicht von mir erfahren. Jetzt könnt ihr ja alle noch schnell gratulieren auf Instagram. Schreiben ihr noch nachträglich alles Gute. Yeah, I know. You need some help in there? Thanks, hon. I'm almost done.
Schnell pausieren. Gewässer, das ist auch gefürchtig, wenn Wasser übertritt, Überschwemmung und so. Ja, so Zeug finde ich, das ist eben, ohne Scheiß, da fühle ich mich so machtlos in dem Moment. Ich meine, es gibt viel Naturgewalten, die so sind, wo das Mensch einfach nichts mehr machen in dem Sinn. Aber so Gewässer, einfach so, eben, es reisst die mit, je nachdem, und dann so die Vorstellung, ich finde das mega schlimm, so die Vorstellung vom Ertrinken. Da kommt irgendwie bei mir alles so zusammen und darum finde ich, dass es so, wow, da bekomme ich so ein ungutes Gefühl. Jetzt auch vorher, die Bilder, habe ich so gedacht, holy shit, Mann, nicht schön, ne? Verstehe ich nicht, warum Menschen an Orten leben, wo Naturkatastrophen an der Tagesordnung sind. Mit Zitaten, wo soll man hin? Oder ist das Haus meiner Eltern, aber ein Haus am Meer und ja, true. Gut, jetzt ein Haus am Meer wäre ja schon schön, ne? Aber wenn es jetzt wo ist, wo regelmäßig mal ein Tsunami kommt, nein, dann nicht. What else is on your mind? Aber ja, ich verstehe die Überlegung schon auch. What you know about Buddy? Why you... Jetzt muss ich auch nicht, sorry für Pausieren von dieser Story immer. Aber was eben auch ist, Leute, die so in Gebieten wohnen, wo Tornados immer rum sind, da finde ich aber auch so Strub. Da finde ich auch Strub, die haben auch Häuser aus Papier. Es ist so, okay, wir sind an einem Ort, wo Tornados ab und zu durchkommen, wir bauen die Häuser einfach aus Papier. Macht viel Sinn. Da verstehe ich dann nicht ganz. Und da würde ich mich auch mega unwohl fühlen. Da wäre auch nichts für mich. It's hard not to. Mama never so much as talks about her. Well, does she ever look Jetzt in gibt's on was you? zu essen, Chat. No, I guess not. Sometimes people are privy to things that we aren't. Your mama is doing what she thinks is best. Oh, Jesus. Mama! What the fuck, jetzt hast du... Warte. Hazel! Ja, jetzt haben wir aber Action, Chat. Chat, ich habe jetzt wirklich mit viel gerechnet. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass jemand ertrinkt. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass gerade das ganze Haus davon schwimmt. Ganz ehrlich. Das hat mich jetzt überrascht. Also, jetzt tu das. Die Musik ist sehr speziell gewählt, muss ich sagen. I can't lose you too! Ja, aber... Hold on! Okay, yeah, let's go. So machen wir das, Chat. Auf das Haus rauf. Surprise, Motherfucker. Schnell ein bisschen leiser machen, so. Holy shit. What just happened? How did I get back to the shore? Gefahren wie Giftwasser und Dornengestrüpp können Schaden verursachen. Erlittener Schaden wird in deiner Lebensleiste dargestellt. Giftwasser, Dornengestrüpp. Also das Wasser ist noch giftig. Verstanden, das Spiel? Giftiges Wasser. Chat, ich bin gerade wieder für euch da. Für die, die gehen schlafen, schon mal eine gute Nacht. Ich lese nachher noch vor. Die Musikwahl ist echt Straub. Mama, I'm coming! I'm gonna make it! God damn it, I can't! I'm not fast enough.
I'm always fast enough. What is it? Bunny. She's Bunny? got it. Ja, das Haus ist abgefahren, Chat. Ei. Also. Ich fahre schnell runter an. Ich gehe schnell im Chat entlang. Nachher wünsche ich gute Nacht bei denen, die gehen schlafen. Das sind gerne irgendwann mal ressourcenreiche Gegenden gewesen und seien dann damals seien dann damals gern Arbeiter hin. Okay. Das ist gerne ein Fall, aber das wäre sehr pauschal gesagt. Schon so in Florida haben sie recht billige Häuser für das, dass es die immer wieder wegwendet. Ja, finde ich eben auch. Ich meine, klar, es ist Amerika, dort ist ja das normal, aber ich denke nicht mehr, hey, an Ort, wo es dir immer wieder die Hütten wegwindet, macht es nicht mehr Sinn, dass die stabiler gebaut sind. Ich meine, ja, da kommen wir halt schnell vorbei, wir Europäer. Und dann bauen wir mal dort ein rechtes Haus hin und dann aber auch entsprechend ein bisschen Tarife verlangen und so. Ja? Jetzt ist es ein Hausboot. Nein, ein Hausboot. Okay, 2 dumme, ein Gedanke. Okay, let's go. Fischer oder auch Bergarbeiter gibt viele Bereiche. Auch was Vieh und Landwirtschaft angeht, hat man sich gerne in der Nähe von Vulkanen begeben. Okay, krass. Habe ich nicht gewusst. Meine Augen fallen zu. Ich gehe mal ins Bett. Gute Nacht zusammen. Hey, Specku. Gute Nacht, liebe Specku. Begebe dich jetzt in deine Waschküche. Der Träume, wo Cosplay-Outfits im Schrank warten. Rüste dich für den Bosskampf im Land der Träume und genieße dein neues Bett. Hey Specku, schön bist du dabei gewesen. Merci für Ausrufezeichen DC. Guten Schlaf, schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Specku, bye bye. Mach's gut. Und die Instrumente von vielen Songs sind speziell gewählt, wie es typisch ist für die Region in Amerika. Okay, das finde ich geil, aber ohne Scheiß, was ich jetzt so gedacht habe, jetzt haben wir so einen actiongeladenen Moment. Emotional. Wichtig, emotional, weil die Mutter ist ja im Haus hin. Und da kommt so ein jazziger, so ein mega jazziger Soundtrack und ich denke so, der schreit jetzt nicht nach, es ist dringend und das Haus schwimmt gerade davon mit der Mutter drin, sondern eher so ein bisschen. The bloody physics in this game are, well, a father-mocking bit on the poopy side of you. Lord God plunder have mercy with my Eltoni. Sure you need a 5090 for physics in this game. Carnage will pay it. Carnage will pay it. Ja. Genau. Chat, ich baue jetzt einen 5090er ein und der Carnage zahlt es. Eine Physikskarte hatte ich früher einmal gehabt, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Physikskarte, Mann. Coolio. Gute Nacht, Coolio. Möge deine Nacht so entspannend sein wie ein Gangsters Paradise. Lass dich von süßen Träumen umhüllen, vielleicht begleitet von Darth Vaders Atem. Schlaf gut. Hey, Coolio, schön bist du dabei gewesen. Mach's gut, schlaf gut. Ja. Lass dich nicht verwirren vom Darth Vader, der ein bisschen näher ans Ohr kommt und reinschnauft und so. Aber hey, bis zum nächsten Mal, Coolio. Bye bye, tschüss. Carnage schließt sich noch an. And now I give someone Speichel. Ui, Last Man, danke dir für den Primary Sub im 5. Monat. Danke, Last Man, für den Support. Mega lieb, mega lieb. Oha. Lass dich mal überraschen, ich würde gerne weiter schauen, aber ich muss unter. Hey, ich will dich auch nicht aufhalten. Kannst du sonst in den VOD reinschauen, wenn du willst? Ja? Oder nächstes Mal, wenn ich wahrscheinlich weiterspiele, ausser es sagt mir jetzt gar nicht zu. Ja?
Aber hey, Vivi, merci vielmal für den Tipp. Merci vielmal, dass du der Grund bist, wieso ich jetzt das spiele. Ja, wenn du ein scheiß Spiel ist, dann bist du schuld. Nein, sag ich. Ich kann immer selber entscheiden, was ich da mache. Aber gute Nacht, liebe Vivi Naut. Lass dich von den Hype... Oh mein... Nein. What is happening? Chat, lass dich von den Hype-Trains in traumhafte Welten entführen. Und vielleicht begegnest du ja dort einem flauschigen Pinguin, der dich durch die Nacht begleitet. Schlaf gut. Hey, Vivinaut, schön bist du da gewesen. Merci nochmal und schönen Schlaf, gute Träume und einen schönen Sonntag noch. Mach's gut, Vivi. Bye, bye. Happy Birthday to you. Nachträglich. Sorry. Nachträglich. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Pini. Happy Birthday to you. Hey, Pini, Mann. Pini, Mann. Hey, wie hast du es? Schön bestanden. Happy Birthday, nachträglich. Alles Gute zum Geburtstag. 313 gifted a Tier 1 Sub to Zoe_Shiny. They have Pini, given 22 Gift Subs in the channel. Ich muss mich noch schnell bedanken. Pini, nochmal Happy Birthday und jetzt muss ich schnell gucken. Also, wo fange ich an? Last Man, nochmal danke für den Primary Sub. Last Man, auch danke. Danke dir für 5 verschenkte Subs an der luftige Alfred, der Tocho, der Benny, der Ash und der Lenitiv. Sorry, nein, das sind jetzt ein paar Ders zu viel gewesen. Aber Last Man, danke dir für die verschenkten Subs. Danke für den Support. Und das wäre nicht nötig. Aber danke dir. Arti, merci vielmals für 200 Biddies. Zoe Shiny, danke dir für den Follow. Willkommen. Carnage, merci für 1 Bit. Das ist der eine Schaden hier. Und Last Man, danke dir für einen weiteren Gifted Sub an Zoe Shiny. Zoe Shiny, you can't take the sky from me. Hey, Last Man, danke dir für einen riesen Support. Hey. Holy shit. Und merci für alle. He? Merci auch nur schon, dass ihr dabei sind. Finish him! Finish him! So, Chat, ich muss noch schnell ein bisschen lesen. Merci für 200 Bits, Arti. Der Treu vergisst um. Hey, so ein Seich. Come on. Manchmal, aber ganz selten. Und dann habe ich aber immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe letztens wirklich jemandem geschrieben. Und geschrieben, hey, ich bedanke mich nochmal für deine 100 Biddies, weil, falls du es nicht gesehen hast, als ich mich noch bedankt habe, weil ich es irgendwie 5 Minuten zu spät gesehen habe, habe ich dieser Person ein DM geschrieben. Also es ist nicht so, dass man das so gleichgültig ist. Chat? Einfach, dass wir uns verstehen. Ja, Pini, Mann. Fühlst du dich jetzt älter, Pini? Wie fühlt sich so? Wie alt bist du? 24, oder? Liebe geht raus an den Last Man. Let's go. Pini, Happy Birthday. Let's go. 279. Pini, Happy Wurzeltag. Hey, danke für all deine interaktiven, super geilen Streams. Oh, hey, Last Man. Ach, nichts zu danken. Danke dir. Danke dir, dass du so häufig hier bist. Ne? Es ist so, wie es ist. Das alles habe ich euch zu verdanken. Ne? Es braucht euch. Ja, und dann braucht es vielleicht auch noch ein bisschen mich. Und Streamerbot. Hey Chat, merci vielmals für den riesigen Support. Pini, ich hoffe, ich habe dich nicht überrumpelt mit dem Happy Birthday. Vielleicht hast du es so ein bisschen geheim behalten. He? Aber ich habe einfach gedacht, ja, muss es schon sein, dass ich es noch schnell singe.
Lieber Chat, Pinweg hat Geburtstag. Auch als es nochmal schnell gesagt ist, ja? Pinweg hatte Geburtstag gestern. Gut. Also machen wir noch ein bisschen weiter im Gameplay-Chat. Oh, Specko, merci vielmals fürs Klippen vom Happy Birthday. Ist komisch, fühle mich immer noch gleich komisch. Ja, geht mir auch jedes Mal so. Ja, auch mit 25 habe ich mich immer noch gleich komisch gefühlt. Selten aber stets immer super gerne und immer eine Weiterempfehlung wert. Oh, ja, danke dir auch für das. Ne? Das habe ich auch schon häufig gesehen. Ne? Das ist auch sehr, sehr lieb von dir. Und Lastman singt jetzt auch noch Happy Birthday. Let's go. So, Chat, aber falls ihr es vorher verpasst habt, uns schwimmt gerade ein Haus davon. Ja, da schwimmt ein Haus davon, mit der Mutter drin, ja, jazzige Musik dazu. Wasser ist giftig, nicht vergessen. Merci vielmals fürs Erinnern. Drücke A zum Hängen und drücke L, um dich am Vorsprung entlang zu bewegen. Während du in eine Richtung gedrückt hältst, drücke A. Um zu einem anderen Vorsprung zu springen, drücke B. Nein, jetzt lese ich es falsch, oder? Das sind Punkte. Also nochmal. Drücke A, um zu einem anderen Vorsprung zu springen. Punkt. Drücke B, um dich fallen zu lassen. Okay. Troy sollte sich in dem Spiel beeilen. Ansonsten bekommt er das Alternate Ende, bei dem man in Kapitel 1 15 Minuten lang nichts tun muss. So, Chat. Bunny's house is uphill. She's always fine during storms. Oh. Brauchen wir einen Death Counter in diesem Spiel? Chat? Brauchen wir nicht, oder? Wir brauchen keinen Death Counter, KG. Wasser ist Lava, ja, habe ich eben auch das Gefühl. Nope. Hallo, da bin ich wieder. Was machen wir schön? Sagen wir machen South of Midnight. South of Midnight. Da geht es um Saufen. Pini. Wieso ist das kein Scope-Game? Ich brauche da so eine Pini, wo mich einmal wieder holen kann, wenn ich runtergehe. Schade Marmelade. Das ist Schade Marmelade. Das ist auch so eine. Das ist auch so ein Satz. Der ist so cringe. Das ist wie wichtig und richtig. Support ist kein Mord. Schade Marmelade. Max, angelst du? Die Schonzeit ist ja jetzt vorbei, seit letzter Woche Montag. Ist die Schonzeit vorbei? Angelst du, Max? Und grüezi, Max, wie geht's dir? Grüße nach YouTube. Ist das ein gutes Spiel? Ich weiß es noch nicht. Ich habe erst gerade angefangen. Also das Highlight ist, dass ich zweimal ins Wasser gefallen bin bis jetzt. Es ist so ein bisschen Stop-Motion, aber jetzt sieht man das gerade nicht so aus. Von dem her, mal schauen, wie es wird. If I can get to her place, she can get help from Mama. Mal gucken. What was that? Das ist die amerikanische Riesenspinne, gell, Chat? Chat, jetzt machen wir einen Death Counter rein. Ab jetzt machen wir einen Death Counter rein. Will jemand der Death Count Master sein? Nein, jetzt, also so häufig, wenn ich da runtergehe, dann müssen wir einen Death Counter anschauen. Schnell schauen, ob ich den da kann. No! Troy! Troy! Chat, Moment, schnell. Ich bin gerade wieder für euch da. Schnell schauen, es wird nicht an. Der Death Counter wird nicht angezeigt.
Death. So. Ja, Max, ich bin aus der Schweiz. Also das, was du hörst, wenn ich hier so unverständlich rede, ist das Schweizerdeutsch. Genau. Was macht... Nein, Pini. Ich kann das auch zocken, Hilfe. Oh nein. Aber da tue ich nicht spoilern lassen. Pini, alles gut. Alles gut. Dann machst du mich auch so... Du tust so hinzoomen, so. Du tust so hinzoomen. Und dann schaust du einfach mehr zu. Machen wir es so. Ja, dann sehe ich das Spiel nicht. Chat, wird jemand Death Count Master sein? Das wollte ich fragen. Ahu, KG. Wird jemand Death Count... Also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen endlich dämlich, dass wir einen Death Count starten, aber ich werde es auch mal probieren. Ich glaube, es macht schon Sinn. Auch so... Auch für den Joke halt, dass ich immer ins Wasser gehe. Aber ich höre es doch. Ich will aber mit dem Troy einschlafen. Oh no, Pini. Ja, was soll ich da machen? Ne? Ich kann da auch nichts machen. Chat, ich drücke sonst selber amix aufs Plus. Wie viel Mal bin ich jetzt schon gestorben? Das war jetzt, glaube ich, etwa das 4. Mal, oder, Chat? Wie viel Mal bin ich schon gestorben? Stupid! Ich glaube, 4 Mal. Aber hey, Pini, wenn du wieder gehen willst, kann ich das verstehen. Nehmen wir das auch nicht persönlich. Hey Max, woher bist du denn eigentlich? Oder, ich nehme ja nicht an, dass du auch Schweizer bist. Aber Max, hey, geht gut? Geht gut? Für das, dass ich hier immer runterfalle, ne? 100? Nee, das glaube ich nicht. Nein, jetzt habe ich... Chat, streamt ihr mal, redet mit Chat und drückt die richtigen Knöpfe. Chat, macht ihr das einmal. Zuerst möchte ich es sehen. Ja, bevor ihr mir vorwerft, dass es Skill-Issues sind. Es sind nicht Skill-Issues. Ja, Troy, ich muss dir unbedingt noch was zeigen. Ich schreibe dir noch, hey, mach das, mach das. Chat, und jetzt lasst mich mal das Spiel spielen, damit ich da nicht immer runtergehe. Ah. Pini, P. happy bloody birthday. Now that you are 18, you can learn how to drive a car. Please do that far away from me and not in the summer. There is not enough room in the mountains. But you can use Troy's car for lessons. And Carnage will pay the gas. Can't give up now. In 2 years, when you turn 20, you will Carnage. have... Ui, Carnage muss für alles zahlen. Nein, jetzt fliegt. Das ist auch wieder, Chat, das ist auch wieder echt pure Logik. Das riesige Ding reisst es weg, windet es weg. Aber uns nicht. Ja. Listen! Ich glaube nicht, dass der Death Counter eine gute Idee ist. Wenn du ins Wasser fällst, werden dir nur HP abgezogen. Ach schon. Du hast recht. Ich bin also eigentlich noch nie gestorben. Chat. Merci vielmals, das macht Sinn. Wie viele? Okay. Merci vielmals. Guten Input, habe ich gar nicht gecheckt. Dann drücke ich nur, wenn ich wirklich sterbe. Ah, du bist von Bern? Ach so, magst du das auch nicht checken? Weil du geschrieben hast, bist du in der Schweiz. Dann habe ich gedacht, okay, dann weißt du wahrscheinlich nicht, was das für ein Dialekt ist, aber dann kann ich auch Schweizer. Da kann ich ja auch gerne Schweizerdeutsch mit dir reden. Vielleicht nicht gerne Berndeutsch, aber ich finde Berndeutsch einer der schönsten Schweizer Dialekte. Privatinsolvenz. Ein Haus hat auch ein bisschen... Ja, ich weiss.
Aber hast du gesehen, wie es das sich weggerissen hat? Also es geht mir nicht nur darum, dass der Wind jetzt das mag abreißen und dass es so runterkippt. Aber das Ding hat es ja regelrecht aus dem Boden rausgerissen und ist davon geflogen. You know, fände ich das schon ein bisschen übertrieben im Verhältnis. Und wenn wir, also ich kann jetzt noch weitermachen, Coles. Da die kleinen Blättchen da. Ja. Also ich weiss ja nicht, ob die da... Vielleicht sind sie im Windschatten, wir weiss es nicht. He? Aber... Can anybody hear me? Please? Anybody? Ich muss schnell schauen, was ich überhaupt mache. Folge dem Chat. Dann kann ich in die Hauptstraße. Was machen wir da eigentlich, Chat? Das ist so Jump'n'Run. Ein Donut. Please hold. Okay. Musik finde ich immer noch speziell, aber ich verstehe langsam ein bisschen den Stil. Holy fuck. Ich verstehe langsam so ein bisschen die Idee von dem Stil. Headed to your old place. Got no other options. I'm so scared for Mama. Dad, if you're up there, keep her safe. Also Chat. Ui. Schneller. Oh, was ist jetzt los? That can't be real. Hope they'll help me. So, jetzt kann ich schnell Chat lesen. Das ist ein komisches Spiel. Ist das ihre Kellogg's-Packung drin gewesen? Nein. Für das habe ich recht viel Geld gezahlt, plus noch 10 Franken zusätzlich, damit ich es heute spielen kann. Max, da stelle ich dir eine Gegenfrage. Was denkst du, aus welchem Kanton das ich bin? Was ist dein Guess? Mach deinen Guess und dann sage ich dir, ob du richtig liegst und woher ich komme. Ja, Pini, ich auch. Ich freue mich auf unser Duo. I know y'all in there. Excuse me. You can't just show up unannounced. I have to talk to Bunny. Well, she is rested. You're gonna have to come back tomorrow. It can't wait. Karen, ich habe jetzt keine Zeit für so Scheiß. What is all this racket? Hey, Grandma? Grandma. Is that Hazel? Okay, die You've gotten taller. hat What Geld, brought you hä? sopping wet Check. to my doorstep this evening? I told her you were rested, but she Die just... hat Geld. Nonsense, Lily. That's my only grandchild down there. What can we do for you? The trailer got swept downstream with Mama in it, and I Swept down in the river in that tin can of a home? I tried to catch her, but I couldn't keep up. Ich muss schnell lesen, es ist gerade ein bisschen viel los im Chat. Steffi, grüezi. Hallo Steffi, Grüße nach YouTube. Das Spiel macht meinem 3-jährigen Sohn schon ein wenig Angst. Ja, kann ich verstehen. Aber ich bin mir sicher, dein 3-jähriger Sohn hat das besser im Griff als ich. Ich bin halt zu alt für das. Ne? Bei mir ist es das Gegenteil.
Steffi, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Kurz Chat lesen. Chat. Etwa so sehe ich auch aus. So, also wie die Karen, die vorhin gerade aufgemacht hat. Also am Montagmorgen sehe ich auch so aus. Das ist absolut true. So, ich tue jetzt mal ein bisschen liegen und Augen zu. Erst Lüppis. Hey, Pini, mach das. Schlaf ganz gut. Ja. Und schönen Sonntag noch. Ich weiss, ich habe dir nie zurückgeschrieben. Ich glaube, du hast mal noch geschrieben. Aber du bist nicht, es geht vielen Personen so, dass ich nicht zurückschreibe im Moment. Aber hey, Pini, mach's gut. Schlaf gut, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Ich sehe aus wie meine Franzlehrerin, der Säckkopf. Ohne Scheiß. What the fuck? Ui. Worthless God. Worthless God. Merci vielmals für den Follow. Danke dir für den Follow, Worthless. Wie geht's dir? Willkommen hier bei mir. Beziehungsweise ein ganz toller individueller Brieg. Jetzt habe ich irgendetwas nicht gelesen. Da exklusiver Troy-Merch. Schüttelt Penis Kopfkissen ordentlich auf und legt ein paar Pralinen drauf. Also die größte Praline der Welt, Chat. Duplos. Ich hätte so Lust auf so ein Duplo jetzt. Ein Bommeli. Also, er hat einen Montagmorgen-Look. Carnage heisst Steffi. Hä? Ah, nee. Nee, Steffi ist... Tired of your old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammer and mug from the merch store. And don't miss out on the epic warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammer and merch store. Link in the profile description. Nee, Carnage ist nicht Steffi. Hier ist ein Beispiel von einer Nachricht von Steffi. Ne? Kannst du nicht etwas kindergerechten? Kannst du nicht etwas kindergerechten? Wie ist das Deutsch, Chat? Das ist nicht Deutsch, ne? Kindergerechten wie Minecraft spielen. Wenigstens eine halbe Stunde, bis mein Sohn eingeschlafen ist. Nein. Alles Gute, aber ich bin noch da. Ah, okay, du gehst noch nicht gerade. Pini, bin ich gerade erleichtert. Okay, jetzt muss ich Maximus noch schnell schauen. Max, du hast meine Frage nicht beantwortet. Gib deinen Guess ab, habe ich gesagt. Erst dann sage ich dir, woher ich bin. Ja? Was denkst denn du, woher ich bin? Jetzt weint er wegen mir. Oh no. Oh nee. Shit. Da muss ich direkt Stream abstellen. Ne? Nee, also, ne, Steffi, ich mache jetzt das. Ne? Wir machen das jetzt zusammen, Chat. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Wir machen jetzt das Fenster zu, ne? Weil, also Steffi, hier ein kleiner Tipp, ne? Da oben das X, hast du es gesehen? Da oben das X. Das ist die Lösung für alle Probleme. Ja, jetzt eigentlich den falschen Knopf drückt, aber ich habe gleich den richtigen Knopf gedrückt, wenn man es genau nimmt. Wo bin ich? La Grande Granata. Nein, aber La Grande Granata ist nicht da, oder? Hat La Grande Granata geschrieben? Nein, jetzt weint der Calls auch noch. Hey, jetzt weint doch nicht alle, sagen sie. Sagen sie. So, okay. Bye bye, Steffi. Bye bye. Hey, die angeln alle, Chat. Die angeln alle. There's no one in town. I saw the lights on here and I came for help.
And we will. In the morning. But you know people. Can you call the sheriff or something? You know rescue services are paused in the middle of a hurricane, dear. You're acting like you don't even care. Aber Chat, Your tone, please. die Villa, die sieht stabil gebaut aus, oder? Ich glaube, die fliegt nicht davon. Things. These strands. In the air. Karls, jetzt hör auf zu weinen. He? Ich hab sie entfernt. Ich habe das Problem entfernt. Ein Problem weniger auf der Welt. Karls ist jetzt wieder gut, beruhigen wir uns wieder. Ne? Nicht weinen. Okay, Zürich. Max gibt ein Guess ab Zürich. Nein, Aargau. Ich bin aus dem Aargau. Achtung, Gefahr. Wir können nicht Auto fahren. Wir haben den uninteressantesten Dialekt von allen. Aargau. Rüebli. Rüebliland. Troy, kannst du Karls Profilbild mal einblenden? Ich weiß, wie ich ihn vom Weinen abbringe. Moment schnell. Also deins? Nee, Karls Profilbild. Moment schnell. Oh Scheiße, nee, du musst den richtigen Will Smith nehmen. Da muss Flattern sein mit Kanalpunkt, Chat. Da muss Flattern sein. So geht mit Will Smith 2 geht's nicht. Also ich bin ready. Do it. Wow. Jetzt will niemand mehr, der Chat. Weisse Socken, ja, logisch. Weisse Socken habe ich vergessen. Oh, Jesus Christ. Oh, jetzt ist ein Freeze. Okay, never mind. Gut, danke vielmals. Also, hat das auch erledigt, Chat. Gehen wir wieder zurück ins Gameplay. Karls wird hier nicht geschlagen. Hört auf, Lizzie, Chat. There's something big out there. Lily. Yes, ma'am? Clearly Just my granddaughter Lily. is not in her right mind right now. Afraid for her mother and all. Ready a guest room. Yes, ma'am. Poor thing. You've been through a lot tonight. Come sit down for a minute. Hey, Wolfsdrachen 1. Danke für den Follow. Merci für den Follow. Where am I? A dream. What a strange dream. Hey, these strands, I've seen them before. Drücke, um den Leitstrang zu aktivieren. So kannst du jederzeit den Weg zu deinen nächsten Zielen enthüllen. Okay, das ist so quasi ist so ein Reveille, oder? Ui. They're saying my name. Okay, nice. Die ist so nett. Ja, true. Oh, Karls vermisst Steffi. Hey Max, auf jeden Fall. Ja. Hast du es gehört, wie es geklopft hat? Das ist verrückt. So, ciao. Da kriege ich Lust, angeln zu gehen, Chat. Wirklich. Kriege ich Lust, angeln zu gehen. Aber jetzt haben wir Drogen genommen. How interesting. Who are you? What are you doing in my dream? Hey, Wolfsdrachen, grüß zurück nach Solothurn. Holy shit.
Wolfsdrachen. Let's go. Can you see me? What? Was geht da ab, hey? Das ist hier verwirrend. Oh God, my baby! My baby bug! No! You're not gonna make it! Ah! Ma, I'm right here. I'm okay. Ich finde den Stil. Edward C. rated mit 9 Loot. Edward C., danke für den Raid. Let's go. Edward C. und Raiders. Gandalf Edwarzi. Danke für den Raid und willkommen, liebe Raiders. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Mein Gott, ich bin langsam müde. Bei mir gibt es viele interaktive schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Wir sind jetzt aktuell im Kapitel 1 von South of Midnight, einem Spiel, das mir heute empfohlen wurde und wo ich mir gedacht habe, hey, das zock ich heute mal an. Und wenn es mir gefällt, dann zocke ich da auch weiter, logischerweise. Thank you. Okay. Wir haben jetzt seit heute so eine Narration. Ja? Narration von Carnage Rage. Das ist sehr nice. Jetzt bin ich verwirrt. Ne? Jetzt bin ich auch verwirrt. So, Chat, wir machen kurz Musik rein. Wir machen noch ein Foto. Edwards, wir machen ein Foto mit dir und euch, lieben Raiders. Gebt doch alle einmal im Chat Ausrufezeichen Foto ein. Kommt alle mit aufs Foto drauf. Ausrufezeichen Foto, dann kommt ihr, wie der Carnage Rage, mit eurem Profilbild mit aufs Foto. Das Foto wird dann auf dem Discord gespeichert, da gibt es eine Instagram-Story, da gibt es eine Twitch-Story und das Foto kann man sich sogar ausdrucken lassen, wenn man das im Merch-Store dann auch kauft. So, und ich begrüße mal kurz alle. Wolfsdrachen nochmal Hallo und Edwarzi, Zensam, Marliri und Z-Roman, habe ich das richtig gesagt? Willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mitgeradet seid. Und Edwards, habe ich schon gefragt, was gab es bei dir? Was hast du gestreamt? Du hast dir den Rot ausgewählt? Nice. Troy, ich bin so glücklich, dich mal raiden zu können. Habe schon zweimal versucht und du hattest es deaktiviert. Oh no! Oh no, ja, ich deaktiviere das. Irgendwann später mache ich das dann wieder. Es ist halt immer die Idee, wenn ich noch ein bisschen Gameplay brauche. Ungestört, sage ich jetzt mal. Und dann mache ich halt einen Raid-Stop rein. Ich mache es auch immer schön in den Titel rein. Eigentlich siehst du im Titel immer, ob ich es drin habe oder nicht. Aber es tut mir natürlich leid, wenn du jetzt schon zweimal das versucht hast. Ne? Das ist doof. Fortnite gab's. Wie waren die Runden in Fortnite, Edwarzi? Alles gut? Ist gut gelaufen? Chat, wir haben noch viel Platz. Wir haben 17 Leute auf dem Foto, 53 haben Platz. Alle einmal bitte aufs Foto. Einfach Ausrufezeichen Foto in den Chat schreiben. Das ist alles. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild aufs Foto drauf. Durchwachsen, aber wir hatten immer extrem viel Spaß. Ja, das ist auch das Wichtigste, Edwarzi. Um das geht es ja auch schlussendlich. Let's go. Übrigens, Max, das habe ich jetzt gerade noch gesehen, habe fast nie Schweizer. Ja, ist halt ein bisschen nischig, gell? Ist halt nischig. Und die meisten Algorithmen sind nicht dafür ausgelegt, dass es schweizerdeutsche Content ausspielt. Aber hey, here I am. Huh? Rock you like a hurricane. True North Ace, still here. Still here.
So, Chat. Ich muss kurz überlegen, ne? Jetzt muss ich kurz überlegen. Wäre der Bossfight denn ready? Der wäre ready, ne? Edwardsy, du darfst aber jetzt entscheiden. Ich weiß nicht, kennst du den Bossfight? Wenn ja, eigentlich wäre der ready. Jetzt ist es aber auch schon 20 nach 2, ne? Darum frage ich jetzt, willst du den? Und wäre es, wenn ja, wäre es okay, wenn wir den so in 20 Minuten machen und noch ein bisschen Gameplay machen vorher und dann in Bossfight reingehen. Oder sagst du, nee, dann bin ich eh nicht mehr da oder ich muss jetzt eh, keine Ahnung, schlafen, essen gehen nach dem Stream. Du darfst da gerne entscheiden. Ich bin da flexibel. Aber du hast eigentlich da noch den Dungeon Leader jetzt zugute, weil du geradet hast. Ich liebe diese Fotofunktion, so geil. Ja, es ist eine der Funktionen, die ich gebaut habe für Raids. Das ist, und der Bossfight, den ich jetzt erwähnt habe, das ist die zweite Funktion, die wir jeweils bei Raids machen. Oder dann je nach Anzahl Raiders, dann, wenn es voll ist, reinqueuen. Wäre okay. Okay, also machen wir das so. Machen wir das so, Edwardsy? Dann haben wir einen Deal. 20 Minuten. Also, Chat, lieber Ray, das in 20 Minuten machen wir den Bossfight. Wir machen jetzt noch das Foto, dann machen wir Gameplay noch ein bisschen weiter, 20 Minuten. Und dann kämpft ihr alle gegen mich. Das ist ein rundenbasierter Bossfight, den ich selbst gebaut habe. Und ja, wäre cool, wenn ihr alle dann dabei seid. Und Cedroman, ich danke dir noch für den Follow. Willkommen hier bei mir. Schön, dass du mitgeradet bist. Let's go. Letzte Chance. By the way, für alle, die auf YouTube sind, das geht natürlich, ja natürlich, es geht halt nur auf Twitch. Die, das mit dem Foto, aufs Foto kommen, das geht halt nur auf Twitch. Da müsstet ihr halt auf Twitch kurz reinkommen, einen Account haben und dann könntet ihr auch aufs Foto kommen. In anderen Ländern ist es stark. In anderen Ländern ist es kalt. Chat, machen wir kurz das Foto. Manchmal mache ich mir kurz Sorgen. Ne? Wenn ich so ruhig bin und kurz nichts sage, mache ich mir manchmal kurz Sorgen. Denke ich so. Wohin führt das? Wohin führt dieser Weg? Lisi hat's verstanden, ne? Lisi hat's verstanden. Eng. Oh, so simple. Jetzt, so simple, jetzt weißt du, dass das könntest aufs Foto schmuggeln. So, Chat, wir machen mal das Foto. Titel stimmt, danke für den Raid. Dann machen wir das Foto. Inzwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Like a panther. Yes. Let's go. Chat, Edwardsy, hier unser Foto. Oh, der Boba Fett ist leider nicht mehr drauf. Der hat es nicht geschafft. Das war zu spät wahrscheinlich. Aber hier, Edwardsy, unser Foto. Ab jetzt auf Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Story auf Instagram und auf Twitch, wo ich dich markiere, sofern ich dich auf Insta finde. Und das Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Link im Chat. Alright, 17 Minuten, Chat. 17 Minuten. Und dann machen wir den Bossfight. So lange gehen wir noch ins Gameplay rein. Oh, TTS hat noch Cooldown, Carnage. So. Ich muss kurz gucken, kann ich das hier ausblenden bis dahin? Damit es
damit es keinen Platz einnimmt auf dem Gameplay-Bild. Habe ich einen Knopf dafür? Ich glaube nicht, ne? Moment kurz. Ah, das hier. Ich habe einen Knopf dafür. Nice. So, zurück ins Spiel, Chat. Hey, so, ich muss mal ins Bett. Gute Nacht euch dann. Hey, Bommeli, Mann. Schön bist du dabei gewesen. Schlaf ganz gut. Gute Nacht, schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal, Bommeli. Bye, bye, tschüss. What is happening? Ich muss immer den Weg einblenden. He? Ma, wake up! Was ist? What the fuck? Mama? Albtraum-Chat. The trailer. Mama? Oh no. Grandma? Haben sie uns jetzt eingeschlossen? Das ist aber auch noch fies. We gotta find Mama! Hey, open the door! Okay, what the fuck is happening? Das finde ich jetzt auch noch geil. Das ist jetzt sehr unerwartet gekommen. Bin gleich da. So ein Seich, Max. Erzähl doch keine Räubergeschichte. Sicher nicht. Muss ich schauen? Eine innere Stille kommt in Troy auf. Irgendwas ist hier falsch. Irgendwas fehlt hier. Sind es die Memes? Nein. Sind es die Memes? Ist wieder irgendwas kaputt mit dem Bot? Auch nicht. Fehlt der Death Counter? Nein, er wirft hastig einen Blick in den Chat. Neben den üblichen Nachrichten von launischen und gut gelaunten. Chat? Hab ich was überlesen? Ach, Carnage, Mann. Carnage macht einfach da Narration heute. Finde ich irgendwie noch geil. Sehr, sehr simpel. Was machst du da bei mir daheim? My only option, I guess. The strands are still here. Maybe it wasn't a dream. Okay, Chat, also ich glaube, also ich bin immer noch so ein bisschen, ich frage mich immer noch, in welche Richtung das Genre geht von dem Spiel. Bis jetzt ist es so ein bisschen ab und zu rumklettern und dann wieder mal irgendetwas anderes, dann wieder ein bisschen Story, dann wieder ein bisschen rumklettern, ins Wasser springen und mich da rüber. Da rauf. I can't believe Bunny. I'm sorry, Grandma locked me in there. Ja, da finde ich jetzt schon ein bisschen dreckig, dass wir auch eingeschlossen worden sind. Das geht gar nicht, Chat. Oh, vorlesen, Chat, vorlesen. Bossfight, ich gucke nochmals, ob das jetzt auch geht. Hier, Bossfight in 12 Minuten, 12,5 Minuten, Chat. Ich wollte mich selbst abmoderieren. Aber wäre mir lieb, wenn die zweite Hälfte noch vorgelesen wird. Aber na gut. Aber ja, das hat's halt gekürzt. Ach so. Okay, ich lese kurz vor. Macht zwar keinen Sinn, wenn ich das vorlese. Neben den üblichen Nachrichten von launischen und gut gelaunten Zuschauern fehlt wer in den Zeilen. Er muss tief grübeln, wer fehlt. Nach ein paar Minuten realisiert er es. Carnage Rage
hat sich still und heimlich aus dem Stream verabschiedet. Okay, das ist aber eine geile Idee, Carnage. I like. Und hey Carnage, dann wünsche ich dir aber eine gute Nacht. Und gute Nacht, lieber Carnage Rage. Mögen deine Träume nicht im Chaos verrecken, sondern in Sternentoren der Fantasie aufblühen. Lass dich nicht von elendigen Gedanken beirren, sondern reise weit in die Weiten des Universums. Schlafe gut. Hey Carnage, schön warst du dabei. Danke für die Narration. Ich muss mal gucken, ob ich da noch eine andere Stimme finde, die so ein bisschen mehr Narrator ist. Ne? Das wäre noch was. Und schlaf gut, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Carnage, bye bye, tschüss. Ja, die waren jetzt echt smart eingesetzt, muss ich sagen. Nice. So, Chat. Habe ich alles gelesen? Ist noch 10 Minuten, ne? 10 Minuten bis zum Bossfight. 7. September 1989. Wenn ich die Nadeln halte, sehe ich Andeutungen von Fäden und Makeln, die am Rand meiner Wahrnehmung aufblitzen. Nur entwirren kann ich sie nicht und auch nicht greifbar machen. Frustrierend. 11. März 2003. Ich habe alle Rahmen und Möglichkeiten erschöpft. Mit keiner Methode konnte ich die Fäden kontrollieren und die Nadeln weigern sich, für mich zu singen. Das Licht meines Lebens bleibt erloschen, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Unraveling stigma. What the hell does that mean? Can Bunny see strands too? 7. Juni 1982. Als Menschen sind wir unersetzlich. Man sagt, das Leben sei ein Licht, das, wenn es einmal verglimmt, für immer erloschen bleibt. Aber ich glaube nicht, dass es so sein muss. Es liegt Magie in dieser Welt. Märchen, in denen sich Körnchen und Wahrheit verbergen. Was sind Körnchen? Okay. Verbergen. Ich werde sie finden. Vielleicht kann ich ihm dann vergeben. Ich will ihm vergeben. Okay. I wonder what happened. Kann ich dafür dann ein Ausrufezeichen NAR für den Command vorschlagen? Ah, ja, okay, fair. Lisa Chantal raided mit 3. Oh, holy moly! Lisa Chantal! Let's go! Oha! Lisa Chantal und die Raiders sind hier und danke dir, Lisa, für den Raid. Ich wechsle mal kurz die Szene, mache kurz ein bisschen Musik rein und wir machen natürlich noch das Foto. Chat, Raiders, ich brauche euch alle jetzt, ne? Jetzt noch nicht gehen, denn ihr müsst alle noch aufs Foto kommen. Denn Lisa und ich machen ein Foto zusammen mit euch. Ihr dürft alle drauf. Einmal bitte alle Ausrufezeichen Foto eingeben, damit ihr mit dem Profilbild auf dem Foto erscheint. Und Lisa, wie war dein Stream? Was gab's bei dir? Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Oha, was für ein geiles Hintergrundbild ist denn das bitte? Wait a second. Also Lisa, jetzt musst du dich aber für ein Mikrofon entscheiden. Es ist jetzt, ich habe ein Mikrofon bestellt, trust me. Und die haben einfach, keine Ahnung, 15 geliefert. Ja, musst du dir halt eins aussuchen. Ne? Lisa, hast du heute wieder gesungen? Ach, Lisa und der Gesang, ne, das ist immer schön zum Zuhören. Das ist immer schön. Und die Ukulele, let's go. Habe ich jetzt schon erklärt, wer ich bin, Chat? Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, Spielereien, Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir sind jetzt aktuell in Kapitel 1 von South of Midnight. Ein Spiel, das mir heute empfohlen wurde und wo ich gesagt habe, hey, ich habe da ein paar Bilder angeguckt und habe gesagt, hey, das zocken wir heute. Da habe ich Bock drauf.
Und Chat, wir haben by the way noch viel Platz. Ne? Alle, die es noch nicht gemacht haben, Ausrufezeichen, Foto eingeben. Alle dürfen drauf. Ich will hier so viele Leute wie möglich drauf haben. Wir sind aktuell 13 Leute. Kommt alle drauf. Auch wenn ihr kein Profilbild habt, ist kein Problem. Einfach draufkommen. Und ich begrüße noch kurz alle, die geschrieben haben. Danny Chi, Mary New, natürlich Lisa, Clouding Master, Voxelbox Studios, The Cat Official, Martin, Daniel Yes Yes und Opa Krake. Und Opa Krake, Daniel und Mira New, euch auch vielen Dank für den Follow und nochmals willkommen hier bei mir. Schön, dass ihr alle mitgeradet seid. Holy moly. Und ich lese noch kurz, was Lisa geschrieben hat. War super, muss leider gleich ins Bettchen. Hey, Lisa, das kann ich verstehen, ne? Um die Uhrzeit nach dem Stream kenne ich. Lisa, ich danke dir nochmals für den Raid. Und du hast noch geschrieben, ja, gab Gesang, let's go. Ich danke dir nochmals für den Raid. Danke dir, dass du mir deine Community anvertraust. Deine tolle Community, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Ne? Ich bin häufig mal einfach am Zugucken. Ich weiß, ich schreibe nicht viel. Aber ne, ihr seid tolle Leute. Ne? Liebe Raiders, nice, nice. Und Lisa, gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag noch. Und man liest sich, man sieht sich. Ich schreibe auch mal wieder bei dir rein. Bye bye, Lisa. Tschüss. Let's go, Chat. Let's go. Und by the way, für alle Raiders, die jetzt noch hier sind, da gibt es noch was, ne? Weil ich habe vorhin mal einen Bosskampf reingequeued. Der findet in 5 Minuten statt. Das heißt, wir machen jetzt das Foto und dann machen wir noch eine Prediction, wer gewinnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Bossfight rein. Da kämpft ihr alle gegen mich in einem rundenbasierten Bossfight, den ich selbst gebaut habe. Und ich kann es nur empfehlen, dass ihr da noch bis dahin noch dabei bleibt und mir so ein bisschen auf die Schnauze gebt, ne, Chat? Weil das könnt ihr gut. So. Chat, ich mache noch kurz eine Prediction. Okay, es ist ein wenig kurz. 2 Minuten, Chat. Ihr habt 2 Minuten Zeit, zum eure Kanalpunkte verwetten. Wer gewinnt? Ich oder Chat? 2 Minuten, Chat. Sorry, war ein bisschen kurz. Wollte eigentlich 5 Minuten machen. Und wer noch nicht drauf ist auf dem Foto, letzte Chance. So, machen wir hier 0% Blur. Titel stimmt. Machen wir das Foto. Inzwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Let's go, Chat. Lisa, hier unser Foto. Und das ist ab jetzt auf dem Discord drauf. Ausrufezeichen DC. Ihr könnt euch das dort holen und dürft das auch gerne verwenden. Merci, Lisi, danke dir. Und ich mache dann aber auch noch eine Story, so wie immer, wo ich Lisa Chantal markiere, auf Instagram, auf Twitch. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Let's go. So, Chat, letzte Chance, ne? 24 Sekunden. Ihr könnt noch eure Kanalpunkte setzen. Eine Person hat auf mich gewettet, ne? Und 7 Personen haben auf Chat gewettet. 10.000 Punkte versus 49.000 Punkte, Chat. Stellt euch vor, ich gewinne jetzt. Dann wären das fast 50.000 Kanalpunkte, die okay, jetzt an 2 Personen gehen. Aber wahrscheinlich der Großteil würde an eine Person gehen, so wie ich das sehe. Spannend, Chat, spannend.
Oh Martin, du hast 10 Treuepunkte. Aber einfach, dass es kurz erwähnt ist, die Treuepunkte, ne, die du jetzt hier siehst, die brauchen wir eigentlich nur bei Giveaways. Das ist nur für Giveaways. Alles andere funktioniert mit Kanalpunkten von Twitch. Ich höre, wie du sagst, 7 bis 15 Sekunden und starr doof auf den Bildschirm, einfach kurz Braindead. So, was muss ich jetzt machen? Hast du wenigstens gelacht vor dem Bildschirm? Troys Charme hat mich hypnotisiert. Oh, simpel. Nicht schon wieder, da wären alle Punkte wieder weg. Nee, Fishbone, nee. Also hast du gegen mich gewettet? Dann geschieht's dir aber recht. Dann geschieht's dir recht. So, Chat, wir gucken noch kurz. Ja, ich kann ja schon mal erklären, wie es geht. Ich bleibe mal bei Hochdeutsch, ne, wegen den Raids. Wegen Edwardsis Raid und Lisa Chantals Raid mache ich das Hochdeutsch und ich erkläre noch kurz, wie das funktioniert. Für die noch nie dabei waren. Sobald der Bossfight startet, habt ihr 3 Aktionen pro Runde. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Die stehen nachher auch noch da, ihr müsst nichts notieren. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, die haben auch verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink könnt ihr euch healen, hat allerdings eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. Einfach vorsichtig sein, vielleicht nicht in der 3. Aktion dann noch healen, ne, wenn es absolut nötig ist, sondern vielleicht vorher. Egal, ihr werdet es dann schon rausfinden. Mystery Chest, da kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für alle. Kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus der Eichel hier Liebe, denn Franziskus kämpft für mich und der kann eine starke Attacke machen. Die nennt sich 400 Eicheln und die macht 400 Damage. Und indem ihr ihm Liebe schenkt, senkt ihr die Chance, dass er diese Attacke gegen euch ausführt. Okay, lese. Sad me is sad now. Ich wollte was triggern, aber bei so vielen Möglichkeiten einfach tilt. Okay. Ja, Franziskus kämpft das mal ganz sicher für mich, weil, Chat, ihr habt keine Franziskuskarte mehr übrig. Aber ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr Zusatzheilung wollt. Easy Mode? Ich empfehle nein. Ich empfehle ganz klar nein. Aber wenn ihr Zusatzheilung wollt, Easy Mode, ne? Story-Modus, dann Ausrufezeichenkarte 1 in Chat schreiben. Wenn ihr Lichtschwerter wollt, rein kosmetisch, dann macht ihr Ausrufezeichenkarte 2. Und wenn ihr weder noch wollt, macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Äpfelmost auch am Start. Let's go, Äpfelmost, schön bist du da. Äpfelmost, wie geht's dir? Troy, I can proudly bloody announce the boo-boo time of 81 calls. This bloody bastard goes to the Father mocking bed. Lord God Pillow have mercy with a sheet of this sleepy sissy. Sleepy He sissy. is snoring like a cat that has been dragged 100 meters down the street. Oha. Hey, Calls, dann wünsche ich dir eine ganz gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Schließe die Augen und tauche ein in die Welt der Träume. Begleitet von einem Duft nach Bündner Nusstorte, möge dein Schlaf so erholsam sein wie eine Reise mit einem Fluxkompensator. Träume von Romer Cheese Witches und geheimen Easter Eggs. Danke vielmals. Hey, Karls, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Poppy geht auch schlafen. Gute Nacht, Poppy. Träum von einem geheimnisvollen Mystery Chest. Hä? Der Mystery Chest, das ein Faultier auflegt. Hä?
Möge deine Nacht genauso entspannend und spannend sein wie ein gemütlicher Filmabend mit Popcorn. Schlaf gut, hey Poppy. Schön bist du dabei gewesen und gute Nacht, schönen Sonntag auch dir. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye Poppy. Let's go. Let's go. Jetzt gehen alle schlafen. Chat, ihr könnt doch jetzt nicht alle schlafen gehen. Wartet doch noch. Gebt mir noch einmal auf die Fresse, Chat. Gute Nacht, Sandsternchen. Möge die Nacht die Sterne, möge die Macht der Sterne dich beschützen, während du sanft in das Land der Träume gleitest. Träume von exotischen Ananaswelten und möge Yoda über dich wachen. Schlaf gut. Hey, Sandsternchen, auch dir eine gute Nacht, schönen Sonntag, schöne Träume und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Und Sandsternchen, danke, dass du dabei warst. Ne? Ich habe zu danken. Schon seit dem Stream steht, aber ich habe bis jetzt pennt. Ja, Äpfelmast. Gott, Verdeckel. Bis jetzt pennt. Der Schlafrhythmus ist auch komplett im Eimer, oder? So, Chat, wir lösen auf. Ihr nehmt die Koffeinschubkarte. Wow, okay. Und Chat, da würde ich sagen, dann würde ich sagen, wir gehen rein da. Wir gehen rein. Ich bin... Story Mode habt ihr also gewählt und ihr wollt mich besiegen. Nein! Chat, votet für eure Befehle. Aktion 1, Runde 1. Schreibt eure Befehle in Chat. Okay. Mystery Chest it is. Äpfelmost löst Mystery Chest aus. Und Setroman, es war ein bisschen spät, aber es kann sein, wenn du mich auf dem Handy hast, dass das Video ein bisschen Delay hat. Dann achte dich eher auf den Chatbot, wenn der sagt, wie jetzt dann, ihr seid an der Reihe, dann mach deine Chatbefehle rein. Dann kannst du den Delay ein bisschen umgehen, so. So, weiter geht's. Da kommen die Votes rein. 5 Votes auf der Mystery Chest. Highway Racer führt aus. Und Highway Racer... Oh. Die war leer, Chat. Oh, Highway Racer. Unlucky. Leer. Aktion 3, Chat. 7 Votes auf der Pistole. Ja, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, habt ihr denn Aim, Chat? Karanda, hast du denn den Aim, den es braucht? Mit Level 9. Ich glaube, der ging daneben, Karanda. Der ging daneben. Der Aim ist nicht hier. Wie viel Pech kann man haben? Oh mein Gott. Ja, war jetzt wirklich ein bisschen unlucky. Ihr habt ein bisschen Damage genommen, ne? 200 Damage. Ich auch. Chat, was mache ich denn? Franziskus. Sie haben dir noch keine Liebe geschenkt, aber du schenkst ihnen jetzt 400 Eicheln. The pressure is on, Chat. Ihr müsst healen, Chat. Ihr müsst healen. Aber es ist schon mal spannend, ne? Es ist schon mal sehr spannend. I like. Was haben wir? Okay. Aber ganz klar, ne, die Heilung, die muss jetzt sein. Ich glaube, nur ein Vote war auf Franziskus. So der Panik-Vote, ne? Nach 400 Eicheln, das kann ich verstehen. So, Chat.
Was soll's sein? Zweite Aktion, Runde 2. Ihr habt 391 HP. Da gehen die Votes ein bisschen auseinander. Will Smith 3, Mystery Chest 5, 6. Ich glaube, da gibt es eine Mystery Chest. Highway Racer mit der Mystery Chest erneut. Aber ist jetzt was drin oder ist sie wieder leer? Nein, es ist was drin. Es ist die Schrumpfmaschine drin. Highway Racer. Ich mag das nicht, geschrumpft zu werden. Ich mag das nicht. Das tut weh. Verdammt, Chat. Chat. Dritte Aktion. Ihr habt 391 HP. Der Fall ist klar. 13 Votes auf dem Kaffeedrink. Das macht Sinn. Das macht Sinn. 16 Votes auf dem Kaffeedrink. Edward, sie führt aus. Dungeon Leaderin. Level 3. 3. Oha, das war ein guter Heal. 288, das war ganz nice. Ja, das ist fast ein bisschen schade, ne? Das ist jetzt genau das. Der Buff, das macht es schwierig für mich, da einmal so die Möglichkeit zu bekommen, euch zu killen. Aber Chat. Ich nehme meine Chest of Hammers. Ich beschwöre den Hammer of Healing. Ich heile mich. Und ich mache Damage. Chat, ihr seid an der Reihe. Okay, was sagen wir? 8 Votes auf der Mystery Chest. Ja, 3 noch auf Angriff. So ein paar vereinzelte, aber ich glaube, es wird die Mystery Chest geöffnet von Edwarzi. Und was ziehst du da raus? Ist sie leer? Nein! Oha, Shield of Reflection. Okay, ganz wichtig jetzt. Das Shield of Reflection ist jetzt aktiv, hat eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, Schaden auf mich zu reflektieren. Aber wenn ihr euch healen solltet und das Schild ist immer noch aktiv, dann kann es sein, dass der Heal auf mich reflektiert wird. Ne? 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Heal auf mich geht. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Mystery Chest aufmacht, könnt ihr natürlich hoffen, dass ihr eine Combo hinkriegt. Hey, nein. Nein, ihr macht jetzt nicht die Combo, ne? Ihr seid... Nein, das gibt's nicht, Chat. Okay, nice, Mann. Das war nice. Die Combo. Schaden für uns beide, aber ihr habt den Schaden auf euch reflektiert auf mich. Ich habe 400 Schaden bekommen. Das ist natürlich jetzt nice. Okay. 540 410. Das ist genug HP, dass ich euch nicht killen kann. Aber jetzt, oha. Denkt daran, in der Mystery Chest, wie ihr vorhin gesehen habt, kann auch was drin... Oh, shit. Nee, ich jinx es nur, ne? Jetzt habe ich es vorhin gejinxt, jetzt habe ich es nochmals gejinxt. Chat, jetzt habt ihr ein Problem. Ihr habt 314 HP. Jetzt gibt es diverse Angriffe, die euch töten können. Inklusive der Mystery Chest. Inklusive dem Franziskus. Mit einer 50%igen Chance. Franziskus, beende es! Nein! Ja! Du hure Lümmel, du Verdammte! Hure Saudoppel, du! Nein, das geht's nicht.
Ich nehme dir den Hammer weg. Der gehört nicht dir. Ne? Das ist mein Hammer. Du bekommst eine gute Nachtmilch, Franziskus. Eine gute Nachtmilch. Der ist am Schlafen, der Franziskus. Oh, jetzt hielt ihr euch natürlich wieder hoch, Chat. Das war ja klar. Oh, nee, Chat. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich ein zweiter Heal, ne? Scheiße, das wäre meine Chance gewesen. 8 Votes auf dem Kaffeedrink. Seth Roman erneut erfolgreiche Heilung. Verdammt. Verdammt. Als letztes Franziskus. Sagt Fishbowl. Oha. 3 Votes auf dem 6. Okay. Die Leute halten sich dran, ne? Fishbone hat da ein bisschen den Lead jetzt auch. 15 Votes auf Franziskus, ne? Also ihr habt gesehen, der Franziskus, der kann gefährlich sein. 50%ige Chance standardmäßig für 400 Damage. Und mit der Liebe für Franziskus senkt ihr die Chance in 10% Schritten. Bis auf 0. Nice one. Chest of Hammers. Ich mache dasselbe jetzt nochmals, ne? Ich setze euch unter Druck. Nein, aber nicht so. Nicht so. Das ist Quatsch. Das ist nicht genügend Damage, Chat. Fuck. Okay, Chat, was kommt da rein? Oh, Fishbone gibt wieder vor. Heal, Mystery Heal Attack. Also jetzt Heal. Okay, Fishbone, jetzt hast du die Leute verloren. Jetzt macht niemand das, was du willst. Edwards mit der Mystery Chest. Nee, nicht schon wieder. Oh, come on, please. Ach, das Geschrumpfe, Chat. Nein. Ich will nicht geschrumpft werden. Jetzt hört endlich mal auf, mich zu schrumpfen, Chat. Das ist nicht lustig. Und es tut weh. Oh, Chat. Oh, 3. Chat, 3. Was? Oh, 11 Votes auf Kaffeedrink, 13 Votes auf Kaffeedrink, 3. 3. Seth Roman. Kokainum. Mit Kokainum. Kokainum hielt um 250 HP, Chat. Oh, wahrscheinlich ein bisschen Delay. Ne? Achtet auf den Chatbot, wenn ihr immer Delay habt. Einfach, dass es nochmals gesagt ist. 3 Votes auf Pistole, 4, 6 Votes. Das war der Dreifach-Vote-Chat. Oh, ihr wollt... Oha, ja, ich habe halt nicht mehr viel HP, ne? Das ist jetzt die Überlegung. Wie viel? 60%ige Chance. Pistole. Artie schießt. Artie schießt auf mich. Level 16 trifft. Artie Level 16, wirklich stark, krass. Ja. Nein, Chat. Nein. So einfach mache ich es. Ich kann nicht mehr reden. Ne? So einfach ist es nicht, ne? Nicht zu besiegen. So einfach ist es nicht. Plus, oh Chat, oh, das habe ich vergessen zu sagen, ne? Das ist Runde 6, aber jetzt mache ich 10% mehr Damage, ganz wichtig. 10% mehr Damage von mir, also jetzt
Ihr seid jetzt so ein bisschen unter Druck. Ein bisschen unter Druck, Chat. Edwardsi. Zieht Edwardsi was aus der Mystery Chest raus, was mich besiegt? Nein! Edwardsi zieht was raus, das mir das Ganze ein bisschen erschwert, euch Damage zu machen. Interesting. Puh, Chat. Sieben Votes auf der Mystery Chest. Ey, ich sag's euch, wenn ihr jetzt nochmals eine Combo macht, ne? Das kann gar nicht sein, Chat. Das ist mathematisch gar nicht möglich, dass jetzt das passiert. Aber das... Oh, könnte mich töten, Edwardsi. Oh, das kann 350 Schaden machen, Chat. Aber wie viel... Oh, shit. Oh, Chat. Oh, come on, please. Oh, come on, please. Nein, Chat, come on, please. Oh, no, Chat. Nein. Nein, come on. Nein, ich hab ein bisschen Erbarmen mit mir. Arti, no. Ihr habt das gut gemacht, Chat. Ihr habt das gut gemacht. Habt euch gut geschlagen, Chat. Ihr hattet einfach so fucking Glück, ne? 50-50 Chance, Chat. 50 Chance. Franziskus, und du hast es verkackt, ne? Franziskus hat es halt verkackt. Oh nee. Also, ihr habt 308 Erfahrungspunkte bekommen. Lizzie und Edward, sie haben neue Rahmen freigeschaltet. Ja? Ramen-Noodles. Mit Ausrufezeichen Set Avatar Frame könnt ihr da gucken, was ihr im Ramen-Inventar habt. My Level Fishbone wäre, genau. Level 13 Fishbone. Mega, oder? Ich liebe es so sehr. Oh, Edward, danke für die netten Worte. Ja, es war auch viel, ne? Es ist viel Aufwand da in das Ganze geflossen, das zu bauen und zu programmieren. Erst willst du geschlagen werden und dann willst du erbarmen. Ja, ich habe es halt verdient. Sternchen, ich habe es halt verdient am Schluss. Martin mit Level 2. Nice one. Ein Level up. Aber Chat, ne? Ein anderes Mal gewinne ich dann auch wieder, Chat. Ganz sicher. Okay, Lizzie, du hast Silver 1 bekommen. Du kannst es jetzt ausrüsten, vielleicht hast du es schon gemacht mit Ausrufezeichen Set Avatar Frame Abstand Silver 1. Kannst du dir den Rahmen setzen, dann ist im Bossfight der Rahmen um dein Avatar. Dasselbe auch für Edwardsi, du kannst es auch machen. Du hast auch Silber 1 bekommen. Martin, bei dir ist noch nichts gedroppt. Ich glaube, ab so Level 5 droppen dann da die Dinge. Also Martin, wenn du noch ein paar Mal dabei bist, bei Bossfights, kannst du da hochleveln, ne? Und dann bekommst du auch Rahmen. Und mit der Zeit, bis jetzt hat aber noch niemand eine Dekoration, aber es kommen dann auch irgendwann die Deko-Drops. Und das ist zusätzlich zum Rahmen noch ein Effekt, wie zum Beispiel Feuer. Dann habt ihr einen Rahmen und der brennt dann noch zum Beispiel. Ne? Also, aber das kommt, ich glaube, also jetzt haben wir auch schon Level 16 Leute. Aber bis jetzt ist noch keine Deko gedroppt. Aber irgendwann kommt denn das da. In dieser Region sollte das dann droppen. Wie lange hat es gedauert, das alles zu programmieren? Hey, insgesamt, Martin,
Boah, ich kann es dir nicht sagen, aber Stunden über, wahrscheinlich zusammengerechnet schon Wochen, ne? Wenn man jetzt die Stunden zusammenrechnen würde. Aber ich habe den Bossfight jetzt auch schon so ein paar Jahre, würde ich jetzt mal behaupten. Bin da eher so mit einem kleinen Bossfight gestartet, habe das Ganze laufend ausgebaut. Beispielsweise ganz am Anfang gab es noch kein Voting-System. Da war es einfach so, die als erstes den Befehl eingegeben haben, die 3 ersten Befehle, die wurden genommen als die 3 Aktionen. Also ihr hattet keine Chance, irgendwie euch abzusprechen oder da irgendwie so Strats zu haben. Da war es einfach so, die ersten 3, die hat es genommen und dann hintereinander ausgeführt. Und das habe ich dann mal geändert. Das war die erste große Änderung. Und dann habe ich halt die ganzen Angriffe noch hinzugefügt, die Mystery Chest mit den ganzen Inhalten. Und da habt ihr auch jetzt bei weitem nicht alles gesehen, was aus der Mystery Chest rauskommen kann. Also da ist auch noch viel, viel versteckt. Und unter anderem ist da auch etwas, also ich kann es ja sagen, der Thanos, ja, mit dem Thanos-Snap, der setzt beide HP-Balken in die Mitte. Perfectly balanced as all things should be, Jet. Und die Chance, dass der Thanos rauskommt aus der Mystery Chest, ist irgendwie bei 2%, glaube ich. 2%. Aber der kam auch schon. Und der kam schon als erste Aktion. Und dann habe ich einfach nur noch halb so viel HP. Und das ist dann schon krass. Oder auch am Schluss, wenn ich wenig HP habe. Und dann kommt Thanos, dann habe ich wieder mehr HP. Das ist auch schon passiert. Ja, genau, jetzt habe ich es auch schon gesagt, wie es so ein bisschen am Anfang war, Martin. Und danke dir für die netten Worte auf jeden Fall. Und das Ganze läuft im Streamerbot. Ne, das Ganze läuft tatsächlich im Streamerbot. Und es hat viele Streamerbot-eigene Funktionen drin, plus ein bisschen C-Sharp-Code. Die erste Version vom Bosskampf war rein nur mit Streamerbot-Actions. Und damit wollte ich eigentlich auch beweisen, dass man mit Streamerbot und den Funktionen, die Streamerbot bietet, sowas bauen kann. Und dann wurde es ein bisschen komplex, auch mit dem Voting-System. Und da musste dann ein bisschen C-Sharp auch rein, damit das Ganze auch übersichtlich bleibt für mich. Lisbi einte Nachricht nach die. Max. Schaltet Schaltmusik ab. Max. Du hast getrunken, oder? Gib's zu. Du hast Alkohol getrunken, oder? Alkohol ist nicht gesund, Max. Alkohol, wir sehen es jetzt, da kann man keinen geraden Satz mehr schreiben. Kommunikation geht flöten. So, für mich war es das aber mal, werde langsam müde. Viel Spaß noch und schönen Sonntag, mein Lieber. Hey, Lesi, schön warst du hier. Und schön hast du noch, ne? Warst du jetzt auch lange hier tatsächlich, Lesi? Das freut mich natürlich auch. Und ich wünsche dir auch eine ganz gute Nacht, schönen Sonntag, Lesi. Und bis zum nächsten Mal. Irgendwann dann wieder mit Rotweinkuchen. Aber zuerst noch eine ganz gute Besserung an dich, Lesi, ne? Bye bye, tschüss. Gute Nacht, Lizzie. Möge dein Schlaf so entspannend sein wie ein Otter, Deine Träume so süß wie ein Rotweinkuchen. Vielleicht besucht dich sogar Sailor Moon oder Darth Vader. Wen hast du lieber, Lizzie? Schon Darth Vader, ne? Vielleicht bekommst du noch ein Lichtschwert von Darth Vader. Hey, Lizzie, mach's gut. Bye bye, tschüss. Oh krass, mega.
Okay, C# kann ich leider nicht programmieren, umso mehr Respekt an dich. Also Martin, jetzt Real Talk. Zu sagen, dass ich das kann, wäre übertrieben. Ich habe mir das alles selbst beigebracht, während ich da im Streamerbot Dinge probiert habe. Ich habe mir ChatGPT zur Hilfe genommen, ja. Aber ChatGPT macht auch nicht immer alles sofort so, wie ich das benötige. Aber es hat mir so ein bisschen das Grundgerüst gebaut für diverse Funktionen. Und dann habe ich da so ein bisschen geguckt, ne? Was ist jetzt was? Und inzwischen kann ich es aber auch schon so anfängermäßig programmieren. Selbst programmieren, das C#-Zeugs. Aber ich bin nicht ein Programmierer. Bin weit davon entfernt. Darum, wenn ihr sowas auch machen möchtet, probiert es einfach mal. Fangt da irgendwo an, holt euch das Wissen. Wenn ihr was bauen wollt, dann guckt, wie mache ich das, nehmt ChatGPT und dann könnt ihr euch das Wissen auch easy selbst aneignen, ohne irgendwelche Weiterbildungen oder, keine Ahnung, Kurse. Sehr cool gemacht, aber ich verabschiede mich auch mal. Man sieht sich, schlaft alle gut und viel Spaß noch. Hey, Seth Roman, schön warst du hier. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Auch dir einen schönen Sonntag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye. Martin, habe ich eigentlich Danke gesagt für einen Follow? Martin, ich danke noch für einen Follow. Mega lieb. Aber das ist am Ende trotzdem cool geworden. Oh, danke dir, danke dir. Ja, wie gesagt, es sind viele Dinge jetzt auch inzwischen im Stream, viele Spielereien. Die Fotofunktion, der Bossfight, jenste Animation, die man auslösen kann mit Kanalpunkten, versteckte Easter Eggs. Ne, da ist ganz, ganz viel drin. So, Chat, wir gehen noch ein bisschen ins Gameplay rein. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch Rage Stop rein. Ne? Wir machen Rage Stop rein. Machen wir noch li. Also erstens können wir auch wieder auf Schweizerdeutsch wechseln tatsächlich. Machen wir noch ein bisschen gemütliches Gameplay, Chat. Ohne diese Raids, ne? Nein, nicht falsch verstehen. Ich schätze es immer, wenn mich jemand raidet. Aber um diese Zeit ist es so. Können wir noch schnell ein bisschen Gameplay machen, damit wir vorankommen. Und das heisst, ab jetzt unverschämt. Ja, sorry, aber du hast es noch geschafft. Ne? Du bist hier, du konntest mich noch raiden. Aber ab jetzt mache ich den Rage-Stop rein. Let's go. So, Chat. Wir machen da noch ein bisschen weiter. Der Controller hat schon lange abgestellt, Chat. Chat, mach jetzt weiter. Ich mache jetzt weiter. He? Priorität Gameplay. Noch schnell schauen. Okay, der Dad. Does she lock all the doors in here? Okay, also wir kommen da nicht raus. Das ist sicher so eine Hebel oder Chat. Der Hasenhebel. Huh. Rich people's houses. Those voices are getting louder. There's something up here. Er ist ja am Singen. Chat. Eine Mystery Chest. Was kommt auch raus, Chat? Was kommt auch aus der Mystery Chest raus? Eine Minigun. Das Katana vielleicht? Schrumpfmaschine.
Please control you. Okay, Chat, wir gehen ein bisschen metzeln. Chat, ich glaube, wir gehen metzeln. Was ist das jetzt Grusiges? Chat, Moment schnell. What is all this? I feel like I'm going insane. Muss nur was kurz umstellen hier. Wo ist es? Wo ist es? Kopfdeckel. Ich suche etwas, aber ich finde es nicht. Okay, egal. Also, wie können wir das jetzt einsetzen, was wir hier bekommen haben? Noch ein bisschen umschnetzeln. Oha, okay. Oh! Whoa, that's not possible. Foot's fine too. The hooks are reacting to that Chat. thing in the middle. Bunny called it stigma? Do they know what to do? Okay, also Hazel weiss Bescheid, Chat. Haben wir aufgeräumt. Also die roten leuchtenden Dinger müssen wir quasi beseitigen. Und dann ist da die Verunreinigung oder wie auch immer ist dann weg. Und dann wachsen so schöne Pflänzchen. Okay. I don't need you. I never did. Bye bye. And I'ma find my mama on my own. Hazel got no help from her strange grandma. Truth was, she was glad to leave the Flood mansion behind. Used to handling things on her own, she set off downriver to find her house and rescue her ma herself. There, magic called to her. A magic she'd felt in her bone, but she had never seen before. And something dark. That old house had hid all manners of odious secrets over the years. Ich frage mich, ob wir noch unsere Waffen noch upgraden. But her path would lead her to a place haunted by whispers from days of yore. Kapitel 2. Other Voices, Other Looms. That's all I need to find her. There's no one coming out. Also, Chat. Also. Ich werde mich auch mal verabschieden. Hat mich gefreut. Viel Spaß jetzt noch. Gute Nacht. Irgendwann schönen Sonntag und bis bald irgendwann mal wieder. Hey Martin, danke nochmals, dass du hierhin mitgekommen bist mit dem Raid. Nehme ich jetzt mal an. Ich glaube es, ja. Und ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Gute Nacht, lieber Martin. Mögen deine Träume voller glänzender Lichtschwerter und spannenden Abenteuern sein, die von Will Smith persönlich geleitet werden. Okay. Okay. Schlaf gut und bis bald. Hey, Martin, schön warst du hier. Auch dir eine gute Nacht. Schönen Sonntag auch dir. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Danke dir noch für den Follow, ne, Martin. Mega lieb. Max, wie alt bist du eigentlich? Darf ich das fragen? Max Kasper, wie alt bist du? Ich schätze jetzt einmal 12.
Lieg ich richtig oder lieg ich richtig? Entweder bist du besoffen oder du bist 12. Chat. Hey, sehr gerne. Sehr gerne und danke dir, Martin. So, Chat, wir gehen noch ein bisschen rein da. Kapitel 2, folge dem Pfad zum Fluss. Okay. Also, was haben wir jetzt da? Nadeln. Die Nadeln sind das wichtigste Werkzeug für Weberinnen wie Hazel. Ich finde es interessant. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad war schon Weberin. Aber da würde ja auch heissen, dass je nach Schwierigkeitsgrad man andere Werkzeuge hat. Oder? Mit ihnen kann Hazel mit den Fäden der großen Tapisserie und mit Makeln interagieren. Sie dienen auch als Waffen im Kampf gegen Geister. 23, da glaube ich nicht, Max. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an, Max. Das glaube ich nicht, sorry. Das glaube ich dir nicht. Ne? Ich bin 25, by the way. Und das musst du mir auch nicht glauben. Wieso rede ich jetzt Hochdeutsch? Man weiß es nicht. I think this is the right way. Okay, ja, ich habe natürlich da immer das Ding aufmachen, damit ich weiss, wo ich hin muss. Dann muss ich da rauf. More thorns. Okay, muss man schnell schauen. Also Giftwasser haben wir schon gesehen. Das haben wir schon gesehen. Das haben wir gesehen. Die große Tapisserie ist der Stoff des Universums und verbindet alles miteinander. Für die meisten Leute ist die große Tapisserie weder sichtbar noch greifbar, aber Weberinnen können die Wechselwirkung zwischen ihr und der Realität sehen. Berufungsobjekte sind die Werkzeuge von Weberinnen, mit denen sie die Kräfte der Fäden konzentrieren und lenken. Sie werden an die nächste Weberin weitergegeben, sobald sie vom Land erwählt wird. Die Objekte sind mit dem Wissen der früheren Weberinnen erfüllt, um der neuen Weberin den Weg zu weisen. Das heißt, dass Weberinnen vom Land auserwählt werden, um Fäden zu führen. Sie können Risse in der großen Tapisserie sehen und mit ihren Fähigkeiten auf ihre Umwelt einwirken. Okay, das ist der Knoten. Ein Knoten bildet sich um einen Makel herum, der durch Traumata entstanden ist, die Risse der großen Tapisserie verursacht haben. Holy moly! Makel entstehen, wenn Traumata zu Rissen in der großen Tapisserie führen. Die meisten Leute können diese Makel weder sehen noch spüren. Weberinnen können es jedoch. All the way out here? Ich muss da zuerst ein bisschen warm werden mit dieser ganzen Logik. Was haben wir da noch? Welt. Okay, lese es zu Hause. Friedhof von Prospero. Flood Villa. $19. Nee. Max, lüg nicht. Du bist nicht 18. Du bist weit unter 18. Das merke ich, ne? Das merken alle hier. With my way down river. Only way forward is down. So, Chat. Kann ich da nicht lauten, Mann? Ich will auch ein bisschen laut. Ich will doch einfach nur laut. Nein. Ui, gehen wir da. Muss ich jetzt da durch? Nein. Don't tell me what to do. Hasen. It's like some weird folktale.
Brer Rabbit or something. Gehen wir mal über den Chat. Gehen wir mal auf den Chat. Hey, who's got you all so spooked? Okay, da kann ich wieder rein. Ich frage mich, wahrscheinlich muss ich jetzt kämpfen, oder? Hell no. Jetzt kann man so Geister, oder? This better work. Drücke X, um anzugreifen, verkette bis zu 5 Angriffe, um einen Nahkampf-Kombo auszulösen. Okay, let's do this. Halte zum Laden X gedrückt und lass los, um einen starken, verbesserten Angriff auszuführen. Nutze während des Aufladens zum Ausrichten des Angriffs. Okay. B ausweichen. So kannst du Angriffen ausweichen, um perfekt auszuweichen. Jetzt rede ich halt wie ein Schweizer. Weiche unmittelbar vor einem Angriff aus und löse damit eine Fahrtensprengung aus. Also quasi Perfect Dodge. Und dann gibt es eine Explosion. Okay. Allerliebst. Ja, noch mehr. Besiegte Gegner können für kurze Zeit aufgewickelt werden, wodurch du geringfügig geheilt wirst. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel. Chat, das ist ein bisschen viel. Okay, gut. Und wie war jetzt das? Jetzt ist es ein bisschen doof. Okay, das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen doof. Machen wir mal ein paar kleine Angriffe. Okay, jetzt bin ich getroffen worden. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich bin da ein bisschen am Üben, Chat. Ich bin ein bisschen am Üben. Jetzt wird aufgewickelt. Und ich bekomme Heal. More of you? I'll be screwed without these hooks. Chat. Moment schnell. Max, I'm so sorry, aber ich muss dich leider bannen. I'm so sorry, aber ich glaube, du bist zu jung für das Spiel. Und darum bye bye. Schön bist du da gewesen. So, Chat. Weiter geht's im Text. Okay, es ist während dem Kampf noch schwierig zu beurteilen, wenn der richtige Moment ist zum Ausweichen. Ja, einfach ein bisschen Netzeln. Wenn ein Gegner gelb aufleuchtet, entfesselt er einen unaufhaltbaren Angriff. Währenddessen ist er gegen Magie und Schaden immun. Show me. Okay, gelb aufleuchten. Dann muss ich auch weg. That's it. Drücke in der Nähe eine Gesundheitsspule Y, um zu heilen. Gesundheitsspulen können nur einmal verwendet werden, außer auf Schwierigkeitsgraden Story und einfach. Im Schwierigkeitsmenü kannst du auswählen, ob sie wieder aufgefüllt werden sollen. Also einmal für uns. Wir könnten es aber auch noch wählen. Drücke, um Gegner anzuvisieren. Okay, wenn du Gegner anvisierst, fokussiert sich die Kamera auf ihn. Kampfkompass, ein blinkender roter Pfeil. Okay, ja, das ist so wie klar. Okay, dann kann ich das auch wieder lösen. He? Okay, gut, das ist anvisiert. Hey, ich sehe mich selber gerade nicht. Wieso habe ich da so eine komische Ansicht?
Ah, das wäre das gewesen. Jetzt stehe ich bei den Grad-Check. Jetzt stehe... Aha, das wäre der da, hä? Geil. Ich muss mich da noch ein bisschen zurechtfinden mit der Steuerung. Ich finde es ein bisschen mühsam. Ja, aber das ist jetzt nichts gewesen. Wieso habe ich den nicht getroffen? Bin ich zu weit weg gewesen? What's next? Gehen wir aufwickeln. Gehen wir hier zusammen. Gehen wir aufräumen, Chat. I'm so far off road. Hope I'm nowhere close to that place. It's those voices again. Might be worth checking out. Wo müssen wir durch? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so ein Game ist, wo man looten kann. Oh! Come on. There has to be a way around. Jetzt habe ich auf den Chat geschaut, wie viel runtergehen. Ob man hier looten kann, ob ich amigs muss schauen muss, ob ich noch etwas finde, irgendwie so ein Sekret oder so. Ja, die Sekrete, Chat. Schnell auf die Uhr schauen. Ich bin langsam müde, Chat. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. From down there. Soll ich da runter? Ich glaube, ich muss. Chat, wir springen runter. Sounds like I'm getting closer. Hallo? Wer ist hier am Singen? Chat, jetzt geht die Post. Jetzt haben wir es gefunden, der Webstuhl. Jetzt können wir uns einen Minigun craften. Nimm das Ding. Now why you touching that? Put it down. Keep those hands to yourself. We pack light for a reason. They can't have gone far. When I find them, I swear I'm gonna be shooting. Eyes open. They won't stop looking for us, and we can't stop moving. I know y'all nervous, maybe scared, but this ain't my first time doing this. If you trust and listen, you will be free. You and your little one. Now come on. I'll take you to the river. We got a long journey ahead. What the fuck? Am I seeing things? This can't be real. But they looked so real. This is... Es würde mich so schwer wundern, was gerade die Mutter so treibt. Ich hätte gerne so einen Cut, so «Meanwhile on the river». Und danach so das Fuß immer noch so am Schwimmen und so. Und die Mutter dort drin und... Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch etwas am Kochen oder so. Dein Ernst? Das ist eine Story über Sklavenflucht. Das gelobte Land. Hey, ich habe es jetzt irgendwie schon auch vermutet. Also. Aber eben, ich gehe jetzt hier halt schon auf vollblindes Spiel. Aber möglicherweise ist das so ein bisschen Darstellung drauf, ja. Das gelobte Land. Ich tue da auf jeden Fall ein bisschen. Also für mich ist das der Aufraum. Der Aufraumsimulator, wo wir da die roten, grusigen Dinger einfach wegräumen. Auch Verbesserungsmenü. Mit Flausch.
Chat, wir brauchen Flausch, um das Zeug upgraden. Das ist Hardcore. Hey. Also, weiche. Aha. Ausweichen und nachher schnell der gewählten Richtung. In der gewählten Richtung anzugreifen. Und das kann ich jetzt kaufen. Da muss ich jetzt fast kaufen. Oder? Diese Verbesserung kostet 5 Flauschis. Verbesserungen sind nicht erstattungsfähig. Habe ich dann wenigstens 2 Jahre Garantie auf dem Ding? Also ich muss es jetzt kaufen, oder wegen Tutorial, ich komme nicht drum herum. Aber ich muss es auch kaufen, damit ich die nächsten Sachen freischalten kann. Okay, gut. Drücke Y, um Flausch aufzusammeln. Und wie sieht das aus? Okay, das leuchtet. Bündel oder Knoten. Ein Bündeli oder ein Knotenchat. Kennt einer den Schwanz? Nein. Kennt einer den schwarz-humorigen Film Hollywood Shuffle? Dort haben sie aus Witz gesagt, das gelobte Land. Nee, das kenne ich nicht, simpel. Den Film kenne ich nicht. Also, check. Dann kann ich jetzt hier testweise noch ein bisschen Flausch aufsammeln. Ich muss doch wissen, wie das geht. Wir haben 0 Flausch. Ah, da. Okay, let's go. Never mind. Fluffy and Hey, soft. so jetzt ist es doch vorhin erklärt worden, was es ist. Kann ich da drüber? Nein. What does the fox say? I always hated this place. Quickly now, follow me. What the? Get back, get back. Hide. Chat, jetzt schnell im Ernst. Irgendwie gibt mir das Game ein bisschen Kena-Vibes. Hey, So mit where'd they go? so Geister, die wir sehen. Da die Verderbnisse, die wir wegmachen müssen überall. Ich habe vorhin schon gedacht, irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Und jetzt habe ich einfach begriffen, dass wir bei Kena ja eigentlich auch das gleiche Zeug machen müssen, oder? Ist das etwa eine Kena-Kopie, die wir hier spielen, Chat? Also. Flausch brauchen wir. Hazel, komm zu uns. Warte, wir anrufen. Okay, dann müssen wir anschauen. Wir brauchen 50 fürs nächste. Wir haben 25. All the homes to wash away. Had to be ours. Komme ich da nicht rauf, hm? Okay. Ein Hase. Ich will hier hoch, Mann. Ja, aber sorry, wie sammle ich den Flausch da unten? Ich glaube, der komme ich schon noch hin, oder? Hat was wegen Kena. Das ist schon so, oder? Keep it together. Natürlich, Kena hat nochmal so einen anderen Stil, aber gleich, es erinnert mega daran. Müssen wir hier runter oder müssen wir hier oben bleiben? Wir müssen hier runter. Whole family's forced to make do with so damn little.
Okay. Now come on. This way. Du hast deinen ersten Zauber freigeschaltet. Verwende ihn beim Erkunden oder gegen Gegner. Im Kampf gibt es nach jeder Nutzung eine Abklingzeit, die du beschleunigen kannst, indem du Gegner aufwickelst. LB. Wirke diesen Zauber auf Gegner, um sie einzuweben, wodurch sie für kurze Zeit mehr Schaden erleiden und sich weder bewegen noch angreifen können. Oh, interesting. Ich setze mal Aluhut auf. Kena hießen die Rods und es gibt einen Film namens Roots. Was mit dem Thema zu tun hat. Zufall? Ich glaube nicht. Heute sagen, der Film namens Roots. Ist das mit Dave Chappelle? Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den gesehen habe. First Time Magic und du hast. Ja? Das sind Skills, Chat. Pure Skills. Raw Skills. Und wo gehen wir jetzt an? Da oben. There they are. Gotta follow. Please be Aber ich brauche doch noch ein bisschen Flausch. Ich brauche den Flausch. Wow, Chat, Mann. Ist hier Flausch drin? Gehen wir mal drüber. Okay, müssen wir uns heilen? Nein, das heisst, wir müssen zuerst kämpfen. Hm? Goosebumps. Gotcha. Oh shit, ich habe gerade geschaut, wo der Cooldown ist, Mann. Ja, heilen muss ich jetzt nicht. Ja. Immer zuerst warten, bis wir das wirklich... Okay, raus. Jetzt haben wir den Heal überhaupt nicht gebraucht. Ah, nice. Alright. Weiter geht's. Oh, Chat. Nein, die kann ich nicht kaputt machen. Chat, ein Spiel, wo man so Töpfe nicht kaputt machen kann, ist nichts für mich. Töpfe muss man doch kaputt machen und dann kommt dort Loot raus, Mann. Leute, what the fuck? Nein, im Ernst. Drücke RT, um Fahrtenstoß einzusetzen. So viele Knöpfe hat mein Controller gar nicht. Chat, das ist eine Lüge. Du hast den Fahrtenstoßzauber erlernt. Also, come on. Nutze diesen Zauber, um Gegner zurückzustoßen. Also ich habe LT, nein, LB und RT. Mein Gott, das wird verwirrend für mich. Also, Moment schon, ich muss schnell ein bisschen Überblick haben. So, tue ich einweben. Ja, aber steht sie auch nochmal. Und so tue ich... Okay, aber ich glaube, der Cooldown ist recht gering. I like. Und die Fähigkeit kann ich natürlich auch einsetzen, um etwas frei zu machen. Da kam auch kein Loot. Now how do I get over there? Vielleicht mal, ich glaube, es gibt als Loot so Elektronikteile.
So Platine oder so. LCD, kaputtes LCD-Panel. Oh. Also, ist die Idee, dass wir irgendwann drüber gehen mit dem? Aha, ja, da. Okay, never mind. Das ist die Idee. Okay, und der nächste Kampf. Also ein Kampf könnte sich immer genau gleich an. Alright. Ich finde das Kampfsystem bis jetzt easy. Quasi der ist recht forgiving, habe ich das Gefühl. Also, er hat einige Millisekunden Zeit, zum Ausweichen und quasi die Explosion machen. Aber ich habe das Gefühl, das zieht ihn schon noch brutal an, oder? Das ist jetzt immer noch so ein bisschen Tutorial da. Jetzt fällt mir gerade ein, bei Kena haben wir ja das auf schwer gespielt. Auf dem höchsten verfügbaren Schwierigkeitsgrad. Ich weiss, es gibt nur einen zusätzlich. Aber für da muss man ja das Spiel auch einmal durchgespielt haben. Aber ich glaube, ich bleibe da einfach bei Default. Standard-Schwierigkeitsgrad schon. Das passt für mich. Okay. Fishbone, gute Nacht, liebe Leute. Ich gehe jetzt langsam auch mal schlafen. Hey, mach das. Fishbone, mach das. Ich mach auch nicht mehr so lange. Ne? Mal kurz gucken. Ja, Rage-Stop ist noch 20 Minuten. Gute Nacht, Fishbone. Mögen deine Träume voller Easter Eggs sein, die dich auf abenteuerliche Reisen entführen. Lass dich von Blitzdingsbums in eine Welt voller Magie. Oh, Blitzdingsbums. Und Zauber tragen. Schlaf gut. Hey. Stichwort Blitzdingsbums. Ist ganz klar, was wir jetzt da schnell machen. Ja. Da einisch, ja, lieber Fishbone. Hier einmal drauf gucken, hier einmal drauf gucken. Let's go. Gut. Hey, Fishbone, schlaf gut. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Ein Easter Egg mal wieder finden wäre nice. Hey, ich müsste halt wieder mal einbauen, aber hat jetzt aktuell wirklich auch keine Priorität. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber kommt sicher mal wieder was. Ne? Sind halt jetzt schon so viele Easter Eggs. Ne? Da könnt ihr mich 2 Stunden am Stück zuballern mit Easter Eggs. Wünsche dann auch mal eine gute Nacht und viel Spaß. Ey, Last Man, schön warst du hier. Auch dir eine gute Nacht. Einen schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Lizzie, hier hat was geblitzt. Kokainum. Was passiert? Da. Lizzie, ich glaube auch, das ist das Kokainum. Ne? Wenn man zu viel Kokainum konsumiert, dann blitzt es manchmal. Blitzt es manchmal ein bisschen. Mit Kokainum ins Bettle. Trinken nicht vergessen. Ey. Let's fucking go. Let's fucking go. Lizzie, trinkst du auch genug? Das ist wichtig. Das ist wichtig, dann löst sich der Schleim in der Lunge. Das ist mir mal gesagt worden und ich glaube, das ist auch so. Also, nochmal schnell. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir... Ja, da haben wir mehr, oder? Chat. Das ist auch nicht Ziel, das ist... Okay.
Anziehen, stoßen. Anziehen, stoßen. Anziehen, stoßen. Profi. In einem Profi-Chat. Oh, an die alten Geister, die diese Nachricht erhalten. Wenn ihr mich verstehen könnt, dann benutzt die Radiowellen und antwortet über meinen Geisterempfänger. Spiritbox-Chat. Ich kann euch nicht sehen, aber ich will euch helfen, damit ihr zur Ruhe kommt. Ich bin das Mädchen auf dem Dachboden mit dem Ouija-Brett. Cursed Possession. Kostet aber einiges so Sanity-Chat. Buchstabiert mit der Planchette euren Namen, dann werden wir leichter Freunde. Eure Freundin Chloe Drudge. PS, es tut mir leid, dass die älteren Kinder hier manchmal Partys feiern. Ich sage ihnen immer, dass das respektlos ist, aber die hören nicht. Genau wie alle anderen. Chloe Drudge. Kokolada! Grüezi! Kokolada, hey. Es läuft gut. Es läuft gut. Das Game ist speziell. Es erinnert mega an Kena. Kennst du das? Also, kennst du das Spiel South of Midnight? Bis jetzt finde ich es entspannend, aber ich hoffe darauf, dass es noch ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt, ja, wir haben eine Story, die entwickelt sich langsam, das ist in Ordnung. Und dann haben wir einfach immer so wieder einen Kampf und dann wieder etwas ein bisschen rumgumpen, wieder einen Kampf, wieder ein bisschen rumgumpen. Dort wünschen wir aktuell noch ein bisschen mehr. Hey, Kena war absolute Liebe, Kokolada. Kann ich unterstreichen. Ich wünschte mir einfach einen zweiten Teil. Kena Teil 2. Das wäre so geil. Ich habe Kena geliebt, weil es auch so liebevoll ist. Ich sage es immer wieder. Es ist so schön, so liebevoll, so herzig. Und dann kommt der Boss und gibt dir einfach auf die Fresse. So richtig auf die Fresse. Und so, dass du fast verzweifelst. Und das habe ich wirklich geliebt. Den Kontrast habe ich wirklich geliebt, muss ich sagen. Also ich habe jetzt hier tatsächlich den Scorpion Move machen mit... Oh shit, jetzt habe ich gerade keine Mana mehr. He? Ja, und jetzt sterbe ich da gerade. Come over here! Oh ja, okay. Ich habe nichts gesagt. So. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass ich da kein Seich mache. Gehen wir uns schnell heilen. Come over here! Komm rein. Okay. Und bis jetzt sind es auch immer so die gleichen Gegnertypen gewesen. Ja, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen negativ, Chat, aber ich hoffe, da geht noch etwas in diesem Spiel. Lizzie, ich trinke seit einer Woche mehr als die letzten 5 Jahre. Ey. Okay, dann ist aber gut, ne? Dann machst du das gut, Lizzie. Hey, ich weiss, weißt du, wieso sage ich dir Kokolada und nicht Coco? Also ich mache es natürlich schon, es ist irgendwie unterbewusst. Weil ich denke nicht mehr, Coco ist jemand anderes. Sayuki ist nämlich auch Coco. Und dann denke ich immer, wenn ich Coco sage, aber ich sage ja, der Sayuki ist schon Coco, dann kann ich dir nicht auch noch Coco sagen. Ja. Potato. Ich sage dir jetzt echt Potato. Ja, am besten noch so X Kokolada X TTV. Und dann muss ich es immer underline noch. X underline Kokolada underline X underline TTV. Da wäre doch mal etwas. Ja, wenn es nochmal einen Coco gibt. Sayuki kennen wir natürlich auch. Und das ist ja so unterbewusst. So da, nein, Coco bist nicht du. So blöd wie es tönt. Aber natürlich bist du auch Coco. Also Coco it is. Ich versuche es mir einzuprägen. XO, Kokolada XO.
Ja, genau. Genau so, genau das meine ich. Let's go. So, Chat. Wir haben Flausch bekommen. Übrigens, das Zeug, das wir da mit einsammeln, heisst Flausch. Wieso nicht? Kommen wir an. I think that's them up ahead. Wait a second. Ich will schnell schauen. Okay, da kommen wir. Ich will schnell schauen, ob wir noch an Flausch kommen, der da irgendwie versteckt ist. Chat. Oh. Also. Okay. Ja, aber haben wir jetzt ohne Scheiß das einfach aufgestellt da? Okay. Schnell schauen, ob wir da noch etwas haben. Also Flausch ist eigentlich jetzt der Loot. Der Loot, den ich vorhin gesagt habe. Ich weiss nicht, ob wir irgendwie noch Loot sammeln können. Also wenn wir etwas sammeln aktuell, dann das Zeug da. Wo wir noch irgendwann das da freischalten, Schmetterl zerreißen. Drücke in der Luft X, um auf dem Boden aufzuschlagen. Okay, das nehmen wir. Jet, das kann. Ah, wait a second. Ah, ich kann natürlich aber auch zuerst da durch. Also da die freischalten. Eingewobene Gegner allein aus allen Quellen mehr Schaden. Fahrtenstoß fügt Gegnern mehr Schaden zu. Das gleiche verziehen. Ja, ich nehme aber gleich das Chat. Das gefällt mir. Gut, das ist ein bisschen Flächendamage, den ich nehme. Flausch, ja genau, so Schimmel. Also, die Hazel, da unsere Hauptcharakterin, die ist wahrscheinlich auch so auf dem Drogentrip. Und die sammeln eigentlich nicht Flausche, irgend so etwas Magisches, sondern auch so Schimmelpilze, die rumliegen. Und die denken so voll, oh, das ist so magisches Zeug und so, da kann ich nachher so Zeug upgraden. Dabei ist die echt voll auf dem Trip. Das ist der Twist in der Story, dass sie einfach Drogen genommen hat. Flauschchat. Schimmelpilz. Hopp, schneller. Okay, das... By the way, habt ihr bei Split Fiction das Special seltene Level gefunden beim Hoch? Hä? Nein, also, ich weiß es nicht. Was passiert dort, ohne jetzt gross zu spoilern? Ja, wobei, wir haben es schon durchgespielt. Also. Oder erzähl mal, was ist denn da für ein Level? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Schnell überlegen, beim Hochsicherheitstrakt. Ich kann es gerade nicht zuordnen im Fall. Ich weiß es nicht mehr. Hat so ein Geheimlevel, das nur 5% weltweit findet und geschafft haben. Nein, dann haben wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber es wäre noch interessant, ich muss mal nachschauen, wo das ist. Wäre noch interessant, das eigentlich noch zu machen. Also, wir spielen das Offstream, lieber Chat, falls ihr euch fragt. Also, ich spiele es mit meinem Mod, dem Warlock, Offstream. Aber es gibt ein YouTube-Video. Meine Lieben, ich gehe jetzt mal ins Bett. Gute Nacht. Lieber Edwardsy. Liebe Edwardsy, möge die Macht mit dir sein und dir süße Träume schenken. Lass die Melodien deiner Lieblingssongs sanft in deinen Gedanken spielen, während du in das Reich der Träume gleitest. Schlafe gut. Hey, Edwardsy, danke dir nochmals für den Raid. Und GZ, dass du das endlich geschafft hast, ne, mit dem Raid. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Nacht, einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ich gucke auch mal wieder bei dir vorbei, Edwardsy. Mach's gut und tschüss. Auf TikTok finde ich es super spannend. Muss ich mal anschauen. Aber cool, gut zum Wissen. Weil es ist ich habe gedacht, also ich muss dann meinen Mod noch fragen, aber dass wir vielleicht noch mal reingehen und eben so Sachen, so Easter Eggs, die wir jetzt nicht gesehen haben und Speziallevels noch anschauen. Ich habe das Gefühl, es hat ja immer so die Ideen gegeben, die wir können spielen.
Ich glaube, eine haben wir eben verpasst. Und die werde ich eben dann auch noch einmal nachholen. Aber das Spiel ist auch so gut. Hey. Mein Gott, ich bin ja auch eigentlich wirklich sad, dass wir das schon wieder durch haben. Und es ist 4 Jahre gegangen. Chat, 4 Jahre. Von It Takes Two zu Split Fiction. Und ich werde nicht noch mal 4 Jahre warten auf so ein Game. Ich will nicht. Chat, was muss ich überhaupt machen? Okay, jetzt haben wir hier den Flausch geholt. Okay, gut. Aha! Ja, ich bin so doof, ne? Ich habe schon gemeint, jetzt haben wir den Bug. Schon gemeint, jetzt ist es vorbei. Ja, stopp. Kann ich das auch einspinnen? Nein, das kann ich nicht. Ach, schön. Das alles wünsche ich euch auch. Ach, danke, Edwarzi, danke dir. Ui. Ui, was passiert hier? Hallo? Ich komme jetzt runter. Another one of those symbols. Makel gedeihen, wo die Menschen ihre bittersten Tränen weinen. Sie durchdringen die Erde mit Geschwüren, die nur wir Heilerinnen sehen können. Schmerz und Kummer. Diese Wunden zu säubern ist eine einsame Arbeit. An manchen Tagen hält einzig der Gedanke, dass ich Menschen in Sicherheit bringe, mein Herz und meine Seele gesund. Stigma? Okay. Why me? How come I can see it? This is Kaputt gotta be the machen. path they took to reach the river. Never Okay. knew this was here. I wonder how many Ein other Jump places and Run they Action. Schöne Musik, okay. Nice. Flauschchen, oh mein Gott. Those roots are too high for me to reach. Drücke LT. Okay, also jetzt kommt nochmal etwas Neues. LT, um ein Wurfobjekt zu halten, und drücke dann zum Werfen RT. Okay. Aber da ist der Flausch-Chat. Wir brauchen den Flausch. Sehr Flausch. Ich hab die fest. Und jetzt kommen wir da rauf. Nein, da müssen wir wahrscheinlich noch mehr. Da müssen wir da einen zerstören. That'll make things a lot easier from now on. Let's go! Let's go. Das war nicht gut gewesen. Hazel, reiss dich zusammen, Mann. Die Musik ist mega schön. I like. Sind wir da richtig? This is it! The way out! Chat, ich glaube, das ist, wenn wir jetzt Kapitel beendet haben. Hazel felt hushed and awed by what she saw. Spirits appeared before her eyes, leaving her stunned. She hadn't known about Mahalia, the last weaver of Prospero, but Hazel felt a connection as she watched her wield magic. The same magic now calling to her. The farther Hazel got from town, the stranger and more fantastical the world became. She didn't know dangerous creatures from old folks' tales still abide here. And best of all, she didn't know she was about to meet me. What?
Okay, Chat. Wenn wir jetzt Chapter 2 beendet haben, das wollte ich jetzt gerade sagen, dann machen wir Feierabend. Dann machen wir bei Chapter 3 weiter nächstes Mal. Ich finde es ein interessantes Spiel, Chat. Ich finde es ein interessantes Spiel. Ich habe mich noch nicht so ultra megamässig jetzt mitgerissen. Aber ich finde es nice. Ich finde es nice, Chat. So, ja. Szenenwechsel. Zack, zack, zack. Musik. Chat. Was meint ihr? Hä? Was meint ihr? Soll ich das Spiel weiterspielen? Eins in den Chat, wenn ihr im nächsten Stream das Spiel sehen wollt, wenn ihr wissen, wie es weitergeht. Hä? Eins. Let's fucking go. Schon, oder? Schon, oder? Let's go. Es ist so ein bisschen, es ist nicht ein Kino, aber es ist so in dem Genre in. Und das gefällt mir schon mega gut. Ich bin gespannt, wenn wir das erste Mal so einen Boss haben, wie der ist. Ob das dann also wie bei Kino so, jetzt kommen wir auf die Welt ist, oder eher so ein bisschen easy peasy. Aber ich bin noch nie gestorben im Spiel. 69. Solid. Solide 69. So, Chat. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Anmerkungen? Will jemand von YouTube noch schnell über das Thema Angeln reden? Ja, ihr müsst aber genug alt sein, damit ich euch nicht banne. Ach, Chat. So. Ich muss noch schnell das Spiel zumachen, ja, das ist immer noch offen. Wann wieder Rotweinkuchen-Nachmittag? Hey, gib Bescheid, ne? Also zuerst musst du mal gesund werden, ne, Lizzie? Nicht, dass ich mich anstecke. Und dann, oh mein Gott, Chat, jetzt kommt mir etwas in den Sinn, ich muss noch jemandem schreiben, Mann. Ich hätte heute wirklich auch noch etwas vor. Aber ich habe noch nicht geschrieben. Boah, Chat. Spoo, wenn du mich hörst, Spoo, I'm so sorry. Ich glaube, ich muss dir noch schreiben. Ach, Chat. Aber Rotweinkuchen-Nachmittag irgendwann auf jeden Fall, ne? Einfach Bescheid sagen. Jetzt ist jetzt wird es wieder wärmer, ne? Dann kann man auch draußen wieder sitzen. Das wäre halt auch nice. Och, die Ottas. Die kleinen Ottas. So herzig. Chat, ich bedauere. Bedauere. Habt ihr jetzt gesehen, dass ich Beine habe? Chat. Dann ab ins Bett, hey, auf jeden Fall. Aber das Ding ist, ich habe halt noch Hunger. Ich habe halt noch Hunger. Das ist immer so mein Leiden. Dann so, shit, man, ich sollte ins Nest und nein, ich sollte noch etwas essen. Und dann esse ich etwas und dann kann ich nicht schlafen. Ja, das ist schlimm. Arti auch. Also musst du auch ins Bett oder hast du auch Hunger? Hungrig, ja. Hey. Ich kann euch sagen, Chat, das ist kein Witz. Und ich will nicht irgendwie, ich sage jetzt das nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Mitleid will. Ich bin ja selber schuld. Ich habe den ganzen fucking Samstag nichts gegessen im Fall. Nichts. Ich hab nichts gegessen. Ausser mal, okay, Eis Schokogipfeli habe ich mir gegönnt. Eis Schokogipfeli. Ab in die Küche, ja, Coco auf jeden Fall. Ich muss nur überlegen, was ich noch mache. Es gibt mehrere Sachen, die ich machen könnte. Aber weißt du, das ist es jetzt auch. Ich meine, am fucking 3:45 am Morgen macht der Troy entweder noch ein Piccata Milanese. Oh, Piccata Milanese, Spaghetti mit Tomatensauce. Oder ich könnte mir so ein easy peasy Risotto machen. Aber das ist so ein Risotto aus dem
aus dem Päckchen raus aufkochen gut ist. Ich könnte mir noch einen Grillschneck machen. Und am liebsten würde ich auch alles machen. Ich habe so Hunger. Am liebsten würde ich auch alles kochen. Ich habe Bild pausiert und schnell Skizze von diesen Beinen gepostet bei Twitter. Einfach in 5 Sekunden. Aha. Das ist wieder da zeigt mir eine Spy live on Stream und dann wird es gerade auf Twitter gepostet. Oder auf X. Formerly known as Twitter. Ab in die Küche, also habe ich schon gelesen. Aber ja, ist true. Was machen Sachen? Dinge. Ich habe gerade richtig fein gegrillt. Also jetzt auch gerade vorhin. Also auch so, oder jetzt, keine Ahnung, für 6 Stunden mal. Oh, jetzt so. Ich meine, den kann ich jetzt nicht bringen. Ich kann jetzt nicht auf dem Balkon den Grill anschmeißen. Da würde ein Schweizer Nachbar läutet dann die Polizei an, Chat. Da kommt die Polizei vorbei, wenn ich jetzt den Grill anschmeiße draussen. Und dann riecht der Nachbar gerade ins Schlafzimmer rein. Ja, und der Rauchmelder ab. Wenn ich könnte, würde ich vorbeikommen. No, Lizzie. Und dann teilen wir uns eine Grillschnecke. Und dann gibt es noch ein bisschen Kuchen. Hey, good morning, Don Vomit. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Der Don Vomit. Jetzt, wo ich Feierabend mache, kommen der Altchat. Die können ja auch ihre Wüste auf den Grill hauen. Die Polizisten. Die Wüste. Ja, true. Das wäre geil. Ich stelle mir das so vor. Ja, ich stelle mir dann so vor, Moment schnell, wo habe ich da? Wie immer muss ich das natürlich auch visuell darstellen, was mir jetzt gerade durch den Kopf durchgeht, Chat. Und zwar ich finde den Knopf nicht. Und jetzt ist es irgendwann zu spät. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass ich die Polizei anrufe. Ja, das ist der Troy. Ja, der Troy, der Streamer. Es hat ihnen gerade wahrscheinlich jemand angerufen und sich beschwert über den Grill, den ich angeschmissen habe um 3:45. Aber kommt auch vorbei und nehmt noch Servola mit, ein paar Bratwürste. Und dann könnt ihr auch mitgrillen. Kein Problem, kein Problem. Sorry, das jetzt müssen Sie sein. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hast du auch noch gezockt? Was hast du gezockt? Wo bist du dran? Ich muss gerade schnell überlegen. Ich habe das letzte schon mal gefragt, oder? What the fuck? What the fuck? Chatty Bedore. Ich merke es. Wir machen nicht mehr lang. Ich schaue jetzt noch schnell auf mein Handy. Vielleicht hat der Sammy Klaus noch etwas geschrieben. Leider nicht. Serious question. Chat. Question. Serious question. Wieso nicht einfach ein Nutella-Brot oder Cornflakes? Oh mein, aber nein, ich weiss, was du meinst. Ich hätte Cornflakes, ich hätte Nutella, hätte easy. Wobei ich habe lieber den Brotaufstrich von Lindt. Den Schoki-Aufstrich, den finde ich viel geiler. Aber ich will irgendetwas, das noch Fleisch hat. Ohne Scheiß, ich habe jetzt Lust auf etwas Fleisch. Ich will jetzt so einen Grillschneck, Mann. Ja, ich kann mich nicht aufhalten. Ich mache mir jetzt noch einen Grillschneck nachher. Sandwich. Ja, dort habe ich aber für ein Sandwich... ich könnte ein Sandwich machen, wo ich einen Grillschneck drin mache. Das könnte ich. Dann müsste ich kein Risotto machen, Chat. Das wäre vielleicht noch eine Idee.
Der Monolog, das ist auch so ein hure Wort, Mann. Die Monologist hast du gezockt, habe ich noch nie gezockt. Aber dann ist das wie Phasmo. Oder ist das weit entfernt von Phasmophobia? Ich habe immer so das Gefühl, das ist wie Phasmo. Aber ich bin mir eben nicht mehr sicher. Ich war noch nie von Anfang bis Ende hier. Und jetzt hast du endlich gemerkt, wie schlecht das alles hier ist. Es war mir eine Ehre. Oh, Lizzie, danke für die netten Worte. Ja, es ist auch schön. Wie gesagt, dass du jetzt auch, ich habe es ja auch gesehen und gemerkt, dass du lange hier bist. Merci vielmals für die grandiose Unterhaltung. Der Art ist wie so bei den Oscar-Reden. Wenn jemand noch irgendetwas sagt, und dann spielt jemand Musik ein. Musik rein und dann weiss die Person, okay, jetzt muss ich langsam Feierabend machen. Das ist so, der Art ist so wie die Musik. So sagt sie so, hey, das war mega cool gewesen, merci für den Stream, gell? Und jetzt mach endlich Feierabend, damit ich endlich schlafen kann. Nein, Spass, Arti, Spass. Ich habe auch schon morgen um 4 Uhr Pommes auf der Terrasse frittiert. Ja, aber frittieren geht, glaube ich, das ist wieder etwas anderes, als wenn ich jetzt den Gasgrill anschmeiße. Wie fast mal einfach mehr Jumpscares. Okay, interesting. Ich bin halt immer noch mega Phasmo angefressen. Tatsächlich. Aber ich mache halt das nur off-stream. Oder ich mache es halt auch nur off-stream. Ich lieb's doch bei dir. Oh. Nein, Arti, das mache ich aber auch nicht. Ich schaue noch schnell, ob ich alles gelesen habe. Also ich niemand jetzt überlesen habe. Gut. Bessere Grafik, ja. Ist das Spiel, wo du so ein Gerät hast, wo so eine Kakerlake... Eine Kakerlake. Hat das ein R drin? Eine Kakerlake? Ich bin jetzt müde für diesen Scheiß. Ihr wisst, was ich meine. Wo so ein Ding hat. Coco, ja, ich spiele Offstream viel Phasmo. Also eigentlich ja gut, jetzt gestern nicht, aber sonst fast jeden Freitag spiele ich schnell ein bisschen Phasmo. Es kommt immer darauf an, ich spiele es mit der einen Kollegin, spiele es mega gern und sie spielt das auch mega gern, aber wir sind so ein Grüppli von Leuten, aber nicht alle haben gerne Phasmo. Und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wer rum ist. Aber ja, das mit der Kakerlake. Ist es das? Es ist wirklich das, oder? Ja, die oder Kakerlake, ja. Kakerlake. Ach, Chat, Mann. Coco, spielst du auch gerne Phasmo? Oder Chat, wer von euch spielt gerne Phasmo? Es ist halt, Phasmo ist so ein Ding. Es hat sich jetzt viel da in Phasmo über die Jahre. Aber wenn man in Phasmo so den Gruselfaktor sucht, dann hat man den Gruselfaktor ein paar Stunden lang. Und nachher ist es auch nur noch reine Game-Mechanik. Das ist wirklich so gut. Manchmal sind es schon noch gute Jumpscares, muss ich zugeben. Manchmal verschrecke ich auch noch. Aber es ist grundsätzlich so, ja, Ghost Event, Fotos machen, dann gehst du extra noch hin ans Gesicht vom Geist, machst noch ein Fotos. Es ist dann halt irgendwann überhaupt nicht mehr gruselig, sondern auch nur noch grinden, leveln und ein bisschen, doch immer noch irgendwie ein bisschen Spass haben. Also mir macht es immer noch mega Spass. Aber das ist nicht mehr so, dass wir gehen jetzt in das Haus rein, jetzt haben wir alle Angst. Wir müssen uns verstecken. Nein, das ist es irgendwie eben schon nicht mehr. Die Monologist bevor... du hast die Monologist bevor Phasmo gespielt. Okay. Was findest du besser? Ab ins Bett mit dir treu. Nach müde kommt dumm, wurde mir mal gesagt. Das ist halt schon so. Ich liebe Phasmo und bin immer noch die am lautesten schreit. Auch nach mehreren 100 Stunden. Ja gut, aber nach mehreren 100 Stunden... Ich meine, ist schon cool, wenn du immer noch so den Gruselfaktor hast. Das finde ich ja schon geil.
Aber nach 100 Stunden oder mehreren 100 Stunden hast du Game-Mechanik wahrscheinlich auch Intus, oder? Dann weisst du, wie es funktioniert. Ich habe jetzt noch nicht hunderte von Stunden, also ich glaube es auch nicht. Ich habe auch lange mal Pause gemacht. Also ich könnte jetzt einen Geist noch nicht wirklich identifizieren, ohne Evidenz. Aber da mit der Evidenz geht eigentlich schon recht easy peasy. Also zum Teil haben wir Runs, die gefühlt nach 5 Minuten durch sind. Gut, wenn wir noch eine Perfect Game Map machen, dann dauert es noch mal schnell ein bisschen. Hast du schon mal VR Phasmo gespielt? Ich habe mir es überlegt, aber dort würde ich mir tatsächlich in die Hose schiessen. Weil ich glaube, da fährt schon recht ein. Ich habe es nie wirklich gespielt, aber ich bin einmal kurz rein und habe dort ein bisschen rumgeschaut und habe gedacht, was sieht mega nice aus. Jetzt ist man da endlich einmal so quasi bei der Willow Street so mitten drinnen. Aber die Atmosphäre ist dann eben schon recht Straub. Also es ist mega bedrückend und so in VR würde ich es jetzt wirklich nicht haben. Dort habe ich dann wieder Angst, das muss ich zugeben. Aber ich glaube, dass das Hardcore schlimm ist, glaube ich sofort. Bei wieso ist das so ein schwieriges Wort? Bei Demonologist kannst du auch Exorzismus durchführen, dass der Geist weg ist. Das fehlt in Phasmo. Darum finde ich Demonologist besser. Aber geht es halt nur auf PC. Okay. Ja, es ist ähnlich, aber doch wieder ein bisschen anders. VR, das würde ich gerne on Stream sehen bei dir. Jetzt allgemein VR oder Phasmo VR? Weil ich habe tatsächlich, das wissen die wenigsten Chat. Das wissen die wenigsten. In der Anfangszeit, als ich gestreamt habe ich ab und zu mal VR gestreamt. Tatsächlich. So ein paar Escape Rooms habe ich VR gestreamt. Sonst ein paar VR-Games habe ich ein bisschen angezockt. Aber Phasmo VR, nein, das habe ich nie gestreamt. Vielleicht mache ich da mal so eine Kanalpunkte-Belohnung. Oder nein, nicht eine Belohnung, sondern ein Community-Goal, genau. Wo ich sage, hey, für 5 Milliarden Kanalpunkte geht der Try ins Phasmo VR rein. Für 2 Minuten. Ich fände es schon auch noch interessant, aber ich muss mir das mal überlegen, wie man das antun Chat. Ich speichere mir das ab im Hinterkopf. Aber jetzt, Chat. Jetzt muss ich halt noch ein bisschen Chat lesen, solange ihr noch schreibt. Sonst wäre es ein bisschen frech. Das wäre direkt voll. Also meine Hose wäre direkt voll, ja. Wenn du den Geist ausgewählt hast, bekommst du eben noch Zusatzaufgaben, dass du eben den Exorzismus machen kannst. Okay, interesting. Also musst du den Geist herausfinden, dann kannst du noch den Exorzismus durchführen. Finde ich irgendwie noch eine geile Idee. Es klingt auch nach mehr Action als in Phasmo. So in Demonologist tust du eben den Exorzismus dann machen und so, und in Phasmo tust du noch das dreckige Wasser fötteln. Das ist dort eine Zusatzaufgabe. Das ist der Unterschied. Dreckiges Wasser fötteln, Exorzismus durchführen. Chat, wo wollen wir hin? Chat, ich muss wirklich dringend essen. Ich schaue mal schnell, ob ich noch jemanden online habe. Der Shroud, mein Best Buddy, der ist halt auch wieder live, oder? Der Shroud. Schnell schauen, wer wir da haben. Schnell schauen, ob wir jemanden haben in diesem Game. Das wäre noch interessant. South of
of Midnight. Ui. 103 Viewers, okay. Interesting. Ist die Person weiter als ich? Es ist mega schwierig zu sagen. Ich schaue jetzt da so rein, oder? Dann schaue ich da so rein. Walt, jetzt verdeckst du genau da, wo ich zeigen will. Walt, komm, gang weg. When I say we're done. Walt, gang wieder kochen. Gang wieder ins Schedule 1 rein. Du musst noch ein bisschen kochen. Du musst noch ein bisschen die Rögel verdecken. Wenn Psyche auf 10% ist, ist es nicht so geil. Und das ist halt wieder so Sanity, oder? Wie bei Phasma. Ja, das ist Kohut Dave, habe ich gesehen. Ich glaube, den hab ich letztens schon geradet, ne? Also Stroh Dave haben wir ja schon x-mal geradet. Aber ich würde aber gerne bevorzugt zu jemand Neuem gehen. Aber ich schaue noch mal schnell, wenn ich den Strohhut Dave das letzte Mal geradet habe. Who is live? Raid History, come on. Ja, okay, es ist auch schon wieder ein Weile her. Vor 55 Tagen habe ich den Strohhut Dave geradet. Okay, never mind. Aber ich werde jetzt noch schnell schauen, was da los ist. Neues Spiel, South of Midnight. Das ist aber da, was ich meine. Jetzt schauen wir das an. Das sieht genau nach dem aus, was ich jetzt auch gemacht habe die ganze Zeit. Und ich hoffe auch nicht, dass sie im Endgame ist und es einfach immer noch genau der gleiche Content ist. Seit 7 Stunden live, ja, dann ist sie aber schon weiter als ich, Chat. Ja, ich glaube, die hat da noch andere Fähigkeiten. Ja, ich weiß es nicht, Chat. Oh, da haben wir noch Vorschläge. Schmitti 32. Ja, Haare sind nice. Chat, vielleicht gehen wir dort hin. Mal gucken. Aber noch schnell Schmitti abchecken. Oh, der Sound. Schnell wieder, ich muss da leider das abwürgen wegen dem Sound. Don't be a hateful dick. Das finde ich schon mal sympathisch. Gute Rules. Sagen Sie was. Path of Exile. Ist halt von der Kategorie schon ein bisschen entfernt. Chat, ich glaube, Chat, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne hier raiden. Weil ich habe es so selten, dass jemand in der gleichen Kategorie unterwegs ist und noch auf Deutsch unterwegs ist. Es ist jemand, der ein bisschen grösser ist. Ja, ich raide gerne auch wirklich kleine Leute. Aber ich glaube, wir können mal einen Raid zu jemand grösserem wagen. Ich werde nur noch schnell schauen, wer sie ist. Und nimm dir einen Kaffee und mach es dir gemütlich. Das klingt schon mal sympathisch. Hier wird es sicher einiges geben, außer gutes Gameplay, finde ich schon mal sympathisch. Osten Deutschlands. Chat. Wir gehen dort hin. Nein, ich kenne sie nicht, aber wir machen unser Bild. Und wenn es euch gefällt. Ich weiss, die Lilly gibt es noch. Coco, ich weiss es. Ich habe es gesehen. Aber obwohl ich auch gerne mal Marbles on Stream mache, vielleicht ein anderes Mal. Ich finde sie cool, die Lilly ist wirklich cool. Aber machen wir das ein anderes Mal. Ja, Lissy, danke dir. Also, Chat. Jetzt noch schnell, bevor ihr geht, Chat, bevor ihr geht, Raid GPT. Jetzt brauche ich da schnell von meinem Chat-GPT-Bot eine Raid-Nachricht. Und zwar Raid GPT, oh mein Gott. Weberin Flausch und Hurricane. Also, let's do this. Was bekommen wir?
Ein Tornado an Flauschigkeit wirbelt durch den Stream. Grüße, ihr Weberin. Ihr Weberin? Ja, okay, nehmen wir es so, wie es ist, Chat, oder? Ihr Weberin des Streams. Also, lieber Chat, ich weiss, nachher tut mein Bot nochmal eine neue Nachricht posten, aber kopiert euch schon mal die. Mit dem Tornado, entweder für Subscribers, die mit den Emotes, oder die für Nicht-Subscribers. Kopiert euch bitte schnell die entsprechende Nachricht. Tönt doch die nachher bei der lieben Kutsu Niha reinposten. Und ich lese noch schnell vor. Gute Nacht, Kokolade. Mögen deine Träume so süß wie Kokosnüsse und so exotisch wie Ananas. Das ist kein Satz. Sein. Als Sein war vorher nicht. Ich bin langsam müde, Chat. Lass dich von der Vanille umhüllen und vom Blitzdingsbums in eine zauberhafte Traumwelt entführen, Träume sie. Sei Kokolada, schön bist du dabei gewesen. Und lieber Chat, ich tue mal den Raid starten. Start Raid. Kutsu Niha. Let's do this. Also Chat. Ich hoffe, sie geht nicht gerade offline. Aber sie ist da noch mit im Gameplay. Das wird schon gut kommen. Da gehen wir hin, lieber Chat. Eines bitte alle, das wäre mega cool, wenn ihr alle schnell die Nachricht mit dem Tornado reinpastet bei ihr. Sind lieb, lassen viel Liebe dort, geben ihr eine Chance. Wenn sie eine sympathische, unterhaltsame Streamerin ist, vergessen nicht zu followen. Oder ihr könnt auch sonst einfach followen. Das wäre ja eigentlich egal. Aber Chat, danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht, schlafen gut. Danke auch für den ganzen Support, für die Follows, für die Raids, für die vielen Raids, die heute auch reingekommen sind, für die vielen Bosskämpfe. Ja. Danke, dass ich immer verloren habe bei den Bossfights, Chat. Dass ihr mir keine Chance gelassen habt. Kein Erbarmen gezeigt habt, Chat. Seht mir es sad now. Macht's gut, Chat. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Du bist immer noch da. Der Stream ist fertig. Sorry. Hast du erwartet, dass es noch irgendwie ein Easter Egg gibt? Ich muss dich leider enttäuschen. Ich kann nichts mehr. Also gang am besten schlafen oder mach das, was du um die Zeit sonst auch machst. Ja, sorry. Und gute Nacht. Bye. Okay, wait a second. Wieso eigentlich nicht? Wenn du schon da bist, können wir endlich wirklich schnell die Easter Egg-Liste nehmen und sie zeigen. Aber nicht weiter erzählen. Also, bist du ready? Let's go.